willkommen beim Livestream. Ganz spontan. Leute, ich war gerade am Kochen, Abendessen und Diana ruft mich an. Die Rede von Trump beginnt jetzt. Und wir wollten mit euch ganz live, wieder ganz spontan die Rede anhören. Donald J. Trump hält seine legendäre Rede. Ich will euch ganz zum Schluss, bleibt unbedingt dran, eine Prophetie weitergeben, die ich so in meinem ganzen Leben noch nie gehört habe. Das kommt ganz zum Schluss. Und jetzt werden wir erstmal hier durchstarten und ich werde euch so gut es geht das übersetzen. Richtig krass, wie oft hier gebetet wird. Ich werde gleich auch was dazu sagen. Ist das fake oder nicht oder nicht? Jetzt starten wir durch. Film ab. Ich werde jetzt... So. Das ist so krass, Leute. Es ist einfach, ich habe sowas noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Diese ganze Emotionalität, was da drumherum gebaut wird, ja, also Donald Trump hält jetzt seine Abschlussrede, alle warten drauf. Er hat sie komplett umgeschrieben nach diesem Attentat. Den ganzen Tag, habe ich schon gehört, gab es Reden von der Familie, von Parteimitgliedern. Ich bin bewegt. Das ist krass. Also okay, gut. Das übrigens machen die in den Schulen jeden Morgen. Ladies and gentlemen, please join me in the Pledge of Allegiance. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Thank you. And may God bless our great nation. Das ist so krass, Leute. Diese... Okay. Also das machen die wirklich... Unsere Kinder haben das auch morgens gemacht. Die waren total bewegt davon, weil es ja in Deutschland gar nicht gibt, ja. Okay. Amerikanische Nationalhymne.
Please remain standing while the colors are retired. Right, peace! Forward, hold! Hold up, hold up, hold up, right, left, right, hold up, hold up, hold up. Ich will ganz kurz was zwischendrin sagen, weil für Deutsche, glaube ich, so etwas kaum zu verstehen ist. Also hier bricht wie ein wirklicher, echter Tsunami. Und ich sag euch, 2011 waren wir schon mal längere Zeit in Amerika. Ich persönlich, also Tom und ich waren am Anfang unserer Ehe in Amerika. Wir kennen Amerika, wir haben dort Freunde. Was hier gerade aufbricht, ist unfassbar und historisch. Und man muss nochmal dazu sagen, Amerika ist wie kein anderes Land. Unfassbar liebt dieses Land, weil es mit Blut erkämpft ist und mit Liebe zu Gott, der Familie und einem Land der Freiheit. Das will ich nochmal so erklären, weil sonst kann man das alles nicht hier richtig verstehen, was hier gerade abgeht. Amerika ist ja entstanden, Kolumbus hat das entdeckt, aber dann kam ja eine Welle von erstmal Goldleuten und gleichzeitig Leuten, die aus dieser den Zusammenbruch der Kirche und einer aufbrechenden Humanismus aus Europa geflohen sind. Und deswegen heißt das God's Own Country. Das heißt Gottes eigenes Land. Das ist tief in der Seele der Amerikaner verwurzelt. Liebe zu Gott, Liebe zur Familie und Liebe zu dem Land, weil hier ist ein Land der Freiheit, wo wir Gott lieben können, ohne diese Einschränkungen und diese Vernichtung durch Humanismus. Das bricht raus, das kann man sich nicht vorstellen, habe ich noch nie so gesehen. Das will ich noch mal so kurz sagen, das sind mal die Pilgrims, diese Geschichte habe ich mal ganz oft auch in Amerika gehört. Der 4. Juli, da sind wir in Amerika angekommen, 2019 und da habe ich das noch mal richtig gehört, da gab es diese Unabhängigkeit, da haben sie sich dann von Europa unabhängig gemacht, das hat viel, viel Blut gekostet, also es ist ein blutiger Kampf um Freiheit, um Gott zu lieben, die Familie und das Land, um möglichst wenig Regierung zu haben, also nicht mehr diese Unterdrückung zu haben. Ich will auch noch mal kurz sagen, und dazu gehört auch, das war eins der großen, das ist in der Constitution drin, dass man eine eigene Waffe tragen darf. Und diese Waffe war immer schon gedacht, um gegen eine böse Regierung, also wenn die Regierung mal böse wird, sich gegen sie zu wehren und sie abzusetzen. Was in Europa halt verboten war, damit die Regierung halt komplette Kontrolle über das Volk hat. So alt ist das schon. Deswegen, das habe ich nie verstanden, aber deswegen hängen die an diesen Waffen, an dieser Waffenfreiheit, zu sagen, die Autorität liegt bei uns. Und wenn eine Regierung böse ist und wieder diese Kontrolle einnimmt, dann werden wir uns wehren. Ladies and gentlemen, please welcome Chairman of the National Republican Senatorial Committee, United States Senator Steve Daines of Montana. Wow, how about that national anthem sung by Mary Milben? I'm U.S. Senator Steve Daines, and I represent the great state of Montana, right over there. You know, when I was a kid growing up in Montana, my grandma taught me an important lesson, and that is to have a thankful heart, to count your blessings. So this morning, as I was headed down to breakfast, I thanked God for my sweet wife Cindy of 37 years. So, und das ist typisch Amerika. Das war, also 2011 weiß ich noch, da sagten die Amerikaner, boah, der Glaube an Gott ist total in Anfechtung drin, ja, und dann brach das so ein bisschen zusammen, ja, Obama wurde das sozusagen richtig unter Attacke gebracht, unter Trump dann etwas gelüftet und dann unter Biden nochmal richtig.
Also dieser Governor, und wir werden gleich ein bisschen vorspulen, weil es geht heute um die Rede von Trump, auf die ich selber wie ein Flitzebogen gespannt bin. Aber um das alles besser zu verstehen, möchte ich euch tatsächlich etwas von dem mitgeben, was ich in Amerika gelernt habe. Und zwar, also er hier ist also ein Repräsentant von Montana. Montana, das wisst ihr natürlich alle, es gibt so demokratische Staaten, die sind total, sag ich mal, Gott abgewandt, immer pro Abtreibung, pro Krieg, also dieses ganze Mainstream. Und dann gibt es die Konservativen, die in dieser Zeit halt an diese alten Werte wieder zurückkommen. Und es ist wie eine Erweckung in diesen alten Werten. Und was hier gerade gesagt wird, ist, das kann man sich momentan in Deutschland nicht vorstellen. Dieser Repräsentant von Montana, und Montana ist nun wirklich ein sehr konservativer Staat. Wir haben direkt nebendran gewohnt in Washington State. Ja. Und der sagte, was ich gelernt habe, ist dankbar zu sein. Und heute Morgen beim Frühstück, weil alle sind jetzt natürlich total geladen wegen dieser Attacke, diesem Schuss auf Trump, der hätte eigentlich tödlich ausgehen müssen. Also es ist ein Wunder, es ist ja wie ein Erdbeben. Es ist wirklich eine Erweckung. Viele, auch die gar nicht an Gott glauben, sagen, das kann nicht sein. Das ist ein Wunder, dass diese Kugel 5 Schüsse, die am Trump vorbei, einer trifft ihm am Ohr und gleich gibt es eine Prophetie 3 Monate davor, die exakt diese Situation vorhersagt. Und zwar exakt. Ich wollte es auch nicht glauben, ich werde es euch gleich zum Schluss zeigen. Es ist so. Und Trump bricht ja zusammen, wird nur am Ohr getroffen, steht auf, hebt die Faust, wird in die Geschichte eingehen, dieses Foto, ja, und ruft fight, 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 kämpft, kämpft, kämpft. Für diese alten Werte, darum geht's. Warum ist dieses Land gegründet worden? Er sagt so, alle erinnern sich an diese alten, ursprünglichen Gründe und Werte. Und er sagt, heute Morgen bin ich aufgewacht, weil ich habe gelernt, dankbar zu sein. Also eigentlich alle Werte, diese christlichen Werte, die wir durch Hollywood eigentlich viele Jahre durch diese Filme bekommen haben. Nur in den letzten 30 Jahren hat sich das sehr, 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 sehr verwandelt. Ja. Aber damals, ich kenne noch diese alten Filme, da war das dann so drin. Leider der Glaube nicht mehr, aber diese Werte von Familie und Dankbarkeit und Heldentum und für etwas größeres Leben, bloß nicht individualistisch, Egoismus ist ja das Schlimmste, was es gibt, nach diesen Werten. Und er sagt, heute Morgen war ich, und das ist krass, ja, ich dankte Gott für meine Frau am Frühstückstisch. Und ich weiß nicht, ob ihr das also mitgekriegt habt, alle, die Englisch gut können, es ist ständig von Gott die Rede. Ich werde gleich mal sagen, also was ich darüber denke, weil es ist ja immer so nebendran. Steht ja nicht, Gott steht nicht im Mittelpunkt, aber er ist irgendwie dauernd da. Es wird gebetet, es wird überall in den Gerichtssälen in Amerika steht, in God we trust. Selbst auf der Dollarnote, in Gott vertrauen wir. Dieses Land ist wirklich faszinierend. Also nach der Kirchengeschichte Europas, die ich ja gerade die Videoreihe mache, ja, finde ich das, was Gott mit Amerika gemacht hat, unfassbar faszinierend. Unfassbar faszinierend. Ja, also deswegen muss man so sehen, dauernd reden die von Gott. Also es ist so nebendran, ja, und ich habe Gott gedankt und Gott segne dieses Land und so weiter. Ich werde diese Rede allerdings auch gleich ein bisschen überspringen, weil ich ja unbedingt Trump hören will. Aber lass uns diesen Montana-Repräsentanten noch mal ein bisschen hören. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat, weil die Reden sind sehr bewegend. Eigentlich, ich habe keine Rede heute gehört, die nicht bewegend war. I thanked God for 4 children and their spouses. Ich habe Gott gedankt für 4 Kinder und ihre Ehegatten. Auch wieder krass, oder? Also Familie ist das Ding. Also nochmal, liebe Gott, liebe deine Familie und liebe dein Land. Das ist Amerika.
So riesige Familie, mein Schwiegersohn alleine, die haben 6 Kinder in der Familie. Und das ist völlig, ja, das ist Familie. Also das ist Amerika, ja. Und er dankt halt für seine Kinder. I thanked God for our 6 grandchildren. And then I thanked Ich danke Gott für meine 6 6 months, Enkel. Joe Biden will no longer be president of the United States. Und ich danke, dass in 6 Monaten Biden nicht mehr Präsident sein wird von den Vereinigten Staaten. Es ist jetzt wirklich so, vorher war es ja immer so, man weiß es nicht, aber jetzt ist eigentlich so, es gab noch nie, seit Trump auf der Bühne ist, noch nie, so eine Begeisterung für Trump und so viele Demokraten, die überwechseln, weil sie gesehen haben, wie Biden für sein Land wirklich kämpft. Ihm geht es wirklich um Amerika, also das ist das, was sie gesehen haben. Und Biden ist halt senil. Er baut komplett ab, hat wahrscheinlich Parkinson und ist einfach dement, ein dementer Präsident. Now think about this moment we're in here this evening. It was just 5 days ago. We were a quarter-inch away from having a memorial service instead of a nominating convention. Und es ist 5 Tage weg, dass wir einen ganz kleinen Inch, das ist 5 Zentimeter, weg waren von einer Beerdigung anstatt einer Einsetzung Trumps zum neuen Präsidenten. And we thank God here tonight for protecting President Trump. Und wir danken Gott für, dass er Präsident Trump beschützt hat. Ich muss noch mal sagen, ich hatte das in meinen Lebzeiten noch nicht so krass erlebt. Ich weiß, dass ich 1992 mal in Amerika war und in einem Café saß und da lief das Fernsehen und ein Politiker sagte, lasst uns unsere Köpfe senken und beten. Und ich war so wie versteinert, so, und ich habe so im Café rumgeguckt und ganz viele haben gebetet. Oh, ich war da frisch drin in Amerika, ich glaube das erste Mal für längere Zeit und war komplett überfordert und dachte, das muss nach Deutschland. Da ging ich ja mit einem riesen Vorwärtssatz, Deutschland muss christlich werden. Ja. Das hat sich natürlich sehr, sehr verändert, auch in Amerika, aber das ist ja auch das, was jetzt wieder vorbricht. Plötzlich reden alle von Gott. Nochmal, ich werde am Ende von diesem Video nochmal wirklich mit euch detailliert gucken, ist das jetzt fake? Wie ist das zu bewerten? Ist das jetzt einfach nur politisch oder ist das wirklich Erweckung? But we have important work to do because going forward, we must fight, fight, fight. And I will tell you, as chairman of the National Republican Senatorial Committee, I'm working with President Trump to win the Senate majority and to fire Chuck Schumer. Back in early 2023, President Trump and I met at Mar-a-Lago. We agreed our highest priority is electing an America First Senate majority that has his back. Senators that will stand with President Trump. Er sagt, 2023 habe ich mich mit Trump getroffen und das erste Ziel war wirklich, einen Senat zu bekommen, also eine Regierung, die 100% hinter Trump steht, um Amerika zuerst zu setzen. Und dieses Amerika zuerst heißt ganz simpel gegen Globalisierung. Das, was jetzt in Deutschland ja ganz hoch hängt, ja, also geht immer um andere Länder, um Einwanderung und kein Nationalstolz und dafür stehen sie, Amerika kommt zuerst, also wir kümmern uns zuerst um Amerika, wir mischen uns nicht irgendwo ein, zum Beispiel Trump hat ja also ich glaube, er hat keinen einzigen Krieg angefangen, ja, im Gegensatz zu Obama zum Beispiel, der in einige Kriege verwickelt war und angefangen hat sich Trump komplett daraus gehalten, weil er sagte, Leute, lasst die Länder ihre Sachen regeln, wir müssen uns um unser Land kümmern. And tonight I want to speak directly to the voters of West Virginia, of Montana,
of Ohio, of Pennsylvania, of Nevada, of Michigan, Wisconsin, Arizona, Virginia, and New Mexico. And here's why. Because your Democrat senators are lying to you. Look, they talk like moderates, but they vote like radicals. You know, they say they're with. Also er sagt, die Demokraten haben die ganze Zeit euch angelogen und deswegen er nennt diese ganzen Staaten, sagt, hey, ich spreche zu euch, weil ihr merkt jetzt, die Demokraten haben euch angelogen, weil sie, ja, ihnen geht es nicht um Amerika, ihnen geht es um den Globalismus und sie sind letztendlich nur Puppets. Das ist jetzt meine Interpretation, aber das spricht er jetzt an. But they vote with Joe Biden. Never forget, these liberal senators voted to impeach President Trump twice. And I will tell you, an America First majority will stand with President Trump. Und er meinte, das ist auch schon krass, ne? Dass Trump versucht worden ist, zweimal aus dem Amt zu heben. Und das stimmt auch. Also das ist richtig, richtig krass. Also der ist ja auch verurteilt worden. Der hat ein Mark Picture, das heißt auf Deutsch, es ging so weit die Anklage, dass er ins Gefängnis musste und ein Gefängnisfoto machen. Das heißt, soweit, du bist jetzt schon registriert und es kann gut sein, dass du jetzt ins Gefängnis kommst und dann gibt es ein Gefängnisfoto von dir und das kennen wir so aus Filmen, ja, immer diese Gefängnisfoto mit so einer Nummer und das war eigentlich super, super demütigend und das war halt der Moment, alle haben das gefilmt, ja, und Trump ist dahin und hat sich dann halt so fotografieren lassen, das war also ein legendäres Foto, ja, also es heißt, also was er beschreibt ist auf Trump natürlich, das wissen wir alle, die meisten Deutschen denken immer so, ja, Trump ist auch wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Aber es kommt mehr und mehr raus, das muss man wirklich sagen, auch viele Demokraten, die vorher gegen Trump waren, inklusive der Vizepräsident, den Trump als Vizepräsident gewählt hat, der war ein absoluter Trump-Gegner, weil er diesen Lügen geglaubt hat, bis er irgendwann mal gemerkt hat, okay, warte mal, was sind denn jetzt die Ergebnisse von Trump? Also ja, dann Lügen hat ja immer sowas, ist es ein bisschen Wahrheit und da wird ganz viel Lüge drum gemacht. Und man hat halt eine Schwäche vom Trump genommen und hat dann ganz viel drumherum gesponnen. Und dieser J.D. Vance ist also der neue Vizepräsident, der beschreibt das ganz krass. Also ich finde das schon krass, wie er dann plötzlich diese Wendung erlebt hat und gemerkt hat, warte mal, ich werde hier belogen. Also der Trump ist eigentlich für unser Land. Ja, er hat Schwächen, aber jeder hat Schwächen. Und jetzt ist er nun mal gerade derjenige, der mit seiner ruppigen, dominanten Art genau die Persönlichkeit ist, die hier durchbrechen kann, weil dieses Land geht unter, wenn nichts passiert. Ja, und er adressiert halt jetzt ganz viele, sagt hier, es sind, und das ist auch eine Tatsache, dass wirklich viele, die vorher geglaubt haben, diesen Mainstream, spätestens jetzt seit Samstag, da wurde so eine Umfrage gemacht, viele junge Leute gemerkt haben, warte mal. Also so wie Trump auf diese Attacke reagiert, er guckt dem Tod ins Auge und hebt seine Faust und sagt, Fight, ich bin für dieses Land. Und wie er danach reagiert, auch seine Familie, wo es wirklich, wo er dann relativ weich wird, ja, richtig krass. Und da sagt er wirklich ganz viele schwingen um. Also ich bin jetzt mal sehr gespannt. Wir werden wahrscheinlich in Amerika sein, wenn die Wahl losgeht, Leute. Da werde ich definitiv berichten. Also was da passiert, ist wirklich weltgeschichtlich. Das ist ungefähr einzuordnen mit, würde ich mal so sagen, dem Zusammenbruch des Dritten Reiches. Also wird es in die Geschichte eingehen. Ja, also es ist unfassbar. These liberal senators allowed millions of illegal immigrants into our country. An America First majority will secure the border and we're going to build the wall.
diese berühmte Sache, ne, wo man echt, ich weiß noch, diese ganzen Bilder, ne, wie man Trump angeklagt hat, er will eine Mauer bauen und dann wurde das so mit der DDR verglichen, ja. Und jetzt sagt er, unter Biden muss man, es ist so, es ist wie ein Dammbruch gewesen und es waren Millionen, 80 Millionen, glaube ich, pro Jahr. Immigranten, die dann nach Amerika gekommen sind und viele von ihnen halt auch kriminell, das muss man auch wirklich sagen. Da kamen viele Drogen wieder ins Land rein, also Kriminalität und so weiter. Und er sagte dann halt, das ist sehr offensichtlich, das sind Fakten, unter beiden kommt das alles und jetzt wollen wir die Grenze sichern. Und ich kann mal so hier ein eigenes Zeugnis geben, weil ich selber erlebt habe. Wir haben ja in den letzten 4 Jahren einen Visumantrag gestellt für ein religiöses Visum als religiöse Arbeiter. Wir sind von einer Gemeinde angefragt worden und das religiöse Visum hat auch eine Green Card beinhaltet. Und wir hatten eine Rechtsanwältin, die für uns gearbeitet hat, die auch total überzeugt war, also richtige Christin, feurig und so weiter. Und nach 2 Jahren, hat sie ihren Job als Rechtsanwältin für Immigration, besonders religiöse Immigration, aufgegeben und ist Kindergärtnerin geworden, weil sie sagte, es ist einfacher, illegal über die Grenze zu kommen, als legal nach Amerika. Wir haben jetzt insgesamt 4 Jahre gewartet und haben jetzt das Visum, können jetzt nach Amerika und die Green Card bekommen. 4 Jahre. In diesen 4 Jahren sind viele zig Millionen illegale Immigranten einfach durch die Grenze gekommen. Das ist ein Fakt. Und man fragt sich so, was ist hier los? Ja. Und das ist natürlich ein riesen Thema, weil es einfach eine extreme Belastung und auch ein Angriff ist auf Amerika. Und das habe ich wirklich auch selber erlebt. Also es ist wirklich ein Riesenproblem. These liberal senators shut down the Keystone Pipeline. And America First majority, we're gonna drill, baby, drill. These liberal senators want to take away your Second Amendment rights. Those are fighting words back in Montana. And America First majority will protect your precious right to keep and bear arms. Das ist was, also da muss ich ehrlich gesagt zugeben, ich glaube, das war das schwierigste eins der schwierigsten Themen in Amerika, die ich irgendwie verarbeiten musste. Er sagte, also das mit der Immigration haben wir abgehakt. Und er sagte halt, diese Demokraten, also diese Globalisten, so nenne ich sie mal, die sagt, also die halt für diese Globalisierung sind und so weiter, die wollen das Recht auf das Tragen von Waffen euch wegnehmen. Und das ist ein Grundrecht in Amerika. Ich habe es eben gerade erklärt. Warum? Und er sagte, aber die Republikaner, die sagen, sie, die Amerika an erste Stelle stellen, werden dafür kämpfen, damit ihr eure Waffen behalten könnt. Und nochmal, für Amerikaner ist das nicht so, okay, ich will jetzt hier irgendjemand umbringen. Es geht um, ich will mich selber beschützen, vor allem vor einer Regierung, die übergriffig ist. Ich will mich nicht abhängig machen von einer Regierung, sondern ich will im Zweifelsfall mich selber verteidigen. Darum geht es ihnen. Und Amerikaner haben im Durchschnitt wirklich so 3, 4 Waffen zu Hause. Also es ist so, für mich als Europäer, ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand, bis ich in Amerika war das wirklich ein also ja, einfach mal mich darauf einzulassen, um das zu verstehen und nicht einfach zu sagen, das ist ja ganz furchtbar, was soll das, diese Amerikaner, diese Cowboys, ganz schrecklich, ja. These liberal senators covered for Biden after 13 American service members were killed during his botched Afghanistan withdrawal. An America First majority, by the way, I'm the son of a U.S. Marine. An America First majority is going to stand with our military. These liberal senators stood with
anti-Semitic mobs. And America First majority is going to stand with Israel. Auch so ein Ding. Also die Demokraten, die sind dann mehr gegen Israel, für die Palästinenser, und diese Republikaner, also die sagen Amerika zuerst, stehen für Israel. And look, these liberal senators want boys in girls' sports. I'm the Auch ein Riesenthema. Diese Globalisten, also Demokraten, die wollen Jungs im Mädchensport. Hier geht das ganze Gender-Thema, nimmt er mit rein. Ist ein Riesenthema auch in Amerika gewesen. Also die konservativen Republikaner sind halt wirklich sagen, dieses ganze Transgender ist der absolute Irrsinn. Das müssen wir absolut sofort stoppen. Genau, weil natürlich, es macht keinen Sinn. Gab einen riesen Vorfall, ein Schwimmer, der ein Mann war, sagte aber, nee, ich bin eine Frau, hat ein bisschen Hormone genommen und hat dann aber alle Frauen geschlagen, die ihr Leben lang extrem gearbeitet haben, um gut zu werden, aber hatten gegen diesen Mann, ja, also Mann, keine Chance. the father of two daughters. They want men in your daughter's and my daughter's locker room. And you know, they can't even define what a woman is. But let me tell you, Ja, das ist natürlich auch ein Riesending. Also die Männer dürfen dann halt auch in die Umkleidekabine von den Frauen. Übrigens, es wird in Deutschland nicht darüber geredet, weil niemand, außer jetzt vielleicht Ketzer der Neuzeit, darüber redet. Aber das ist ja auch schon in Deutschland drin, dass man gar nicht mehr sagen kann, was ist eine Frau. Und dass man wirklich, wirklich glaubt, es gibt mehr wie zwei Geschlechter. Ja. say something. Back in Montana, we know the difference between a bull and a cow. In Montana ist halt so ein Cowboy-Staat, ja. Sagt er, wir wissen den Unterschied zwischen einem Bullen und einer Kuh. We must replace these liberal senators with great Republican leaders like Jim Justice and Baby Dog in West Virginia, like Tim Sheehy in Montana, Er nennt einfach nur Personen, Reno in Ohio, die dafür kämpfen. like Ja? Dave McCormick, Und das ist wirklich eine Riesenbewegung in Amerika. Also diese konservative Bewegung bricht durch, wie ein Tsunami, echt. Mike Rogers in Michigan, Eric Hovde right here in Wisconsin, Hung Cao in Virginia, Nella Domenici in New Mexico, and of course, Carrie Lake in Arizona. We must elect an America First Senate majority that will stand with President Donald J. Trump. Er hat ein paar Namen genannt und sagt, hier geht es darum, wir müssen Menschen wählen, die Amerika zuerst setzen und damit auch die Werte, ne, Gott lieben, Familie lieben und das Land lieben, auch mit den alten konservativen Werten, statt eben diese Globalisten. So, ich bin jetzt die ganze Zeit immer so ein bisschen gucken, wann der Trump dran ist. Der wird auch gleich kommen. Ich will jetzt nicht alle durchgehen, da gibt es ein paar Redner. Den ganzen Tag gab es Redner. War sehr bewegend. Die ganze Familie vom Trump war drin, ja, mit der ältesten Enkelin. Also es hat mich auch sehr, sehr bewegt. Kai heißt sie. Die mal wirklich gesagt hat, hier mein Großvater, der ruft mich in der Schule an, fragt, wie es mir geht, obwohl er gerade aus dem Gefängnis kam, um dort ein Foto zu machen und fragt, wie es mir geht. Und ich musste ihm sagen, hey, ich habe Schule, ich rufe dich später an, und vermitteln einfach so, Trump ist ein sehr, also ich sag nur mal so vermitteln sie es. Nochmal, wir werden nachher bewerten, okay, oder unsere Meinung abgeben. Aber sie hat da wirklich gesagt, der Trump ist ein sehr liebevoller Vater, ein sehr liebevoller Großvater. Da gab es die Schwiegertochter, die mit dem ältesten Sohn verheiratet ist, Donald J. Trump Jr., die auch gesagt hat, hey, es ist ein super liebevoller Schwiegervater und Großvater für unsere Kinder. Also
sie sagt so, wenn ihr wüsstet, wie er zu Hause ist, dann würdet ihr wissen, dass alles, was so erzählt wird, es ist einfach so eine Lüge und man will einfach nur vernichten, weil man Amerika kaputt machen will. Also das ist so der ganze Wave, sag ich mal, der in diesen ganzen Tagen so rüberkommt. Genau. Also es war wirklich sehr, sehr bewegend, muss ich sagen. Was ich jetzt mal gucke, damit wir doch das am Ende, ich werde hier gucken, wann der Trump wirklich dran ist. Ich möchte euch unbedingt nochmal die Prophetie zeigen. Und dadurch, dass das jetzt hier doch ein bisschen länger dauert, bis der Trump dran ist, möchte ich euch gerne zeigen, einen Moment, diese Prophetie mal zeigen. Und zwar, hört euch das mal an. Also, wir haben jetzt hier mal gestoppt. Also, das ist ein Prophet, den ich schon seit einiger Zeit verfolge. Also ganz, ganz unregelmäßig, ja, weil nicht alles kann ich so unterschreiben, aber er hat halt ständig irgendwelche Begegnungen mit Gott. Und eine Sache, die möchte ich euch jetzt einfach mal abspielen. Und zwar, was wirklich sehr erstaunlich ist, vor 3 Monaten, und das sieht man ja auf YouTube, also das Video ist vor 3 Monaten hochgeladen, also es ist wirklich eindeutig, dass diese Prophetie vor 3 Monaten war. Schaut euch mal an, was dieser Prophet sagt. Das heißt, der Kanal heißt Die letzten Tage. Okay? Also hört euch das mal an. He said there's going to be a new wave of patriotism coming out, and that's whenever I saw Trump and I saw a red wave come. So, er spricht die ganze Zeit davon, dass eine neue Welle von Patriotismus, also das heißt, Patriotismus ist einfach Liebe zum Vaterland, dass die aufbricht. Er spricht übrigens vorher und nachher auch die ganze Zeit von einem absoluten Wirtschaftszusammenbruch, was ich auch interessant finde, weil die Offenbarung das ja vorhersagt. Es wird einen Wirtschaftszusammenbruch geben und alle sollten gerüstet sein. Also wer da nicht gerüstet ist, dem ist dann auch nichts mehr zu helfen, weil es wirklich überall deutlich wird. Und jetzt kommt's. Out of Michigan, and then I saw Oklahoma, and there was embers of people, and they were all on they had torches all throughout Oklahoma, and they were raising up these torches that looked like fire, and they were bringing forth a new patriotism upon the nation, and it was coming. Und er sieht dazu verschiedene Staaten, auch Oklahoma, und also wirklich eine Riesenmenge von Leuten, die eine Fackel haben. Und diese Liebe zum Vaterland, was auf jeden Fall definitiv, also ich würde sagen, und jetzt sage ich mal direkt vorweg, das ist mein einziger Kritikpunkt, dass die Liebe zum Vaterland noch größer deutlich wird, sichtbar, als die Liebe zu Gott. Und das muss sich noch verändern, aber dadurch, dass ich durch mein Buch und Studium mit der Offenbarung gelernt habe, dass die Nationen in der Offenbarung sehr wichtig werden, weil sie praktisch die Welt vor diesem globalistischen Weltherrschaft bewahren. Ja, durch den Turmbau von Babylon hat ja Gott die Nation geschaffen, um den Mensch praktisch vor sich zu schützen. Und diese Liebe zum Vaterland wird heranbrechen, so sagt er, ist die Prophetie. Und das ist das definitiv, was jetzt so krass in Amerika ist, wie ich es noch nie erlebt habe. It was being birthed, and it just kept spreading like fire all throughout America, all throughout. And I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame. So, und jetzt wird's krass. Er hat gesagt, ich sehe ein Attentat auf Trump. Und er sagt auch im Nachhinein noch, das wird auf einer Rallye sein. Und dieses Attentat, da wird eine Pistolenkugel so nah an seinem Kopf vorbeifliegen, dass es durch das Ohr durchgeht, aber ihn nicht umbringt, sondern nur das Ohr verletzt. Und er wird auf die Knie fallen und sich wirklich bekehren. Weil das ist ja natürlich etwas, Trump ist definitiv irgendwie, er glaubt an Gott, er redet ständig über Jesus, sagt, Jesus ist berühmter wie er und sagt, Gott soll Amerika segnen und lasst uns in Gott vertrauen und so weiter. Aber durch dieses Attentat würde er sich richtig bekehren.
Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Rede, die hoffentlich gleich kommt, ja. Weil er hat selber schon gesagt, er wird die ganze Rede umschreiben. Er sieht auch anders aus, würde ich sagen. Ich meine, wenn man dem Tod so ins Auge blickt, ist ganz klar, dass irgendetwas mit einem passiert. Hört euch die Prophetie weiter an. He fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. Und durch dieses Attentat, was ja schon, also wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so eine bedeutende geschichtliches Ereignis prophetisch so spezifisch vorher gesagt bekommen, wie jetzt in dieser Prophetie. Und er sagt, in dieser Zeit, in diesem Zeitrahmen wird Trump sich richtig bekehren und er wird richtig feurig für Jesus sein, weil er erkennt, Gott hat ihn beschützt, also Gott hat ihn jetzt gesetzt. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great. The Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. But there would be a stop to it, and there things would start to break free come toward the fall. And then I saw him winning the election through the. Das ist auch interessant. Es stimmt. Also wie gesagt, das ist ja vor 3 Monaten passiert. Er sagt, also es ist ja eine riesige Welle von Anklagen, gerichtlichen Verhandlungen und das stimmt. Also es ist unfassbar, wie Trump ist bombardiert worden mit Anklagen vom Gericht. Und er sagte, nach diesem Attentat wird das stoppen und Trump wird im Herbst gewinnen. Patriots coming out and voting, and then there will be a great economy crash. I saw they had a great economy plan, a crash, worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark. Und das finde ich interessant, ihr Lieben. Und das sollten wir jetzt alle anhören. Da sollten wir alle unsere Ohren spitzen. Ja, und meldet euch bei euch, wenn ihr überlegt, hey, wie können wir uns da gut darauf vorbereiten, weil das tun wir gerade. Er sagte, es gibt einen Wirtschaftszusammenbruch größer wie die große Depression, die wir schon mal hatten. Also einen absoluten Wirtschaftszusammenbruch, der meines Erachtens in dieses digitale Zentralbankgeld überführt wird, weil ohne große Krise können die das digitale Zentralbankgeld so nicht einführen. Es wird kommen. Es ist das 3. apokalyptische Pferd aus Offenbarung 6. Also wenn ihr daran Interesse habt, übrigens, irgendwo habe ich ein gelbes Buch, die Offenbarung des Johannes auf Amazon zu kaufen. Unten auch gibt es einen Link. Kauft euch das, weil also ich finde, es ist wirklich das perfekte Drehbuch für die heutige Zeit. Und er prophezeit also diesen riesengroßen wirtschaftlichen Zusammenbruch, der mit dieser ganzen Geschichte mit Trump passieren wird. Be a great dark time, but I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil, and I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he. Hier, danke. Dieses Buch auf Amazon zu bestellen. Also nicht weil ich es geschrieben habe, sondern wir gehen da ja Kapitel für Kapitel durch die Offenbarung durch. Also du liest die Offenbarung und guckst einfach nur Parallelstellen an. Es steht alles da drin. Und die Prophezeiung von ihm ist, dass Trump halt gesetzt ist von Gott, um in dieser Zeit sein Werkzeug zu sein. Und ich sag mal, es ist ein Unterschied zwischen Diener Gottes und Werkzeug Gottes. Der Pharao damals, zur Zeit Israel, zur Zeit des Exodus, war ein Werkzeug Gottes. Steht in der Bibel. Er war kein Diener Gottes, also er hat Gott nicht geliebt, er war gegen Gott, aber Gott hat ihn benutzt. Bei Trump würde ich sagen, er ist definitiv ein Werkzeug und in dieser Prophetie nochmal ganz deutlich, er wird ein Werkzeug in dieser Endzeit sein. Ja? Und anscheinend, so beschreibt er das, wird er zu einem Diener Gottes, worauf ich mega gespannt werde, weil wenn Amerika eine richtige Jesus-Nation werden würde, das würde die ganze Welt verändern. 100%. And
I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was ministers and people, I don't know if they were senators or Congress people or whatever, I just saw them pacing and back and forth inside of the White House. What is the... Das finde ich krass. Und er sagte, er sieht Trump, wie er weint in seinem Oval Office. Das ist dieses ovale Büro in dem Weißen Haus einfach, ja. Also die zentrale Regierungszentralstelle. Und da weint Trump vor Gott und da kommen Diener Gottes rein, auch Politiker. Und die fangen alle an, halt Gott zu suchen. Also Gott zu suchen, ja, zu beten. Finde ich krass. Irgendwie, ich bin mal gespannt. White House, but it's the Oval Office. And they were interceding all inside there, and I could feel the presence of the Lord so strong. Und die werden in diesem Weißen Haus Fürbitte tun. Finde ich richtig krass. Also Fürbitte tun und die Gegenwart Gottes wird ganz krass da sein. And then I could see that darkness that was the heaviness upon America with the financial crisis of what I saw coming. It started to lift above the trees, and I saw the blue and the things coming back out, and the green times and the good times coming back again. But the Lord said it would be forth a time of a season of a shaking, and it would be a shaking. Und er sagt, er sah diese Finsternis auch mit diesem wirtschaftlichen Zusammenbruch, der damit einhergeht, aber auch die Finsternis, die überhaupt in Amerika auf diesem Land liegt, wovon jetzt hier alle Redner sprechen, ja, also sind ja alle schockiert. Alle Amerikaner, die ich auch kenne, sind komplett schockiert. Wie konnte es so weit kommen, dass ausgerechnet Amerika so schlimm in Sünde fällt, ja? Also es ist so finster, es ist so verwirrt, es ist so nebelig, ja. Und von dieser Finsternis spricht er und der Trump wird wohl Fürbitte tun mit diesen Leuten und dann wird sich so langsam diese Wolke heben, diese Finsternis. Awaken, and in this would basically that he was not done with America. There would be a great revival come, and it's not all doom and gloom. That's what he said. The sky's not falling. It's just a time of it's like people would say, this is judgment. And the Lord said, do not call this judgment. It's not my judgment. It's a correction. There's correction coming. So, na gut, also das ist nur ein Ausschnitt aus seiner Prophetie. Und dann sagt er, also dieses Gericht ist eine Korrektur. Wie Gericht ja auch ist, also Gericht ist ja eigentlich zurechtrücken. Nochmal richtig klarstellen, was ist richtig und was ist falsch. Und diese Phase wird sein, um Amerika nochmal richtig zu rücken. Also eine Korrektur für Amerika. Ich bin wirklich gespannt. Also wie gesagt, ich habe die Prophetie, alles angehört. Die komplette Prophetie, auch einiges anderes. Manches kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber erstmal bin ich schockiert, wie detailliert dieser Prophet. Alles unfassbar. Kann man nicht verleugnen, dass gerade mit diesem Ohr und auf einer Rallye und ein Attentat auf Trump, dass das eine prophetische, wahre Situation ist. Und dieses Drumherum mit dieser Wirtschaftskrise, ja, es ist sehr deutlich, dass das passieren wird, dass Trump sich bekehrt und Amerika anfängt, dass die Politik sich bekehrt, finde ich der Hammer. Das ist auch das, wo ich denke, das ist überhaupt die Lösung. Und wie er jetzt so am Ende ja sagt, diese Korrektur, da bin ich mal echt gespannt, ihr Lieben. Ich denke mal, in den nächsten 2-3 Jahren werden wir das sehen, wird Amerika nicht nur zurückkommen, weil letztendlich ist es ja eine säkulare Nation gewesen. Warum? Ich habe mit vielen Amerikanern gesprochen. Damals hat man deswegen den Glauben aus der Constitution rausgelassen, aus diesem Grundgesetz, ja, wobei Gott überall ist, aber aus dem Grundgesetz, die waren für eine säkulare Regierung, weil in Europa gerade diese Kämpfe zwischen den unterschiedlichen Denominationen waren. Und deswegen haben die gesagt, naja, komm, das wollen wir nicht, deswegen lass den Glauben raus, wir sind sowieso alles Christen. Das war auch so, in der Zeit waren alle Christen. So, wir lassen den Glauben raus, wir sind alle Christen. Die Regierung ist einfach nur dafür da, dass man hier geschützt ist und dass Recht und Ordnung ist, ja, auf Grundlage unseres Grundgesetzes. Und den Glauben, da sorgt die Kirche schon dafür.
Aber jetzt hat man halt gemerkt, und jetzt merken auch mehr und mehr Amerikaner, das ist jetzt nicht mehr so. Nicht mehr alle sind Christen. Im Gegenteil, der Humanismus hat um sich geschlagen, um sich gefressen, ja. Und jetzt merkt man hinterfragt auch die Säkularisierung. Und die Prophetie, die er hier gibt, wo der eine Teil schon eingelöst ist, wäre, dass die Regierung ihre Knie beugt vor Jesus Christus. Dass die Regierung anfängt zu sagen, Jesus Christus, du bist unser König. Bitte helf uns. Wir sehen, wir sind in die Irre gelaufen. Wir haben gesündigt vor dir. Wir brauchen deine Heilung und deine Rettung. Und das wäre gigantisch. Also in den nächsten 3 Jahren werden wir das sehen, ihr Lieben. Also wenn ihr dieses Video seht, auch hier danach, ich sag's euch, also wenn in diesen nächsten 3 Jahren wirklich Amerika eine Riesenerweckung in der Regierung passieren wird, nicht unter den Leuten, das haben wir schon öfter gehabt, ja irgendwelche, aber die Regierung sagt, wir schmeißen nun mal alles raus aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus dem Gesetz, was gegen Gott ist, weil das macht ja unsere Nation kaputt. In Amerika werden Kinder abgetrieben kurz vor der Geburt. Ich habe Bilder gesehen, die ich in meinem Kopf nie mehr wieder wahrscheinlich rauskriegen kann, von voll ausgewachsenen Säuglingen, total gesund, die zerstückelt waren. Das ist unfassbar, legal. Amerika ist da richtig brutal. Also so krass die Christen da sind, so krass, so schlimm ist das Böse da. Und wenn das wirklich geschieht, was dieser Prophet sagt, dass die Regierung anfängt, was ja auch schon passiert, zu sagen, hey, wir müssen jetzt als Regierung auf Gottes Ordnung zurückkommen und wir müssen die Sünde aus unserem Land, also vor allem aus unserer Regierung mal rauskriegen, dann, also wenn die aus der Regierung, aus dem Kopf mal draußen ist, dann kann der Körper heil werden. Aber wenn der Kopf schon krank ist und böse und das richtig für falsch und das falsch für richtig definiert, dann ist dem Körper nicht mehr zu helfen. Das ist hoffnungslos. Der Körper kann so viel machen, wie er will. Die Kirchen können evangelisieren, wie sie wollen. Wenn die Regierung aber sagt, nein, die Schöpfungsgeschichte ist irrsinnig, der Mensch stammt vom Affen ab und von irgendeiner Zelle und Mann und Frau ist auch nicht das einzige Geschlecht, da gibt es ganz viele, ja, und die klassische Ehe ist sowieso veraltet und, ja, die Kinder, Menschen können auch gemordet werden, wenn es irgendwie einem anderen besser passt, dann kann diese Nation nicht heil werden. Es geht nicht. Und ich finde einfach krass, dass in dieser Prophetie das drin ist. Dass in Amerika das geschehen soll. Wir werden das sehen in den nächsten 3 Jahren. Haltet eure Augen auf. Es wird definitiv was passieren. Mit diesem Attentat auf Trump hat sich definitiv in der Geschichte etwas verändert. In Amerika hat sich was verändert. Es wird jetzt irgendwas passieren, ihr Lieben. Es geht nicht anders. Ich bin selbst total gespannt. So, jetzt werden wir mal hier gucken. Ich spule mal etwas vor und da kriegen wir ein bisschen was von dem Vibe mit. Mittlerweile hatten jetzt einige Reden, also den ganzen Tag sind Reden, ja. Aber jetzt spielen wir da mal so richtig rein hier. Einen Moment und schauen mal, was da abgeht. So. Good evening. Good evening, my fellow Americans. It's great to be with you. A special shout out to Kansas over there, my good friends from Kansas. You know, I had the incredible privilege to serve as President Trump's CIA director and Secretary of State. It was my greatest honor to work with him every single day to serve you, the American people. Now you all are paying attention, so you know what the Trump administration achieved, but it's worth going through a few of these accomplishments. Let's start with this. There were no new American wars. Our border, our southern border,
Also jetzt wiederholen sich ein bisschen, aber hier ist noch was Neues, was die halt auch sagen, unter Trump gab es keinen neuen Krieg, unter Biden gab es dauernd Krieg. Ja, also das ist natürlich auch etwas, was die meisten nicht wissen, dass Trump wirklich Kriege gestoppt hat und auch den Ukraine-Krieg stoppen will, indem er sagt, wir werden keine Waffen mehr liefern. Übrigens habe ich einen Artikel gerade heute gelesen, ja, die geraten ja alle in Panik, weil sie alle merken, durch diesen Attentat, keiner hätte das vorausgesagt, hat Trump so viele Anhänger gewonnen, also ganz Amerika ist wie so ein Schwarm Fische, busch nach Trump, dass sie alle sagen, jetzt muss Europa in Panik geraten, weil wenn Trump drankommt, wird Europa mit der Waffenlieferung an die Ukraine alleine stehen. Und das wird Auswirkungen haben. Closed. It may seem like a long time ago, but when we took office, there were people's heads being cut off at the beaches. We destroyed ISIS and its caliphate. And you know, here's another fun fact. We never lost our Secretary of Defense for 2 weeks either. You'll remember, for those 4 years, the evil of Vladimir Putin was held at bay. When we walked out, January of 2021, the Iranian regime was afraid, and the people of Israel were strong and secure, and we treated them like the friend and ally that they need to be. Also er meint wieder auch ein Abgeordneter einfach, sagte ja, als Trump dran war, war Putin praktisch in Schach gehalten, Iran auch, Israel war sicher, ja, und ISIS wurde eingedämmt. Also das war ja auch so, dass unter Trump halt ISIS gestoppt worden ist, also weitestgehend auf jeden Fall. Everywhere we went, religious freedom was protected. We held 3 summits in North Korea, and North Korea was quieted. We'd begun an honorable exit from Afghanistan, and not a single Chinese spy balloon flew across the United States of America. 4 years. Und er sagt halt, diese 4 Jahre, als Trump dran war, ich fasse mal so zusammen, religiöse Freiheit, die Welt war irgendwo gerade gestellt und Amerika war sicher, weil letztens hat uns auch eine amerikanische Familie mit einem großen Unternehmen, was auch in Europa ist, angerufen und haben gesagt, ja, können wir bei euch ins Dorf in Paraguay, weil die Russen haben ein U-Boot an Kuba vorbeigefahren und das U-Boot hat wahrscheinlich Atomwaffen. Also da sind sie total ausgeflippt, ja, weil es ist halt eine riesige Bedrohung und er sagte, unter Trump war das nicht. Had I been the Secretary of State and a Chinese spy balloon flew across our country, I would have been the former Secretary of State, and rightfully so. You know, under President Trump, the Chinese Communist Party, which to this day presents the greatest threat to our nation from outside of our country, we confronted it like never before. Look, ladies and gentlemen, in short, we put America first every single day. Also wir setzen Amerika zuallererst. Darüber redet er jetzt. What has Joe Biden and Kamala Harris done? And their leftist handles, what have they delivered to us for security and prosperity? Almost nothing. Let's start with this. You saw some of them last night. 13 new Gold Star families from Afghanistan. As an Army veteran, I want to speak to everybody who served in Afghanistan. I'm disgusted by the Biden administration's incompetent pullout from that country. Ja, also er sagt jetzt, auch das Militär leidet halt mit den beiden und so weiter, weil er ist ein Veteran, das heißt, er war mal im Militär und ja, sagte er halt, das ist auch eine Riesenkatastrophe. To those of you who served there, know this. Know that your service was honorable, that you saved American lives, and that the Pompeos love and admire you for what you did for America. Thank you, and God bless each and every one of you.
Every one of you has served in uniform, and the families of those you deserve a president who will not check his watch while he is honoring our fallen brothers and sisters. Gibt so eine Szene, dass Biden, als er da jemanden geehrt hat, der durch den, also Militär ist ganz riesig, also das Leben fürs Land zu geben ist riesig, riesig. Und Biden hat wohl so auf seine Uhr geguckt, ja, und Trump ist total konzentriert, ja, das gab so ein paar Videos und das wirft er ihm halt vor. Was indecent. And of course it was that very weakness we saw in Afghanistan that prompted Putin's butchery in Ukraine. Last week we saw what it meant. A children's hospital bombed, innocents killed. It did not have to be. And now, of course, a second war in Gaza. President Biden won't even talk about the fact that Americans are still being held there by the Iranian regime. Contrast that with what we did when we were wrongfully held. President Trump sent me to North Korea to bring home 3 American pastors. Er meinte gerade, Trump hat ihn geschickt, um aus Afghanistan 3 amerikanische Pastoren nach Hause zu holen. Was ich interessant finde, wusste ich auch noch nicht. We brought them home along with dozens of other hostages, and we did so without paying one single penny to the terrorists. Und wir haben einige der Geiseln mit nach Hause geholt, nach Amerika, und haben kein einziges Geld bezahlt. Also damit sagt er halt, wie gut Trump einfach in der Außenpolitik gewirkt hat. Ist schon, ich sag mal so, kurz vorweg, es dauert doch ein bisschen länger, bis der Trump rankommt. Wir dachten, das würde früher sein, aber er kommt, keine Sorge, ja, haltet ein bisschen durch. Aber lass uns das mal so ein bisschen wirken auf uns Deutsche, ja, weil früher oder später wird es sowieso nach Deutschland kommen. Es ist so, ja. Deutschland ist jetzt nicht das prägende Land. Das prägende Land noch bisher war immer Amerika. Jetzt droht China und vielleicht Russland oder vor allem China zu prägen. Aber Amerika kämpft. Und bisher hat halt Amerika auch im christlichen Bereich sehr, sehr, sehr geprägt. Das muss man einfach auch mal Amerika zugestehen. Ja, diese christlichen Werte sind überall zu sehen. Und deswegen lass uns das mal wirklich reinwirken. Was kommt hier auf uns zu? Ich denke, wir schauen hier in die Zukunft. Ich werde gleich nochmal stoppen und auch nochmal kurz einen Blick in die Bibel und einen Blick in die Offenbarung werfen, weil das ist unser Guideline, nichts anderes. Hier, was in der Offenbarung steht, das ist das, woran wir uns halten. Ich werde gleich stoppen und das auch nochmal kurz gucken. Ist Trump jetzt die Riesenwende oder kommt da jetzt noch etwas, bevor die Riesenwende kommt? Aber lass uns das nochmal ein bisschen hier anhören. Ich finde das mal ganz interessant. Da kommen ein paar Sachen aus der Geschichte raus, die auch ich nicht wusste. And what about Iran today? When Joe Biden eased up on President Trump's maximum pressure campaign, we gave money to the Ayatollah so he could cut more checks to the genocidal maniacs who conducted barbaric attacks in Israel. And now, of course, closer to home. Und er sagt, er wirft halt Biden vor, dass sie ganz viel Geld bezahlt haben an Terroristen. Ja, also da wird jetzt über Israel, Gaza und so weiter ein bisschen spekuliert. A massive national security challenge. Our southern border is a welcome mat. It's a welcome mat for Islamist terrorists, drug dealers, Chinese spies and violent criminals. Er sagt, diese ganzen schwachen Grenzen bringen Islamisten rein, also islamistische Moslems, Drogenhändler und chinesische Spione. Was stimmt? Also, das stimmt einfach. Es ist so. Ladies and gentlemen, President Biden sold out our citizens and our security and our sovereignty, and we need to get it back, and I am confident that we will get it back. Wir bekommen es zurück, sagt er. Das ist so die ganze Stimmung. Top diplomat. I saw how the world always looks to our nation as the unrivaled example of what a free society should look like.
But unfortunately, President Biden struts the global stage. Maybe I should say he shuffles the global stage. He talks a big game about American values. But what's he done at home? What's he shown the world? What have he and his leftist base actually shown other nations? He's censored free speech here at home. He's put woke into the military that I and you so desperately love. Er sagt, was hat Biden da gemacht? Er hat in seiner Amtszeit wurde zensiert und er sagt halt, dieses ganze Gender-Kram wurde in das Militär reingebracht, was er ja eigentlich ganz doll liebt. He put it in our schools as well. He's weaponized the justice system against our political opponents. And even to this day, as we sit here today, he and Vice President Harris are providing appeasement to the pro-Hamas radicals on our streets here inside the United States. And even worse, today this administration treats illegals better than our own citizens. Das stimmt. Also in der beiden Regierung werden die Ausländer besser behandelt wie die eigenen Staatsleute. Und das kennen wir natürlich alle aus Deutschland. Hier sagt jemand, Deutschland ist doch hinüber. Ihr Lieben, ich will mal ganz kurz hier stoppen, weil es wird etwas länger dauern. Also für alle, die das Video angucken, ihr könnt ja bis zum Schluss dann vorspulen, wenn ihr wollt. Wobei, ich finde es mal ganz gut, längere Zeit mit euch hier zusammen zu diskutieren, weil es ist ein geschichtlicher Moment, ihr Lieben. Es ist ein geschichtlicher Moment. Und ich werde das gleich anhand von der Offenbarung, die ich hier in diesem Buch Kapitel für Kapitel durchgehe, beweisen. Ja, ich kann mich irren, aber das ist meine zutiefste Überzeugung. Also nochmal, ich kann mich irren, aber ich will euch das nochmal beweisen, dass ich denke, das ist ein geschichtlicher Moment, das wird in die Geschichte eingehen. Also dieses mit dem Trump, mit dem Attentat, mit der Prophetie, mit dieser, ja, ich sag mal, Vorerweckung Amerikas. Ja. Und wenn hier jemand sagt, Deutschland ist doch hinüber, stimme ich dem nicht ganz zu. Ich denke, das Böse wird zerstört werden. Es wird ein riesen Erwachen geben, wie damals im Dritten Reich. Da hatten wir das schon mal. Also es ist wirklich möglich, dass plötzlich eine Regierung, denen alle gefolgt sind im Dritten Reich, das war wirklich so, alle sind Hitler gefolgt. Meine Tante, meine Mutter bezeugen das. Sie sagen, alle dachten, Hitler ist wirklich der beste Leiter. Er ist super, er tut so viel Gutes. Und plötzlich war er wirklich so, boom, das kam wie vom Himmel. Und das Ganze ist aufgewacht, aufgeflogen. Und danach gab es das riesen Erwachen. Also von daher denke ich auch für Deutschland, ihr Lieben, nein, Deutschland ist nicht hinüber. Trump läuft gerade auf die Tribüne. Trump läuft auf die Bühne, ihr Lieben. Wir werden das jetzt anschauen. Halleluja. Could it be that when we prayed for him? Alter. Ich muss mal sagen, ist legendär mit dem Ohr, oder? Also so ein fettes Ding da. Also das geht, diese Bilder, die gehen in die Geschichtsbücher ein. Jetzt bin ich gespannt auf die Rede. Alle Welt wartet auf die Rede. Jetzt bin ich gespannt, ihr Lieben. Ich bin gespannt, weil ich habe sie noch nicht angeguckt. Was wird er sagen? Was wird er offenbaren? Er schüttelt ja noch ein paar Leute die Hände. Ich will noch etwas sagen. Er hat ja J.D. Vance als Vizepräsident ausgewählt. Ich habe mich ein bisschen recherchiert und so weiter. Also er ist Katholik, er ist gläubig. Seine Frau ist aus dem Hinduismus, was ich krass finde, aber okay. Aber ich finde echt faszinierend. Niemand hat vorher erwartet, dass er das ist. Also da bin ich mal gespannt auf dieses Duett. Vor allem, weil er mal ein Trump-Hasser war.
auf eine Frage will ich antworten, weil es dauert ja noch. Jemand sagt, wenn alle dem Trump hinterherlaufen, ist er nicht der Antichrist. Nein. Bitte, bitte, bitte. Also holt doch mal dieses Buch, weil da werden auch diese ganzen Stellen, nicht nur die Offenbarung, sondern Matthäus, Thessalonicher, diese ganzen Stellen über Antichrist, Antichrist im Johannes. So steht es nicht in der Bibel. Also nicht per se, weil alle ihm hinterherlaufen, ist er der Antichrist. Der Antichrist kommt so vom Namen her nur in den Johannesevangelien vor und da steht, der Antichrist war schon damals da. Bitte lest es nach. Sonst gibt es keinen einzigen Brief in der ganzen Neuen Testament und der ganzen Bibel, der über den Antichrist spricht. Antichrist ist ein antichristlicher Geist, der jetzt schon so groß ist, dass er alles wegfrisst. Das ist ein Geist, nicht eine Person. In Thessalonicher, da gibt es wird von einem Widersacher gesprochen, jemand, der sich an heiliger Stätte setzt und sagt, ich bin Gott. Und das ist das Zeichen. Er wird die ganze Welt verführen von Gott weg und sagen, ich bin Gott. Wir brauchen keinen Gott. Wir sind Gott. Das ist dieser Verführer, der wird nicht Antichrist genannt, der wird Verführer genannt im Thessalonicher Brief. So, und daran erkennen wir, wenn jemand sagt, ganz offen, ich brauche hier keinen Gott, wir sind Gott, wie zum Beispiel Yuval Harari. Diese Personen werden in Thessalonicher erwähnt. Okay? Ich will das nur mal klarstellen, weil viele da schon so sagen, ja, der Trump ist der Antichrist. Also das glaube ich wirklich nicht. Ob das fake, also wie weit das jetzt echt ist, dass er auf jeden Fall dauernd Gott erwähnt, wie kaum ein anderer Präsident übrigens. Also kaum ein anderer Präsident. Ich habe mal alle Anfangsreden von Präsidenten nebeneinander gelegt. Wirklich. Der Trump hat am allermeisten Bibel zitiert und Gott zitiert. Und Gott genannt und Jesus genannt. Von allen Präsidenten, die bisher so waren. Gelb unterstrichen. Fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Inwieweit das jetzt politisch Kalkül ist, werden wir sehen. Aber jetzt schauen wir uns das mal weiter an. Ladies and gentlemen, please welcome John Neaporte from Florida. Okay, es ist nochmal ein anderer. Ihr Lieben, wir konnten hier mal kurz das eingefügt, wir konnten einfach nicht rausfinden, wann genau Trump dran ist. Ich glaube, das wollten sie auch so ein bisschen geheim halten, dass nicht dann alle auf einmal gucken, sondern dass viele auch das Vording. Er kommt definitiv. Jetzt kommt jemand aus Florida. Zu Florida will ich kurz was sagen. Da gab es diesen DeSantis, die meisten kennen ihn. Florida ist ein Staat, da haben wir Freunde, da sind wir auch oft. Also Florida ist wirklich so einer von unseren Staaten, wo Gott gesagt hat, geht dahin, ganz bewusst, vor 4 Jahren. Geht nach Florida, macht da irgendwie so ein Standbein, haben wir dann auch gemacht. Der DeSantis ist ein wirklich tiefgläubiger Minister oder wie sagt man, Ministerpräsident von Florida. Also es ist unfassbar. Ihn schätze ich sehr. Er war auch Kandidat. Er hatte auch eine Rallye gemacht, um für die Präsidentschaft anzutreten, hat das aber dann zurückgezogen, weil er gemerkt hat, gegen Trump kommt er nicht an. Und jetzt kommt hier dann einer aus Florida, der redet jetzt noch mal eine Weile. Und während der redet, werde ich jetzt doch noch mal hier was sagen. Weil hier, ich sehe das hier schon, also viele sagen so dieses, ist Trump jetzt der Antichrist? Wie ist denn das jetzt? Gibt es jetzt die große Erweckung und hört jetzt die Trübsal auf? Ja, das sind so, es gibt so 3 Hauptmeinungen. Entweder Trump ist der Antichrist und das ist alles nur Fake und absoluter Blödsinn und die machen das nur, um die Christen zu verführen. Oder das zweite, Trump wird jetzt Amerika retten. Und damit wird das Globalistenteam sozusagen zerstört werden. Und das dritte, die sagen einfach, ob Trump Antichrist oder nicht,
nein, das hat überhaupt nichts zu sagen, weil die ganze Welt geht unter und wir werden entrückt. Das sind so diese 3 großen Theorien. Ich habe heute und ich möchte gern einen Livestream daraus machen, oder einen Brecher, eins von beiden, also frisch von gestern, ein Video gehört von Tucker Carlson, der einer der bekanntesten Journalisten in Amerika ist. Der hat einen Country-Sänger interviewt, John Rich. Bitte sucht nach ihm, John Rich, Tucker Carlson. Das hat mich, also wirklich, das war für mich mind-blowing. Das hat mich vom Sockel gehauen. Der hat ein Lied geschrieben und gesungen, das meist gesehene Lied jetzt gerade im Internet ist. Und das geht über die Offenbarung. Und die beiden haben die Entrückungstheologie mit Darby entzwei gerissen, in Stücke gerissen. Die beiden, ich sage ja, oh ja. Und gesagt, dass das eine so giftige Irrlehre ist in der Christenheit, weil sie die Christen die Meinung geben, dass die Christen ja vor der Trübsal, bevor dieses Zeichen des Biestes kommt, weil darum geht es, nicht um den Antichristen, es geht um das Zeichen des Biestes, um diese Versklavung der Welt unter eine Weltherrschaft. Das ist die zentrale Botschaft in der Offenbarung. Darum spielt sich alles ab. Die ganze Offenbarung geht bis Offenbarung 13, da kommt das Zeichen des Biestes, die absolute Finanzkontrolle und danach gibt es ein Nachzeichen des Biestes, weil in fast jedem Kapitel steht, die das Zeichen des Biestes nicht dran gemacht haben. Das sind die, mit denen Gott seine neue Weltherrschaft in Liebe gründen wird. So steht es da drin. Schaut da rein. Und diese beiden, Tucker Carlson und John Rich, das Lied ist der Hammer. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Solche Gänsehäute. Ich habe es ein paar Mal angehört. Ja? Revelation, könnt ihr selber gucken. Ganz, ganz frisch rausgekommen, vor ein paar Tagen. Und die sagen, da sagt der John Rich, ich komme aus einem Theologen- und Pastorenhaushalt. Ich habe lange an die Entrückung geglaubt, bis ich mal einfach gelesen habe, was da steht und gemerkt habe, die Bibel sagt nichts über eine Vorentrückung. Wir werden Jesus entgegengerückt, wenn er wiederkommt und das Böse zerstört. Das heißt, wir müssen alle durch die Trübsal. Und das Giftige an dieser Entrückungstheologie ist, so steht es wortwörtlich in diesem Video, bereden sie das. Der Tucker Carlson ist gerade frisch irgendwie feurig für Jesus geworden. Ich würde mal sagen, er hat sich einfach bekehrt, weil er die Bibel durchgelesen hat. Die sagen, das Gefährliche an dieser Entrückungstheologie ist, dass wenn das Zeichen des Biestes da ist, wortwörtlich sagt er das, dann werden die Christen, die an die Entrückung glauben, sagen, das kann gar nicht das Zeichen des Biestes sein, weil wir müssen ja vorher entrückt werden und dann werden sie alle das Zeichen des Biestes dran machen, weil sie in dem Irrglauben leben, wir werden ja vorher entrückt. Wir müssen das nicht durchmachen. Das kann nicht das Zeichen des Biestes sein. Und er sagt, er liest Matthäus 24 durch, ja, und das steht hier auch, also hier, Offenbarung 13, könnt ihr echt sehen, genau, und da steht, es ist wirklich so drin, dass bevor Jesus wiederkommt, werden die Heiligen verführt werden, sie werden überwunden werden, außer die vorher rausgegangen sind, weil sie wussten, die Trübsalzeit kommt und wir wollen das Zeichen des Biestes nicht dran machen, deswegen müssen wir uns vorbereiten. Wir werden versorgt werden, wir werden Jesu Wiederkunft vorbereiten und das Evangelium in die ganze Welt bringen, dass die Nationen zu Jüngern werden. Ich finde das der absolute Kracher, ihr Lieben. Der absolute Kracher. Jetzt mal zurück hier, bis der Trump dann wirklich dran ist. Der kommt ja auch gleich auf die Bühne. Zurück zu der Offenbarung. Warte mal, ich will natürlich Trump nicht verpassen. Ich muss hier gucken. Ne? Genau, jetzt kommt da noch einer. Okay. Gut. Bevor es ist, also, die Offenbarung hat das Drehbuch. Es wird so sein, dass das Zeichen des Biestes wird kommen. Und es wird eine komplette Geldkontrolle geben, die eine Lösung, eine Rettung für eine absolute Finanzkrise gibt. Die meisten Menschen werden reingehen, vor allem, also dieses Zeichen des Biestes annehmen, wie auch immer das aussehen wird, Zeichen an der Hand, Zeichen an der Stirn. Das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass ich ohne das nicht mehr kaufen und verkaufen kann und sterbe
wenn ich das nicht dran mache, weil ich habe keine Landwirtschaft mehr, ich habe keinen Garten mehr, ich kann gar nichts mehr anbauen. Ich bin abhängig von diesem Biest. Ich brauche Essen von diesem Biest. Deswegen werde ich alles tun, damit ich Essen für mich und meine Familie kaufen kann. Und es werden alle, die dort drin sind, sich diesem Zeichen beugen. Das wird kommen und das werden wir Christen alle erleben. Aber ein Kapitel vorher wird ja die Frau rausgerufen und sie wird versorgt, aber sie baut auch etwas auf, weil etwas später steht dann drin, das Lamm, Jesus Christus, mit seinen Heiligen, die nicht dort drin dem Zeichen des Biestes sich gebeugt haben, werden das Biest überwinden. Lest es selber. Offenbarung 17. Steht wortwörtlich drin. Lest es. Also dieses Biest wird noch gucken, oh, da sind noch welche, die nicht zu meinem Reich gehören, ja, dort irgendwo draußen, ja, das letzte gallische Dorf. Und dann werden sie versuchen, diese freien Nationen, sag ich mal, die sich nicht gebeugt haben, vielleicht ist es Amerika. Vielleicht sagt Amerika ja wirklich zu sagen, nein, wir machen da nicht mit. Und dann tut sich irgendwie der restliche Welt. Wir wissen es ja nicht, ja. Aber de facto wird es Nationen geben. Es wird Länder geben, die sich diesem Biest nicht unterordnen. Und die eine eigene Wirtschaft aufbauen. Wie eine Arche sind. Und in Offenbarung 17 steht, da wird ein Kampf geben, aber das Lamm wird mit den Heiligen gewinnen. Und dann, Offenbarung 18, wird dieses Babylon, dieses riesige Weltreich zusammenbrechen. Vorher schon geschwächt durch einen dritten Weltkrieg, aber es wird komplett zusammenbrechen. Und dann steht, wie aus der Asche stehen diese Nationen auf, die sich Jesus beugen. Jesus kommt wieder, wird seine Leute sammeln und die ganze Welt in ein Friedensreich verwandeln. Das ist die gute Botschaft. Und welche Rolle Amerika dabei spielt, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Also für mich, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ob jetzt Trump drankommt. Einen Moment, nein, es ist noch ganz kurz mal. It will remain the essence. Trump is as kind and compassionate a man Okay. as I've ever met in my lifetime. Also die reden jetzt wieder, wieder neue, die dann auch über Trump alle Lobesreden machen. Also ich sage mal so, als Deutscher, natürlich bin ich immer so, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, ja. Ich komme jetzt mal zu dem Punkt, das, was ich am Ende sagen wollte, sage ich jetzt, damit wir ein bisschen Zeit überbrücken können. Welche Rolle Amerika spielt, weiß ich nicht. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder spielt Trump eine Rolle von Jehu. Jehu ist ein König, der von Gott als Werkzeug ausgewählt hat, war kein gottgefälliger Kerl, ja. Er war ein König, der war ziemlich ruppig und, ja, sag ich mal, einen ruppigen Charakter. Aber er wurde von Gott benutzt, wie Josia übrigens, um noch einmal Menschen, Christen aufzuwecken. Um noch einmal wirklich einen Außenstützpunkt von sich zu bilden, damit, wenn alles andere zusammenbricht, dieser Außenstützpunkt die ganze Welt einnehmen kann. Entweder ist Trump so ein Jehu oder so ein Josia, der diese letzte große Erweckung bringt. Und danach, wie bei Josia, kommt dann wieder ein böser König und dann bricht das Ganze zusammen, damit dieser Außenstützpunkt, das Gesunde, das Kranke ablösen kann. Das ist die eine Möglichkeit. Oder Trump bringt wirklich eine Wende. Amerika bekehrt sich zu Gott, die Regierung bekehrt sich, wirklich so wie in der Prophetie steht. Sie beten, sie treten ein für das Land, sie tun Buße, öffentlich Buße und bekennen, dass sie jetzt eine Jesus-Nation sind und andere Nationen schließen sich an und dann kommt Europa und wer weiß, wer noch sich anschließt. Ja, und dann kommt dieser Zusammenbruch kommt auf jeden Fall. Ja, aber ist Amerika jetzt letztendlich dabei oder ist es nur eine Phase, damit danach dann richtig dieser Zusammenbruch kommt? Für mich gibt es diese beiden Möglichkeiten. Ja, dass Trump der Antichrist ist, glaube ich wirklich nicht aus den eben genannten Gründen. Ja, weil wirklich da so. Jetzt möchte ich noch eine zweite Sache sagen, bis
gleich gucken wir nochmal hier. Bist du gleich der andere. Noch etwas, was ich sehr wichtig finde. So sehr ich gerade schätze, was in Amerika passiert. Eine wirklich unfassbare Welle von auch prominenten, sehr bekannten Menschen, die sich zu Jesus bekehren. Da habe ich jetzt ein Video gesehen von Crosstalk, die das sehr kritisch sehen. Die sagen, ja, das ist nur so ein Trend. Ne? Ich sage mal so, Erweckung ist manchmal auch ein Trend. Also ich kenne erweckliche Zeiten, wo ganz viele sich bekehren und erst nach einer Zeit wird Spreu vom Weizen getrennt und viele sind einfach einer Welle gefolgt. Ich habe das sehr oft erlebt. Nicht alle, die sich in so einer Welle von Begeisterung sich bekehren, haben sich wirklich bekehrt. Aber das ist nicht schlimm. Das ist unsere Aufgabe, ist nicht vorher zu sagen, oh, das ist Weizen und das ist Unkraut. Die Trennung von Weizen und Unkraut macht letztendlich Jesus mit seinen Engeln. Und so würde ich hier sagen, definitiv, es bekehren sich ganz, ganz, ganz viele. Es ist eine ganz große Erweckung, nicht nur irgendwo klein, sondern wirklich Leute, die sich auch vom Verstand, vom Intellektuellen sagen, ja, es muss Gott geben. Wir sind belogen worden. So, wer davon jetzt echt Christ ist, wer bin ich und wer bist du? Zu beurteilen, ist Justin Bieber jetzt ein Christ oder nicht? Wer? Ich nicht. Das kann Gott beurteilen. Es wird auch die Zeit beurteilen. De facto bleibt es trotzdem, dass auch in der Bibel, ja, dass jetzt gerade eine Erweckung ist, die ist krass. Also Menschen, die sich wirklich von Herz bekehren, wie Tucker Carlson, der jetzt so wirklich, das merkst du einfach ganz authentisch. So würde ich das mal beurteilen, so schätze ich das ein, davon gehe ich aus. Ja, total überwältigt ist von Gott und seinem Wort, wie wahr das ist. So. Aber, jetzt kommt mein Aber, bevor Trump hier dran kommt. Aber eine Sache, denke ich, fehlt und die muss kommen. Wenn sie nicht kommt, wird es keine Heilung für die Nation Amerika geben. Und das, was wirklich fehlt, ist in allen Reden, so viel und so oft Gott erwähnt ist, steht im Mittelpunkt die Wirtschaft. Und damit der Mammon. Nicht, dass ich denke, oh, wir müssen jetzt alle arm werden oder oh, das ist jetzt nicht wichtig. Natürlich, wir müssen unsere Familie versorgen und so weiter, aber ich kenne Amerika. Also Amerika ist schon ein ganz krasses Luxusland. Also die haben alle oder viele mehr als genug. Ja, also es ist schon, sie sind auf jeden Fall, ist Amerika, ich sag mal so, sie sind dem Mammon, oder ein großer Teil Amerika ist dem Mammon verfallen. Ja, und sind auch ganz, ganz stolz darauf. Auch Christen, auch Prediger, diese ganzen Wohlstandsprediger ist eine Frucht davon. Und solange in diesen politischen Veranstaltungen das Geld und das, jetzt kommt es, das Land im Mittelpunkt steht, wird es keine Heilung geben. Ich würde es nennen, es ist wie eine Vorerweckung. Also wie bei Josia, das finde ich ein schönes Bild. Also Josia ruft ja dann auch zur Umkehr und danach, ja, da musste halt nochmal, trotzdem kam das Exil. Also solange Amerika Jesus nicht deutlich in den Mittelpunkt stellt, wird dieses Land nicht heil werden. Es wird nur ein Aufschieben sein. Also, ja. Und deswegen denke ich, es ist noch keine echte Erweckung. Also echte Erweckung meine ich, vom Land Amerika an sich. Es erwecken sich Menschen, aber das Land an sich wird noch nicht heil. Aber ich glaube, aus dieser Vorentweckung kann das kommen, wie wir das in der Prophetie eben gehört haben. Dass plötzlich erkannt wird, ach du meine Güte, warte mal, das Land Amerika ist nicht das Wichtigste. Die Wirtschaft ist nicht das Wichtigste. Jesus ist das Wichtigste. Und das Wichtigste in unserer Politik ist jetzt den Glauben in unserem Land wiederherzustellen und Gesetz und Ordnung und Moral, die Ordnung Gottes wieder in den Mittelpunkt zu stellen und den Glauben wieder stark zu machen in den Schulen, in den Universitäten, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und in der Politik. Ich glaube, das kann daraus werden, aber ich weiß es nicht. Wir werden verfolgen. Aber wenn es nicht so wird, wie gesagt, wird es für dieses Land keine Heilung geben.
So, jetzt schauen wir mal, wie weit es jetzt ist und lassen das Ganze mal ein bisschen laufen. After he became the President Trump, even shows up, listens, cares, and always acts. The kind of man we need now to be the 47th President of the United States. Thank you. May God bless you all. May God bless President Trump and his extraordinary wife and his wonderful family. And may God bless America. Thank you so much. From the very first day that we take back the White House from crooked Joe Biden, the worst president in the history of our country, I believe that we're going to have 4 of the greatest years in the history of our country. I will once and for all secure our elections. We're going to go to paper ballots. We're going to have same-day voting, voter ID. We're going to do it properly. We're going to have good, secure, beautiful elections. We never want what happened in 2020 to happen again. But until then, Republicans must win. And we must use every appropriate tool available to beat the Democrats. They are destroying our country. Das ist jetzt der Trump. Hup, wie schnell kam der denn jetzt auf die Bühne? Und er sagt, was auch sehr spannend wird, also die Wahl in 2020, da sind die Republikaner alle überzeugt davon, die war manipuliert. Und er sagt, sowas darf nicht mehr passieren. Also ich habe Videos gesehen, wo ich denke, das kann wirklich so sein. Als ich da war in Amerika, habe ich mich gewundert. Also Biden hatte gar keine Anhänger. Biden war niemand begeistert. Ich dachte schon immer so, die werden doch keinen senilen Opa wählen. Also wirklich. Und für mich war klar, dass Trump gewinnt 2020. Leute waren begeistert, überall Trump-Flaggen und da gab es ein paar Demokraten. Für mich jetzt, was ich beobachtet habe. Ich habe mich sehr gewundert. Ich bin vom Stöckel gefallen, als Biden gewonnen hat. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und deswegen würde ich sagen, so, das ist aber nur meine Beobachtung, sagen wirklich die meisten, also die Republikaner sind überzeugt, jetzt Trump auch, auf jeden Fall, das war manipuliert und das soll dieses Mal nicht vorkommen. Whether you vote early, absentee, by mail or in person, we are going to protect the vote. That's the most important thing we have to do, is protect the vote. Keep your eyes open because these people want to cheat and they do cheat. And frankly, it's the only thing they do well. We will make sure your ballot is secure and your voice is heard. Many Republicans like to vote on Election Day, and we must swamp the radical Democrats with massive turnout on Tuesday, November 5th. The way you win is to swamp them. If we swamp Am 5. November ist unsere Aufgabe, sagt er, wie ein Schwarm zu kommen, richtig gut aufzupassen und zu wählen und zu gucken, dass diese Wahl nicht mehr manipuliert wird. them, they can't cheat. It just doesn't work out. But if you can't make it, you need to make a plan, register, and vote any way possible. We got to get your vote. So with your vote, we will win a victory the likes of which no one has ever seen before. We will evict crooked Joe Biden from the White House, and we will take back our country on November 5th, 2024, the most important day in the history of our country. That's what it's going to go down as. Thank you. Am 5.11. wird das wichtigste Datum sein in der Existenz unseres Landes und da müssen wir unser Land wieder zurückgewinnen. Ladies and gentlemen, please welcome attorney and senior advisor for President Donald J. Trump, Alina Habba. Oh, schon wieder ein anderer. Oh, ihr Lieben, es tut mir echt so leid. Also hier ist noch eine Abgeordnete, die nach vorne kommt und noch mal eine Vorrede hält. Good evening, America. Ganz kurz mal. Merkt ihr den Unterschied zwischen den deutschen Politikern und den amerikanischen? Also mal ganz wertefrei, ja. Aber diese Amerikaner, die sind immer, sehen alle aus wie irgendwelche Supermodels und irgendwelche super Schauspieler. Die können alle reden, wie du denkst so, ach du meine Güte. Und die Baerbock macht ihr Mund auf und ich denke, das ist so eine Teenagerin, die gerade mal den Realschulabschluss hat, ja. Es ist echt witzig. My name is Alina Habba, and I have had the great privilege of representing President Donald J. Trump. Now, I know you're all used to hearing me shouting outside a courthouse, but tonight
I want to take you behind the law and behind the headlines and share with you a side of President Trump that reveals his character, his kindness, and his commitment to saving this great country. Also das ist wahrscheinlich die Pressesprecherin, irgendwie sowas, ja. Aber ich will auch noch mal so, vergleich die mal mit Ricarda Lang. Also es ist schon, ich weiß auch nicht, gar nicht, finde ich das jetzt gut oder schlecht, aber einfach dieser Unterschied zwischen diesen beiden Ländern und diesen Politikern ist unfassbar. As a devout Catholic, Und wieder Gott, alle reden über Gott, als eine hingegebene Katholikin. Übrigens, in Amerika gewinnt gerade die katholische Kirche unfassbar an Zulauf. Ganz viele konvertieren, auch von bekannten Leuten. Auch ein interessantes Thema. a proud first-generation Arab-American woman, and a feisty Jersey girl Eine, who is fed up with far-left corruption in Washington. also ich bin hingegebene Katholikin, ich bin eine Amerika-Liebende und eine New Jersey Kanone. Also sie kommt halt aus New Jersey, ja. Die können halt alle so, ich finde, sie reden schon krass. Also die können das schon gut, würde ich mal so sagen. Da können wir alle einstecken, ja. Und sie ist natürlich, haben es satt mit diesen ganzen demokratischen Zerstörungen des Landes. President Trump championed my journey, empowering me to be who I became today. His unwavering support not only shaped my career, but has inspired other young women with big dreams. President Trump loves this country. He does. And he lifts up those around him. To my children, Luke, Chloe, and Parker. He's the man with one heck of a golf swing that lets them ride in a golf cart with some of the world's most famous golfers so they feel included in mom's job. Das finde ich auch interessant, das ist sehr amerikanisch, dass die Familie ist ganz wichtig und jeder Politiker muss irgendwie die Familie involvieren, was ja in Deutschland genau das Gegenteil ist. Also ganz, ganz ehrlich, jetzt mal so, ich weiß, ist Scholz verheiratet? Annalena Baerbock ist verheiratet, das weiß ich. Ja, aber sieht man die? Nein. Werden die erwähnt? Nein, das sind irgendwie so, ich weiß nicht, so irgendwelche Personen da vorne, ne? Die irgendwas sagen, aber du weißt ja gar nichts über deren Privatleben, ja. Und das ist in Amerika komplett anders. Es ist immer ganz wichtig, dass die Familie drin ist. Die Familie muss hinter dir stehen. Du erwähnst deine Kinder und sie sagt halt, ihre 3 Kinder sind ganz stolz, weil der Trump so ein guter Golfspieler ist. And by the way, he can kick some of those guys' butts. Ben. Also Trump kann sogar die sehr gute Golfspieler schlagen. Ja, finde sie ganz toll. To my husband, whose family members have survived the Holocaust, he is a champion of the Jewish faith. To my Iraqi parents. Ihr Ehemann ist Jude, die Eltern haben den Holocaust überlebt und da sagt sie auch, also alle stehen halt hinter dem Trump. He is a mentor to their daughter. But to me, he is my friend. Und sie sagt jetzt ja, für alle diese, also die Kinder ist er der Golfprofi, für den Ehemann ist er einer, der sich um ihn kümmert, also dem es nicht egal ist und so weiter. Und sie so, das finde ich schon mal krass, so ganz berührt, ne? Aber für mich ist Donald Trump ein Freund. Not too long ago, a supporter shouted,
God bless you and President Trump in the middle of Manhattan after one of our trials. Little did that man know that I was on the phone with the president himself. And he immediately asked me to pause, give the man my phone, and spent time speaking to him and thanking him for his support. Despite the lawfare and the politics, President Trump loves the American people and he loves this country. For decades, the Trump Organization transformed skylines and created thousands of jobs. His buildings and businesses are a testament to his commitment to excellence and his drive to turn dreams into reality. But his greatest construction project was yet to come. The left has tried to demolish President Trump, but there is no bulldozer big enough or strong enough to remove the legacy that he has built or the future he is creating. As the 45th President of the United States, Donald Trump built a legacy of putting America first. And as the 47th President, he will build America stronger than ever for we, the people. Ich mache noch mal ganz kurz Pause, weil also dieser Livestream wird wahrscheinlich der längste Livestream meines Lebens, aber ich sag noch mal vorweg kurz was. Es gibt jemanden, der hat mich geschlagen, der hat mal 8 Stunden ein Video gemacht. Wer war das nochmal? Der Theologe. Übrigens ist meine Tochter gerade hier dran. Vielen Dank, Rahel Maria. Rahel Maria ist meine Tochter, die ist hier drin. Und die sagt gerade, gleich kommt der Tucker Carlson. Und ganz, ganz ehrlich, von dem habe ich euch eben erzählt, der mit dem John Rich gestern ein Interview gemacht hat und eben diese Vorentrückungstheologie in Stücke gerissen hat. Ja, also den finde ich mega spannend. Der schlägt richtig durch. Der hatte auch das Interview mit dem Putin gemacht, ist ein super mutiger Mann, der gerade richtig zurück zu Jesus findet oder mal so richtig, nicht zurück, sondern überhaupt mal zu Jesus findet. Den hören wir uns definitiv an. Ihr Lieben, es wird einfach mal eine lange Sache, aber wie hieß denn nochmal, vielleicht schreibt es mal jemand rein, der hatte ein 8-Stunden-Video und das hatte riesige also viele haben das verfolgt. Also holt euch jetzt mal alle einen Kaffee. Ja, ich hole mir auch gleich hier einen Kaffee. Wir ziehen das jetzt hier durch. Ja, hoffentlich kriege ich einen Kaffee. Ja, mein Team hat vielleicht einen Kaffee für mich vorbereitet. Nicht irritiert sein, wenn ich gerade rausgehe. Aber den Tucker Carlson, den will ich definitiv übersetzen, weil der ist der absolute Kracher. Der haut es so richtig raus. Ja, genau. Machen wir mal weiter. Okay, diese Zwischenteile, das ist Amerika. Stellt euch Deutschland einen Parteitag so vor. Das ist eine Riesenparty. Die schreien ständig Trump, Trump, Trump. Also es ist eine Party, da können wir Deutsche alle einpacken. Der einzige Moment in Deutschland, wo es so eine Party gibt, ist Fußball. Unser schöner Fußballgott. Ehrlich, das liebe ich an Amerika. Ich weiß nicht. Ich bin auch so eine Partymaus. Ich könnte ständig feiern. Ich finde, das ist mal ein Moment zu feiern, ja? Und stellt euch mal vor, irgendwann mal wird das in der Politik für Jesus gemacht. Also dann, weiß ich auch nicht. Dann haben wir den Himmel auf Erden. Wenn auf politischen Veranstaltungen so eine Party für Jesus gemacht wird.
Jesus, bald. Ich will es noch erleben. Bitte, bitte. Das war die richtige Frage. Einer fragt, gibt es um 2:30 noch Döner? Also richtig, macht es euch jetzt mal richtig gemütlich. Wir werden einfach eine schöne Zeit zusammen haben. Ja, und jetzt feiert mal ruhig mal so ein bisschen mit, holt euch was Leckeres und wir tanzen. Weißt du, wo ich gerade dran denken muss? Wir hatten doch gerade diese 75-Jahr-Feier für unser Grundgesetz. Und weißt du, wo ich... Die Stelle, das war wirklich Fremdschämen, ja? Wo die Nationalhymne, da die von Brecht, die Nationalhymne von so zwei Frauen, also die sahen teilweise nicht mehr so aus wie Frauen, aber die wurden gesungen, die haben schief gesungen. Die sahen ganz schlimm aus, also als wenn man die gerade irgendwo aus der Straßenecke hervorgelesen hatte. Und dann haben die was gesungen, also das war so peinlich, ja. Haben sie halt dieses Brecht-Nationalhymne gesungen. Also es ist eigentlich nicht die Nationalhymne, aber da ging es eigentlich mehr so um diesen globalistischen Geist. Und wenn ich das vergleiche mit dem hier, ja, dann ist einem alles klar. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Hold on, I'm coming. Wenn ihr übrigens wollt, am 5. November werden wir wahrscheinlich in Amerika sein. Wenn ihr wollt, dass ich eine Live-Übertragung mache von der Wahl, dann lasst das bitte in den Kommentaren rein, ja. Da kann ich auch so, wahrscheinlich werden wir die Wahl zusammen mit Amerikanern schauen. Da kann ich auch so ein bisschen von diesem Amerika-Vape mal mitgeben. Kann euch mal so sagen, was geht da so ab. Wer weiß, vielleicht ist bis dahin ja dort die Welt untergegangen, ja. Da kann ich euch das auch noch filmen. Lasst mal Kommentare da. Ich will noch einen Kommentar. Paul sagt, wie kann man nur Politik mit Glauben mischen? Paul, die Politik ist mit Glauben gemischt. Die jetzige Politik glaubt, dass es mehr wie 2 Geschlechter gibt. Die jetzige Politik glaubt, dass die Welt aus Zufall entstanden ist. Also, die Politik besteht auch aus Glauben und einem Weltbild. Sorry, okay? Die Frage ist nur, die Entscheidung ist, welchen Glauben? Der wahre oder die Lüge? Tucker Carlson ist da. Tucker Carlson.
just another choice that you have. Okay. He'll make America great again. Ladies and gentlemen, please welcome journalist, author, and American citizen, Tucker Carlson. Oh ja. Danke. Ich krieg gerade Kaffee. Vielen, vielen Dank. Oh, this is wonderful. Thank you. I bet. Leute, ich muss jetzt kurz was gestehen. Ich muss den besuchen. Wenn ich den besuche, ich werde ein Video machen und ich muss gestehen, dass ich einfach begeistert von dem bin. Also muss ich vorweg sein. Der ist der absolute Kracher. Ich bin absoluter, extremer Fan von Tucker Carlson. Good to see you. Thank you. I feel like I know about half the people in the room. This is wild. What are you doing? Justin Wells. Thank you guys. Oh, ich wäre ja gerne dabei, du ihr Leute. Ich würde auch mitjubeln. Welcome to Peter Navarro. Suffering the fate that has happened to so many who are friends with Donald Trump. Thank you for having me. I have Wow. Der lacht immer so süß. I have never been to a more fun convention or a convention with better vibes. Da hat er recht. Der lacht immer so. Ich kenne niemanden, der so süß lacht wie Tucker Carlson. Literally let Navarro out of prison. First of all, thank you. This feels a lot different from what I thought it was going to feel like. Das I stimmt. can't hear you, but I know it's something good. Wie der lacht, oder? Noch jemand, der komisch lacht. Ich lache auch komisch. Of what happened in Butler, Pennsylvania about 50 times. I think I was one of about 8 billion people around the world who watched it. And the more I watched it, the more it struck me that everything was different after that moment. Everything. This convention is different. The nation is different. The world is different. Donald Trump is different. Er sagt gerade, der Moment, und das muss ich echt sagen, oh, ich kriege jetzt echt Gänsehaut. Nach diesem Moment war alles anders. Das Land war anders, diese Veranstaltung ist anders, stimmt auch, und Donald Trump ist anders. Leute, ich bin so gespannt auf die Rede von dem. Ich bin jetzt eigentlich schon total müde, ja, aber ich bin wie auf Adrenalin, also. When he stood up after being shot in the face, bloodied, and put his hand up, I thought at that moment, that was a transformation. This was no longer a man. Ist so. Ist so. Ist so. Well, I think that. Ist so. It was divine intervention. But the effect that it Und jemand hat gerufen aus der Dings, es war ein göttlicher Moment. Und er sagt, ja, es war ein göttlicher Moment. Das war unfassbar. Das hat die Geschichte verändert. Und ja. had on Donald Trump, he was no longer just a political party's nominee or a former president or a future president. This was the leader of a nation. Und er sagte, es ist nicht nur irgendein Politiker gewesen, sondern das, was da sich verändert hatte, er war ein Leiter einer Nation. Als er da mit so einem blutigen Gesicht aufgestanden ist und diese Faust nach oben, und ich habe es auch gesehen, ey, also muss man sagen, sowas kann man nicht machen. Ja, meine Tochter hat auch gesagt, das ist, als wenn er wusste in dem Moment, was er tun musste. Ich sagte zu meiner Tochter, der wusste das nicht. Der ist das. Dieser Moment hat gezeigt, wer Trump ist. In solchen Momenten macht man nichts rational. Oh, was könnte jetzt meine Publicity verbessern? Das ist uns allen klar. Wenn ich dem Tod ins Auge blicke, dann kommt raus, was in mir drin ist. And I think there's a difference. I've spent most of my life in Washington, where the president is at the top of the pyramid. Everyone wants to be the president. But if you think about it, the presidency comes with great power, obviously. But if you think about it, that is a title that is bestowed by a process of some sort that can be subverted. And in the end, it does not confer by itself, as no title does, legitimacy. Das finde ich interessant. Er sagte, er war viel in Washington, er ist halt ein bekannter Journalist, und er sagte, der Präsident ist halt am Ende von dieser Pyramide und durch einen bestimmten demokratischen Prozess kommt da halt eine Person hin, aber
dass jemand den Titel hat, sagt nicht, dass er legitimiert der Präsident ist. Just because you call yourself the president doesn't mean that much inherently. I can call my dog the CEO of Hewlett Packard. It doesn't mean he is. Nur, dass jemand sich selbst Präsident nennt oder Präsident genannt wird, das heißt erstmal noch gar nichts. Ich kann meinen Hund CEO nennen und das heißt erstmal gar nichts. You know, it's true. And you hate to say it, but it is also true, as a fact, that you could take, I don't know, a mannequin, a dead person, and make him president. Genauso könnte man eine tote Person zu einem Präsidenten machen, was, ja, interessanter Gedanke. Du könntest. Theoretisch könntest du das. Mit ein bisschen Betrug kann das passieren. Being a leader is very different. It's not a title. It's organic. Aber ein Leiter zu sein, ist kein Titel, es ist etwas anderes. Es ist organisch. Name someone a leader. A leader is the bravest man. Das ist nicht jemand, den man Leiter nennt, sondern der Leiter ist der mutigste Mann. That's who the leader is. Das ist dein Leiter. That is true. Das ist wahr. All human organizations. In allen This is a menschlichen Organisationen. And in that moment, Das ist das Gesetz der Menschheit, der Menschlichkeit. before the presidential election, became the leader of this nation. Und in diesem Moment, am Samstag an dieser Attacke, wurde der Donald Trump zum Leiter der Nation. Ich finde es interessant. That was the most obvious to me. And I have to say, you know, I think it changed him. I reached out to Trump within hours of it that night. And what he said to me that night, having just been shot in the face, he said not a single word about himself. He said, Er sagt, das finde ich interessant. Ach du meine Güte. Er sagt, also dieser Moment hat, er sagt, Donald Trump verändert. So seht ihr das. Und von diesem Moment an, seit dem Moment, hat Trump kein einziges Mal über sich selbst geredet. Das bringt mich zum Nachdenken. Das stimmt. Also von wegen, ich bin hier böse behandelt worden oder so. Er hat nicht über diese Sache geredet. Er hat nicht über sich geredet. Wenn überhaupt über diese Sache, hat er über das Land geredet. Das stimmt. only how amazed he was and how proud he was of the crowd, which didn't run. Und er hat nur darüber gesagt, wie stolz er war über die Menschenmenge, dass sie nicht weggerannt ist. And I thought two things. The first thing I thought was, well, of course they didn't run. Ich habe zwei Sachen gesagt. Ich dachte auf einem zuerst, natürlich sind sie nicht gerannt. His courage gave them heart. A leader Sein Mut gab ihnen auch den Mut. Krass. courage gives courage to his people. Ein Leiter, der mutig ist, gibt Mut den Menschen, genauso auch umgekehrt. And the second thing I thought was, this is the selfish guy I've been hearing about for 9 years? Really? Not a word about himself? Und das Zweite, was ich dachte, ach, das ist der selbstsüchtige, egoistische Mann, über den man die ganze Zeit spricht. Und er redet nicht über sich selbst. About his people, period. Er redet über seine The Leute. second thing I noticed, which I don't think anyone has remarked upon in public, but I'm just going to since I don't have a script, like why not, is that he turned down the most obvious opportunity in politics to inflame the nation after being shot. Wow. Und das Zweite, was ich gemerkt habe, ist, dass er in diesem Moment, er ist ja dann von der Bühne gegangen, er hat seinen Auftritt hingelegt, um der Nation den Vortritt zu geben, so grob übersetzt. To inflame the nation. Um eine Nation in Flammen zu setzen. Also er ist gegangen, um eine Nation in Flammen zu It's setzen. an opportunity that almost every other politician I've ever met, and certainly his opponents, would have taken instantly. And they would have said, well, what is this? How did he get shot? Like, how did this happen? And those are real questions that we have to get to the bottom of. But in the moments, the days, the week after the shooting, he did not say that. Das ist interessant. Er sagte, andere Politiker hätten sofort gesagt, ja, wer hat das gemacht, die Schuld irgendwie anderen zu geben. Und Trump hat das nicht gemacht. Von diesem Moment an hat er nicht darüber geredet, woher kam das, die Dosen Demokraten, sondern er hat nur er hat positiv geredet und außer
er hat dann zwischendrin mal gesagt, wie traurig es ist, wir müssen unser Land wieder vereinen. He did his best to bring the country together, and I thought, this is the divisive figure, this is the irresponsible person. Und er hat das Beste getan, um zu sagen, wir müssen jetzt wieder das Land vereinen, weil hier ist etwas Schlimmes passiert. Er hat sich gar nicht in den Mittelpunkt gerückt. Und er sagte, was ist mit diesem Mann, den alle sagen, er hätte das ganze Land geteilt und in so einem Moment und nach so einem Moment vereint er das Land. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. No. This is the most responsible, unifying behavior of a leader I think I've ever seen. Und dieses Benehmen ist das verantwortlichste und vereinende Benehmen, was ich jemals gesehen habe bei einem Leiter. So the question is, where is he leading us? And I could go Und die Frage ist, wo führt er uns hin? on for hours, but let me just sum it up. I do think the entire point from the famous escalator ride 9 years ago until today of Donald Trump's public life has been to remind us of one fact, which is a leader's duty is to his people, to his country, and to no other. Und er sagte, die letzten 9 Jahre haben gezeigt, dass die Hauptverantwortung eines Leiters ist, für sein Volk, für seine Leute da zu sein und nicht für andere. Also in erster Linie ist ein Leiter für sein Volk, für seine Leute da und das hat Jesus auch gemacht. Er war zuerst für Israel da, finde ich auch krass. That's the point. That's the only point. And another word for this is democracy. Democracy, in case you're a little sick of being beaten in the face with democracy on television, actual democracy is the proposition that the citizens of a country own that country. Und das ist Demokratie. Und er sagte, ich weiß, wir sind die ganze Zeit ins Gesicht getreten worden, weil Demokratie so missbraucht worden sind. Aber die eigentliche Ursprungsbedeutung von Demokratie ist, das Land gehört dem Volk und nicht dem König. They're not renters, they're not serfs, they're not slaves, they are the owners of the country. Sie sind nicht Landwirte, sie sind nicht Sklaven, sie gehören, also das Volk, dem Volk gehört das Land, was ich interessant finde. And for that to be true, their leaders have to represent them, which is another way of saying they have to do what the people want them to do. Or a close approximation. Und deswegen müssen Leiter das tun, was das Volk möchte, was ihm gut tut, was gut für das Volk ist. Thereof. But if they completely ignore what people want, not just 1 year, but generationally, say for 50 years, then it may be, I don't know what, it's not a democracy. Aber wenn sie wie die letzten 50 Jahren total ignorieren, was das Volk will, sondern irgendeinem anderen dienen, dann ist das nicht Demokratie. And so I think the entire Trump project, paradoxically, is attacked as an enemy of democracy, is to return democracy to the United States. Hey, let's pay attention to what people actually want. Lass uns aufmerksam schauen, was wollen die Menschen wirklich? Jetzt bin ich gespannt. And the lack of interest in that question in Washington is something that ultimately drove me out of the city after 35 years. Lawmakers stepping over the prostrate bodies of their fellow citizens ODing on drugs to go cast votes to send money to some foreign country. Und was ihn total erschütterte, ist, dass Politiker oder Gerichtsleute über Körper gestiegen sind von Drogenabhängigen, was in Amerika sehr, sehr schlimm ist, in den ganzen großen Städten, noch mehr wie in Deutschland auch, gibt es überall Drogenabhängige. Also es ist wirklich sehr, sehr deutlich, wie in Offenbarung 18 steht, also dass die Städte, also Babylon, da sind nur noch die Unreintiere. Und er sagt, die treten da drüber, um Geld zu geben an Länder, die gar nicht mein Land sind, um das Geld wegzugeben. Ja, so ist es. Wir haben mehr Amerikaner durch Drogen verloren, das ist richtig krass, als im Zweiten Weltkrieg. Ja, so ist es. Also der blutigste Krieg, da haben wir weniger Menschen verloren als in Drogenabhängigkeit. Aber kümmert das die Politiker? Adressieren sie das?
Washington about doing anything about it? We know where the drugs are coming from. Haben We know wir, the supply routes. The US military. haben wir irgendwas gehört von den Politikern? Tun sie irgendwas dagegen? Wir wissen, woher diese Drogen kommen. Ja, wir wissen, dass eben durch diese offenen Grenzen. We spent billions bombing the Ho Chi Minh Trail. You don't see our commander-in-chief suggesting that we use our military to protect our country or the lives of its citizens. No. Und also wir wissen, dass hier eine Industrie dahinter steckt, um unser Land kaputt zu machen mit diesem Drogenindustrie. Aber sehen wir das Militär einstehen für unsere Leute? Nein. That's for Ukraine. Es ist für die Ukraine. Die kämpfen für die Ukraine. Es ist zu viel. Too insulting. Es Middle ist, finger in the face of every American. es ist demütigend. Clear statement. Es ist ein klares Statement. Und es geht nicht. We don't care about you. Die Politiker zeigen, wir kümmern uns nicht um euch. Whatever you say about him. And Was auch immer du zu denen sagst. The funniest person I've ever met in my life, actually. You can't be funny without perspective or without empathy, which is true. But everything else about Trump aside, he actually cares. Because he's interested Aber in Trump live here because that's his kümmert sich. A father's job, his duty is to his Wie ein Vater der Job ist für seine Familie. duty is to his men. A president's duty is Präsident muss für seine Familie, für seine Nation da sein. Gucken, dass sie gesund ist. And in his choice for vice president, J.D. Vance, he's made that really clear. J.D. Vance, I'll say this about him, is a thoroughly decent man, and I'll just admit it, a friend of mine, one of the very few politicians in Washington who actually is very close to his own wife, which is wonderful to see. And she's one. Und er sagt, der Trump hat sichtbar gemacht bei der Wahl von J.D. Vance, dass es ihm um sein Volk geht. Und er sagt, ja, er hat da ein paar Beziehungen, J.D. Vance und so weiter. Wonderful, actually. But J.D. Vance has views that are closer to Trump's voters than anyone else in Washington in office. Und J.D. Vance hat einen Blick in das Innere des Volkes, wie die allermeisten Politiker in Washington. Und dazu muss ich kurz was zu J.D. Vance sagen. Er ist in einer Familie groß geworden. Die Mutter, also er hatte auch hier mal geredet. Da gibt es einen Film, den könnt ihr euch mal angucken. Da muss ich mal unten reinschreiben. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Ist ein bisschen kompliziert, aber da gibt es wirklich auf Netflix. Weil seine Mutter war drogenabhängig und hat damit eigentlich die Familie ins Verderben gestülpt, ja, geschieden und so weiter. Also er ist ein Kind von praktisch dem, was er so sagt, das ist das eins der größten Probleme in Amerika. Kaputte Familien, Drogenabhängigkeit, einfach richtig kaputte Familie. Und J.D. Vance kommt aus so einer Familie, ist von seiner Großmutter großgezogen worden und hat es daraus geschafft. Also er weiß, was das Problem ist. Und deswegen sagt er, es ist eine gute Wahl zu sagen, weil er kann das Problem auch lösen. Therefore, he is the vice president. That's called democracy. Und darum ist er Vizepräsident. Das ist Demokratie. And that is what's happened over the past month since the debate. And particularly on Saturday in Butler, I think a lot of people are wondering, what is this? This doesn't look like politics. Und seit der Debatte, da kurz ein Zwischeneinschub, Tom und ich haben auch die Debatte angeschaut, ja, das war halt ein richtiges Desaster, weil der Biden hat wirklich kaum Sätze zu Ende reden können. Also der Trump, der hat eigentlich nichts machen müssen. Der Biden, das war so peinlich, es war so offensichtlich. Selbst seine Leute haben gesagt, das war nicht sein bester Abend. Seine Frau stand am Ende auf von der Debatte, lief schreiend sozusagen vorne hin und sagte, oh, du hast einen super Job getan, du hast ja jede Frage beantwortet. Und alle so, ach du meine Güte. Und er sagt so, seit der Debatte, seit dem Samstag, immer mehr Amerikaner fragen sich wirklich, was ist hier los? Something bigger is going on here. I think even people who don't believe in God are beginning to think, well, maybe there's something to this. Und er sagte, hier ist etwas Größeres im Gange. Und viele Menschen, die noch nicht mal an Gott glauben, sagen, irgendwas ist hier falsch. Herr, ich bete, dass deutsche Politiker und Journalisten genauso aufstehen. Herr, bitte, 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 weck Deutschland auf. Lass das überschwappen auf Deutschland. Das kann nicht sein, dass in Deutschland so bekannte Personen nicht so reden. Das geht nicht. Muss sich ändern. And I'm starting to think it's going to be okay, actually. I do think that.
Ich denke, es wird irgendwie gut. Elections in 2018, Antifa came to my house. The Democratic Party's militia. Okay, I was at work. It was obvious when I was at work because it was public. My wife was home alone. They tried to come in through the front door. They terrorized her. She hid in our pantry. It was on television. It was horrible, actually. It was, I mean, I'm not whining about it. I wasn't getting shot in the face, but it wrecked our day. And the next morning, we're lying in bed, and the phone rings for my wife, and it's Donald Trump. Er spricht gerade von 2018, den Midterm Elections, also die Zwischenwahlen sozusagen. Und er sagte, sie wurden ja auch viel angegriffen. Also alle. Man muss einfach wissen, alle, die in der Öffentlichkeit so gegen dieses Biest, die Globalisierung und diesen Mainstream-Religion angehen, werden wirklich geköpft. Und er lag im Bett morgens, ist aufgewacht und Trump hat angerufen. Who's not like a regular text buddy of Donald Trump's. She picks it up, hello? Susie, it's Donald Trump. And it's coming through, I could hear it. You know, I'm lying in bed. Whoa. Und er lag im Bett und hat dann gehört, die Frau hat abgenommen, hier ist Donald Trump. Und er so, was will Donald Trump am Telefon? And the first thing he says is, I'm gonna stand guard outside your house. And she goes, oh, it's so nice. And he says, I'll never forget this as long as I live. He says, you know, there's a lot of hate out there. And she said, you know, there is, Mr. President. And then he says, but there's a lot of love. Also, er sagte, ja, da ist viel Hass da draußen, die wurden halt gerade angegriffen. Für alle, die es nicht wissen, er ist ja dann aus Fox News rausgeschmissen worden. Also der ist wirklich, der hat ganz viel Gegenwind. Also er sollte wirklich vernichtet werden mit seiner Familie und allem, weil er eben es gewagt hat, gegen dieses Biest aufzustehen. Und Trump sagte, ja, da ist viel Hass draußen, aber da ist auch viel Liebe. Da ist viel Liebe. Und wir sehen diese Liebe. Ich glaube nicht, dass es menschliche Liebe ist. Ich glaube nicht, dass ich immer auf der richtigen Seite bin. Ich war auch oft auf der falschen Seite. Viele sagen, ich bin auf Gottes Seite, ja, ich bin so, er sagte, ich wage mich das jetzt nicht zu sagen. Alter! Entschuldigung! Gut! Okay, also wirklich, das toucht mich. Also er sagte, ja, ich weiß nicht, ob ich auf Gottes Seite bin, aber ich kann euch eins sagen. Ja, also egal wie ich, Gott ist in unserer Mitte. Leute, das ist eine politische Veranstaltung. God bless you. Gott segne euch. Gott ist unter. Ladies and gentlemen, please welcome Golf General Manager Trump National Doral, Carrie Tomasco. Und er geht, er verlässt die Bühne. Leute, das ist eine Predigt. Damit endet der. Gott ist in unserer Mitte. Was ist das für eine Demut? Was ist das für eine Ehrfurcht vor Gott? Sowas ist kein politisches Kalkül mehr. Das ist authentische Ehrfurcht vor Gott, die wir Deutschen auch wieder ergreifen müssen. Ach, Jesus. Oh, Jesus, danke, du bist real, du bist da. Du hast alles im Griff, Jesus. Alles im Griff. Uff. Ich weiß nicht, ob ich Tucker Carlson folgen kann. Also nachfolgen kann, weil er das so großartig gemacht hat. Also immer, Leute, das ist Gottes präsent. Da ist die Gegenwart Gottes da. Also eben habe ich ja gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht offensichtlich sagen, Jesus ist unser Herr, er ist da, er ist unser König, wird es keine Heilung für die Nation geben. Ich würde mal sagen, da ist noch sehr viel anderes im Mittelpunkt, aber Tucker Carlson hat das ganze Ruder rumgerissen gerade. Definitiv, hier ist etwas im Gange, ihr Lieben, und es ist endlich Ende mit dieser Lüge, dass Politik nichts mit Glauben zu tun hat, weil Politik ist Glaube. Also das finde ich richtig krass. Franklin Graham kommt jetzt.
Franklin Graham kommt jetzt, der Sohn von Billy Graham. wenn du ganz vorspulst. Ich habe gerade gehört, Franklin Graham kommt, also der Sohn von, das hören wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. Also Billy Graham, der ist natürlich jetzt gestorben, aber das ist sein Sohn oder sein Enkel, aber wir hören uns das an. Alter, auf eine politische Veranstaltung. Ein Pastor, ein Prediger. Gott segne Amerika. Oh Leute, ey, ich krieg Scheißausbrüche. Ey, ich weiß nicht, ist das real? Ist das real, Leute? Das ist real, oder? Ihr seht es auch, es ist real. Oh Gott, ich liebe dich. Oh, Leute, echt. Machen wir es mal ein bisschen weiter. Entschuldigung. Jetzt wollen wir das mal hören hier. Oh, Leute, ey, ich bin fix und alle. Ey. Das ist wie so ein... Als wenn ich in so einem Traum bin. Das ist echt so surreal, was hier gerade ist, ja. Also natürlich kann das jetzt noch 1000-mal mehr sein, ja. Also dass alle wirklich Jesus anbeten und so weiter. Aber ich finde das von ganz kalt, ganz weit weg, total humanistisch. Und wir brauchen keinen Gott, wir machen das alles selber. Bis hierhin ist echt, das ist eine Mondlandung. Oh. Ich muss ein bisschen vormachen, weil jetzt kommt der gleich. Er kommt gleich, okay? Halleluja. Betet mal für Deutschland. Ihr Lieben, bitte. Am besten auf die Knie fallen. Wir brauchen das in Deutschland. Das muss rüberschwappen, ihr Lieben. Also das erinnert mich fast mehr an so eine christliche Konferenz gerade. Es ist wirklich krass. Es ist einfach krass. Gott ist mitten unter uns. Ich will noch auf eine Sache, ja, ich finde übrigens den Chat richtig cool diesmal, weil es auch viele gibt, die wirklich auch mal ein bisschen provokativer sind. Ich mag das. Also, ja. Trump ist doch Jesus. Ich will dazu was sagen, lieber Stefan. Also, ja, Trump wird sehr gerade verherrlicht in Amerika. Und das steigert sich gerade. Jetzt seit Samstag, das explodiert, ja. Trump wird auf weißen Pferden gezeigt, ja, mit Engeln, ja, jetzt habe ich so ein Foto gesehen, Trump hinter einem riesig großen goldenen Engel hinterherlaufend, ja. Erstmal unter den deutschen Seelen ist das erstmal widerwärtig, also nicht widerwärtig, aber ungewohnt, ja. Aber ich sag mal so, Gideon aus der Bibel, der hat sein Volk ja befreit von den Philistern. Er hat das Land gesäubert von Altären und Götzendienst. Und was die Leute rufen, ist für Gideon und den Herrn. Petrus und Paulus waren immer wieder extrem verehrt. Ist das gut? Nein. Also nein, insofern, wenn ein Mensch darauf eingeht und sagt, ich bin's und ich bin jetzt, wir brauchen keinen Gott, dann ist das teuflisch. Aber wenn die Menschen wie Paulus, Petrus, als sie dann zum Götter gekrönt werden sollten, ne, der Paulus zum Beispiel mit Barnabas war es, glaube ich, da haben sie gesagt, nein, hey, ich bin's nicht, sondern Gott ist es. Es ist erstmal in der menschlichen Natur, und es ist auch erstmal okay, wenn ein Mensch kommt, der ein Land aus einer Sklaverei befreit, zu jubeln. Und das dürfen wir. Wir dürfen begeistert sein von Leitern, ihr Lieben. Bei David, da war es auch, da haben sie gejubelt und getanzt und die Bibel verdammt das nicht.
Da sagt Gott nicht, oh, ihr dürft das nicht, sondern nein, wir können und dürfen Menschen, in der Bibel sagt sogar, ehrt eure Leiter. Nur wir dürfen sie nicht zu Gott machen. So, und lieber Stefan war das, glaube ich, ja. Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, Trump ist Jesus. Das hast du gesagt. So, die sind begeistert von Trump. Ja, und ist das manchmal zu viel? Kann auch sein, keine Ahnung. Aber immer als nur kritisch zu sehen, es ist nun mal Fakt, dass Trump hier gerade etwas Außerordentliches tut. Ja, Punkt. Wir machen weiter. Die Musik ist aber cool zwischendrin. Ganz kurz für diejenigen, die jetzt so ein bisschen warten oder vielleicht danach das Video sehen, es kommen noch 3 Leute vorher, ja, das wird aber recht schnell gehen, wir haben gesehen, die Reden sind oft kurz, also es kommt jetzt der Leiter von der Billy Graham Sache, was ich super spannend finde, ich wusste nicht, dass so jemand hier bei der Politik eingeladen bin ich sehr gespannt auf ihn. Dann kommt Eric Trump und dann Diane White, da werden wir noch ein bisschen, das wird schnell gehen und dann kommt Donald Trump und darauf bin ich mehr gespannt und ich bin hellwach, nicht nur durch den Kaffee, sondern weil ich wirklich echt berührt bin und platt, was da gerade passiert. Bleibt mit mir dran, ja. Also, ich spule ja sowieso immer voraus, ja, aber ich stoße auf alle an, die bis hierhin noch mit mir durchgehalten haben, ja. Da fühle ich mich echt nicht alleine. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Vielleicht kann ja jemand mal reinschreiben, wie viel sind denn hier dabei, ja. Ey Leute, dass ihr so lange mit mir anhaltet, aber es ist ein historischer Moment. Ich bin gespannt, was Donald Trump jetzt sagt. Vielleicht bin ich auch mega enttäuscht, kann ja auch sein, ja. Also ich habe jetzt schon, meine Erwartungen sind hier oben, irgendwo am Mars, aber okay. Ich bin gespannt. Für alle, die durchhalten, Prost. Ich habe einen starken Kaffee hier. Oh, und Essen gibt es danach. Ich habe auch Hunger. $99. Wow. In Deutschland ist es Mitternacht oder sonst irgendwas morgens, ja? Finde ich ja krass. 99 Zuschauer. In Deutschland ist es 3 Uhr, ihr Lieben. Ach du meine Güte. Und 99, 102 sind dabei. Ihr Lieben, komm. Ihr bleibt dran, okay? Bis Trump schaffen wir noch. Ja, einmal diese Nacht durchmachen, ist, finde ich, völlig legitim für so einen Moment.
Schreibt doch mal ganz kurz rein, was ihr für Getränke oder Essen dabei habt. Ja, alle mal kurz reinschreiben. Also ich habe hier einen mega starken Kaffee. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, da sind 3 Löffel drin. Normalerweise habe ich einen richtig starken Kaffee. Was habt ihr da noch, um euch wach zu halten? Also alles in die Kommentare rein. Kleine Anekdote, weil ich gerade das sehe. Mein Neffe, der hatte also da, wo Trump das erste Mal dran war, 2018, glaube ich, eine lebensgroße Pappstatue von Trump in seinem Zimmer. Also durch unsere Lebensgemeinschaft ist ein Erdbeben gegangen. Ja, die dachten, der kommt in die psychiatrische Klinik. Ja, so waren die komplett entsetzt. Und ich habe nur geschmunzelt, habe da mit ihm geredet, ja, weil damals war ja schon, da kannten wir viele aus Amerika und so weiter und so fort. Aber das fand ich total witzig, dass er das gemacht hat, ja, dass er diese Courage besessen hat. Genau. Und er hat sich auch nicht pieksen lassen, hat das auch geschafft. Also ich war mächtig stolz. Noch eine kurze Bemerkung. Also ich denke jetzt so die ganze Zeit, also ist ja wirklich eine Bombenstimmung da, ne? Und Trump ist ja wirklich also wirklich, durfte man in Deutschland ja nicht sagen, den Namen durfte man ja fast nicht nennen. Also auf jeden Fall mal eben die Opposition zum Mainstream. Und wenn ich mir so überlege, die Opposition in Deutschland, der Kopf von der AfD, einfach mal so im Vergleich, das Privatleben. Ich denke immer so, was ist mit Deutschland los? Was ist mit Deutschland los? Irgendwann mal werden wir es wissen, aber echt, was ist los? Was ist los? Eine schöne Bemerkung, die Braut ist die Opposition. Amen dazu.
Also weil wir jetzt gerade so viel Musik hören, ihr Lieben, ich sag nochmal, hört euch bitte den Song von John Rich an, Revelation. Das ist wirklich zum Gänsehaut kriegen. Er hat bei diesem Lied, also der Tucker Carlson hat ja ihn interviewt gestern und hat gesagt, dieses Lied hat er direkt von Gott bekommen. Und das Lied geht über die Offenbarung und es geht darüber, dass am Ende Satan und Jesus gegeneinander kämpfen. Und also er lässt es fast so ein bisschen offen, aber es ist eigentlich recht klar. Aber so am Ende ist es wird einer siegen. Und der Sieger steht fest. Ich finde das richtig krass. Also so von wegen Musik und so weiter. Sorry, nochmal eine Sache. Ich frage mich so, der Trump ist am Samstag angeschossen worden. Dass er das überhaupt schafft. Der ist jetzt die ganze Zeit dabei. Seine Familie, also da muss man ja der ist 78, der Mann. Also, ach du meine Güte, wo hat der die Energie? Wo ist sein Akku? Ich bin schon fix und alle jetzt hier so. Nach wie viel? 1,5 Stunden oder sowas wir gerade gucken. Echt der Hammer. Hut ab. Das ist mal coole Musik, oder? Ich habe mal gerade an unseren Eurovision Contest. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, ne? Also dieser Papagei da, wo man nicht so genau weiß, Mann oder Frau. Eigentlich ist es ein Mann, ja. Und der hat gewonnen. Also wenn du den vergleichst mit so einer Musik, da ist doch auch irgendwie alles klar, oder? Also das ist mal gute Musik. Und noch eine kleine Anmerkung. Viele denken ja, so Amerika Zeitverschiebung. Also bei denen ist es so ähnliche Uhrzeit. 78 ist der Kerl. Ist am Samstag angeschossen worden. Und macht da Party über Stunden. Ist am nächsten Tag direkt bei der Parteisitzung, nachdem er angeschossen worden ist. Und macht da die ganze Zeit Party und macht jetzt ganz zum Schluss eine Rede. Ich finde es schon krass. Ich bin super gespannt jetzt auf den Graham, auf die Rede. Super gespannt, ihr Lieben. Wie ein Flitzebogen. By the way, ihr könnt da ruhig mal ein paar Fragen reinstellen. Also wir können uns doch hier so ein bisschen unterhalten, ja, mal die Zeit so ein bisschen nutzen.
Meine Frage, wie sähe in Deutschland so ein Parteitag aus? Also wie sähen die Menschen aus? Wie würde das abgehen? Ihr könnt mal hier so ein bisschen, wie würden die Leute, wie wären die gekleidet und so weiter. Wäre mal lustig, sich vorzustellen. Okay, langweilig. Ich würde aber diese Frage, die finde ich jetzt nicht mehr langweilig, weil gleich kommt ja der Graham. Und zwar eine Frage. Inga, glaubst du, dass der Vatikan... warte mal. Frage. Hat der Vatikan wirklich was mit Gott zu tun oder eher nicht? Die sitzen ja in ihrem Elfenbeinturm und tun nichts gegen das Elend in der Welt. Jetzt ist mal die Frage, was ist das Elend der Welt? Und... ja gut, was ist der Vatikan? Ich finde immer so, viele Menschen machen das falsch. Insofern, dass sie sagen, der Vatikan ist alles von heute bis zurück im, ja, sagen wir mal 300 nach Christus, als das dann die Kirche dann so langsam der Glaube Staatsreligion wurde. Also das ist die katholische Kirche. Aber das ist de facto falsch, weil die Kirche hat sich ganz doll verändert in den letzten Jahrhunderten. Wie ein Land sich verändert. Und eine Kirche, ein Land ist immer das, was der Leiter ist. Das wird mir erst in den letzten Jahren richtig klar. Aber es steht ja eigentlich so in der Bibel. Weil du kannst in der Chronik und in den Königen sehen, immer wenn der König Gott nachgefolgt ist, ist das Volk Gott nachgefolgt. Wenn der König abgefallen ist, ist das Volk abgefallen. Das ist so. Das ist der Kopf. Ja, das ist von Gott auch so eingerichtet. Deswegen ist die katholische Kirche, der Vatikan ist ja das Leitungszentrum, die katholische Kirche ist immer so, wie der Vatikan ist. Das heißt nicht, dass alle in der katholischen Kirche dann auch abfallen. Das war ja auch in Israel nicht so. Auch wenn das hieß, ja, der König ist von Gott abgefallen, das Volk ist von abgefallen, gab es ja den Jeremia und den Daniel zu dieser Zeit, die Gott geliebt haben. Aber das Volk an sich, die ganze Kultur, die ganze Öffentlichkeit, das soziale Leben ist von Gott abgefallen. Also da ist Sünde, hat alles durchdrungen. Ja, und da haben Einzelne nichts dran ändern können. Und jetzt, um die Frage zu beantworten, der Vatikan momentan, also der Papst, jetzt ist er eine Spielfigur des Globalismus, des Biestes. Das ist meine Einschätzung. Meine Einschätzung, das, was ich jetzt sehe, der trötet in dasselbe Horn und ja, deswegen leidet die katholische Kirche. Deswegen momentan im Vatikan sehe ich erstmal eine Nachfolge des Mainstreams, des Biestes, mehr als Gott. So. Und Elfenbeinturm, ja, so Punkt. Elend, das wirkliche Elend der Welt ist die Gottlosigkeit. Das wirkliche Elend ist der Abfall von Gott. Und das ist biblisch. Die Bibel sagt, es ist besser für dich, dass du mit einem Auge in den Himmel kommst, als mit beiden Augen in die Hölle. Der Körper, körperliche Leiden sind sekundär. Die Seele, wenn sie verloren ist, ist das Wichtigste. So, um deine Frage zu beantworten, momentan der Vatikan ist meines Erachtens folgt dem Mammon und dem Biest, aber das kann sich auch schnell ändern. So, machen wir mal weiter kurz hier und ich lese mal.
Hier eine gute Frage. Quiet sagt, wahrscheinlich bist du das erste Mal da, also ich sehe dich auf jeden Fall, ist Gläubigkeit nicht eher eine Einstellung? Also ich klaue nicht, ich töte nicht, ich lebe schon nach den 10 Geboten. Quiet, aber ich gehe nicht in die Kirche. Wenn du nach den 10 Geboten lebst, dann ist das erste Gebot, dass du Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und keinen einzigen anderen Gott neben dir hast. Das ist das wichtigste, das größte Gebot. Wenn du Quiet Gott von ganzem Herzen liebst und dein ganzes Leben nach ihm ausrichtest, dein Kreuz jeden Tag auf sich nimmst und Jesus nachfolgst, dann bist du Christ. Wenn du einfach nur sagst, ja, ich klaue nicht, ich stehle nicht und so weiter, dann hältst du dich, also können auch menschliche Gebote sein. Das zentrale Gebot ist, Gott zu lieben und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, und dann bist du ein Nachfolger Jesu. Und das ist erstmal unabhängig von Kirche, weil dann bist du sowieso Teil einer Kirche, ob du jetzt in eine Kirche gehst oder nicht, weil die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen weltweit. Und wenn du Jesus wirklich liebst, dann hast du Sehnsucht danach, Teil seines Leibes zu sein. So, Punkt. Wenn es Wie nicht bitte? jetzt so langweilig wird, Hulk Hogan spricht gerade, der Wrestler, der zum Glauben gefunden hat. Oh, wow. Well, let me tell you something, brother. Was hat denn der für eine Stimme? You know something? When I came here tonight, there was so much energy in this room. I felt maybe I was in Madison Square Garden getting ready to win another world title. Or maybe I thought... Hulk Hogan, ja, es ist so ein ehemaliger Wrestler. Ich bin auch komplett überwältigt, was der da vorne macht. The energy was so crazy, it felt like maybe I was gonna press that no-good stinky giant over my head and slam him through the mat, brother. What I found out was I was in a room full of real Americans, brother. And at the end of the day, with our leader up there, my hero, that gladiator, we're gonna bring America back together. Also er sagt, ich bin total überwältigt, was ist denn das hier für eine Stimmung, das ist ein Wipe hier, das ist, als wenn ich so einen Vergleich mit so einer Szene aus einem Kampf-Wrestling-Situation und jetzt sagt er, hier, dieser Leiter, der wird Amerika wieder zurückbringen. Das sind richtige Amerikaner und Donald Trump ist gerührt. You know something? I've seen some great tag teams in my time. Hulk Hogan and, ooh, yeah, the Macho Man Randy Savage. But you know something? I see the greatest tag team of my life standing upon us, getting ready to straighten this country out. Ich habe schon einige Teams erlebt, ja, und hier Hogan und alles toll, aber er sagt, den größten Team, das größte Tag-Team ist hier vorne von Trump. Für die echten Amerikaner. Also das ist ja unfassbar, oder ihr Lieben? Unfassbar, was für eine Begeisterung. You better get ready, because when Donald J. Trump becomes the President of the United States,
all the real Americans are going to be nicknamed Trumpites. Oh, jetzt du musst dich bereit machen, denn wenn Donald Trump wieder Präsident wird, werden alle echten Amerikaner Trumpites genannt werden als Spitzname. Because all the Trumpites are going to be running wild for 4 years. Und die ganzen Trumpites werden wild rennen für 4 Jahre. So with the power of Donald J. Trump and all the Trumpites running wild, America is going to get back on track. And like Donald J. Trump said, America is going to be great again. Und Amerika wird wieder groß sein, weil Amerika wieder zurückkommt auf den richtigen Weg. You know, when I look out and I see all the real Americans, I think about how Donald Trump, his family was compromised. When I look out there and I see Donald Trump, I think about how his business was compromised. Und wenn ich Trump sehe und die Familie, dann sehe ich, wie die alle unterdrückt worden sind, also compromised, also angegriffen und auch sein Business, also sein Geschäft. But what happened last week? Aber was letzte Woche... At my hero. Aber was... Okay, Leute, das ist Amerika. Unfassbar. Das, was letzte Woche passiert ist, da zieht er sich jetzt so aus, ja, zu meinem Hero, Held Trump. President of the United States. Enough was enough. And I said, let Trumpomania go brother. Let Trumpomania go again. Let Trumpomania make America great again. Aber was letzte Woche passiert ist, genug ist genug. Ja. Und ihr seht ja, was er da macht. Mach Amerika groß, es ist jetzt vorbei. Es ist genug. Alter Vater, ey. Ich schieß mich weg, ihr Lieben. Ich schieß mich echt weg. Ich schieß mich weg. Also es ist echt krass. USA. Ich fall um. Ich fall vom Sockel. Oh. Oh. USA, USA, USA. You know something, Trumpites? I Trumpites. didn't come here as Hulk Hogan, but I just had to give you a little taste. Ich komme nicht als Hulk Hogan. Ich will euch nur einen kleinen Geschmack geben. My name is Terry Bollea. Mein Name ist Terry Bollea. I love you too. Und als Unterhalter, ich liebe euch auch. Als Unterhalter bin ich normalerweise, halte ich mich aus Politik raus. Aber was die letzten Jahre mit unserem Land passiert ist und auch letzten Samstag gerade, kann ich nicht länger still sein. Ich kann nicht länger still sein. I'm here tonight because I want the world to know that Donald Trump is a real American hero. Ich bin heute Abend hier, um euch zu sagen, dass Donald Trump ein echter Held ist. Ah. And I'm proud to support my hero as the next president of this United States. Und ich bin stolz darauf, unseren nächsten, meinen Held Trump als den nächsten Präsidenten vorzustellen. Hey, Leute, ich weiß, ich kenne Donald Trump seit 35 Jahren. Ich habe gerade so einen Flashback gekriegt. You know, the last time I was up on stage, Donald Trump was sitting at ringside at the Trump Plaza. I was bleeding like a pig, and I won the world title right in front of Donald J. Trump. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich den Welttitel gerade bekommen im Wrestling, habe überall geblutet wie ein Schwein und Donald Trump hat da gesessen, also hat da gestanden. And you know something? He's gonna win in November, and we're all gonna be champions again when he wins. Und er wird jetzt am November gewinnen und wir werden alle Champions sein, wenn er gewinnt.
like I said, Also im November alle umziehen. Ja, es wird spannend. man for over 35 years, and he's always been the biggest patriot, and he still is. He's always Oh, danke schön. fought, and he still does, brother. And no matter the odds, he always finds a way to win. And when he's Mein back Team. in our White House, America is going to start winning again. Amerika will wieder gewinnen. Der hat sich übrigens auch bekehrt. Hier sagt ihm, ja, er hat sich bekehrt. Ja. Laute bekehrte Leute da vorne. You know, guys, over my career, I've been in the ring with some of the biggest, some of the baddest dudes on the planet. And I've squared off against warriors, ooh yeah, savages. And I've even, like I said, body slammed giants in the middle of the ring. And I know tough guys. But let me tell you something, brother. Donald Trump is the toughest of them all. Ich habe einige harte Männer kennengelernt in meinen Kämpfen, habe mit ihnen gekämpft, aber ich sag euch, Donald Trump ist der härteste von allen. They've thrown everything at Donald Trump. All the investigations, the impeachments, the court cases, and he's still standing. Die ist nicht vegan. Ich habe Salami. Ich esse sehr gern Fleisch. Hat Gott uns auch schön erlaubt. Kicking their butts. You know, we never had it better than the Trump years. Back then, we had a thriving economy. We had strong borders. We had safe streets. We had peace and respect around the world. But then we lost it all in a blink of an eye. Crime is out of control. The border is out of control. The price of food and gas and housing is out of control. And the only So, wir gehen direkt vor. Graham ist am Sprechen. Also der ist einfach begeistert, okay? Aber jetzt hören wir einen Evangelisten und jetzt bin ich richtig saugespannt. Warte mal, nichts verpassen. So. Okay, jetzt bin ich gespannt. God bless you and thank you. Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of the Billy Graham Evangelistic Association and President of Samaritan's Purse, the Reverend. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier sagt jemand, ich habe Hoffnung für Deutschland. Entschuldigung. Ich auch. Ich glaube, früher oder später, wenn Amerika weiter diese Richtung geht, das wird nach Deutschland überschwappen. Und stellt euch vor, eine politische Veranstaltung, wo ein Evangelist nach vorne geht und was sagt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Reverend Franklin Graham. Good evening. I've got the hardest job tonight. I have to follow Hulk Hogan. But I stand here tonight Ich habe den härtesten Job. Ich muss Hogan, Nachfolger von Hogan sein. as a private Der sieht Billy Graham unfassbar ähnlich. citizen who loves this country. I've been asked to say a few words and then to pray, and we're going to do that. Last Saturday in Butler, Pennsylvania, President Trump had a near-death experience. No question. But God spared his life. Letzten Samstag hatte Donald Trump ein Todeserlebnis, aber Gott hat sein Leben bewahrt. And when we go through those experiences, it changes us. It can Wenn wir durch solche Erlebnisse gehen, wird es uns verändern. cause us to examine our lives and to reevaluate our priorities.
Und wir fangen an, unsere Prioritäten neu zu sortieren. Ich bin so gespannt auf Donald Trumps Rede. Ey, Leute, das hält mich komplett wach. As you should. When President Trump rose from that platform, he rose with his fist raised in strength, showing America his unshakable resolve to fight for them in this nation. Und der Moment, als Trump von unten aufgestanden ist und seine Faust in die Höhe gehoben hat und gerufen hat, hier, kämpft für dieses Land und also seinen kämpferischen Geist gezeigt hat. I cannot explain why God would save one life and allow another one to be taken. Ich kann nicht verstehen, dass Gott ein Leben gerettet hat, aber ein anderes genommen hat, weil der hinter ihm ist gestorben. Also er ist erschossen worden. I don't have the answer for that. Ich habe keine Antwort. I do know Aber eins weiß ich, God loves us. dass Gott uns He liebt. wants us to be with him in heaven one day. Und er möchte, dass wir eines Tages im Himmel bei ihm sind. And that's through faith in his son Jesus Christ. Und das durch den Glauben an Jesus Christus. Leute, das ist eine politische Veranstaltung. Das ist eine politische Veranstaltung. Leute, das kommt nach Deutschland. Betet The dafür. Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him shouldn't perish but should have everlasting life. In der Bibel steht, alle, die an Jesus Christus glauben, die sollen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. For as long as I've known President Trump, I've found him to be a man of his word. Und ich habe herausgefunden, dass Präsident Trump ein Mann des Wortes, der sein Wort hält. Könnt ihr euch vorstellen, dass in Deutschland mal sowas passiert? Auf einer politischen Veranstaltung? Things that he said he'll do, he did. Er hat so getan. Our country in 2016 that he was going to appoint conservative justices. Guess what? Und er hat es so getan, weil 2016 hat er gesagt, wenn ich Präsident werde, dann werde ich konservative Richter in den Supreme Court wählen. Was hat er getan? He did. Er tat es. The final session. Oh. Nein. Hilfe. Sorry, ich habe falsch gedrückt. President of the United States. I cannot explain why God would save one life and allow another one. Sorry. Holy Father, we come save one life and allow. President Trump demanded that he be released, and he applied economic pressure and sanctions until they did that. Er zählt jetzt einfach alles auf, was er Trump versprochen hat und hinterher eingehalten hat. Und das stimmt wirklich. Also einer der wenigen Politiker, das ist wirklich Fakt, der viele Sachen eingehalten hat, die er vorher versprochen hat. I'm grateful. Ich bin dankbar, For what he did as a 45th president of the United States. was er als 45. Präsident der Vereinigten Staaten getan hat. And I know Und ich weiß, the 47th president, he will keep his word to the American people. es ist to der make America 47. der wieder sein Wort halten wird seinem amerikanischen Volk great gegenüber. once again. Einmal mehr. It's an honor Es ist eine Ehre, for me to be asked to pray for Donald Trump. dass ich gefragt worden bin, für Donald Trump zu beten. Ich möchte zusammen beten. As we call upon the name of the God of heaven. Leute, ich möchte, dass wir alle aufstehen. Ich werde jetzt beten für Donald Trump und ich möchte, dass wir aufstehen vor dem Gott des Himmels. Leute, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Our Heavenly Father, Himmlischer Vater, we come before you this evening with grateful hearts. wir kommen vor dich an diesem Abend mit dankbarem Herzen. Danke, Of President Donald J. Trump. dass du das Leben von Donald Trump gerettet hast. In words, it was you and you alone who Und saved him. in deinen Worten, du alleine hast ihn Pray gerettet. for the others that were injured on Saturday. Und wir beten für alle, die verletzt worden sind, für die Familien,
die Geliebten verloren haben. Put your loving arms around them. Comfort them. Habt ihr das gesehen? Alter, richtig, wo du merkst, das sind richtig feurige Christen. Also er betet für die. And may they sense your presence. We Bitte stand before you tonight. bringe ihnen die Gegenwart von dir. For the provisions you have given. Wir danken dir für deine Versorgung für dieses Land. Du hast dieses Land mehr gesegnet wie alle anderen Länder. As a nation, we have forgotten who is responsible for all the freedoms, the liberties and the bounty that we enjoy. Aber als Land haben wir vergessen, wer die Freiheit und Frieden und so weiter gegeben hat, wer eigentlich die Quelle von diesem Ganzen ist. Wir haben es vergessen als Land. It has all come for you. Es kommt alles von dir. This evening, Danke. our nation is in trouble. An diesem Abend unserer Nation ist in einem großen Trübsal, weil unsere Nation geteilt ist. Economically, with millions of Wir people sind seeking refuge. wirtschaftlich. Wir sind in einem sehr trockenen Land. Wir sind durstig. Complexity of the problems that we face today. Die Riesenprobleme. President Trump, Wir beten für Präsident Trump, strength and a clear vision for the future dass du ihm Weisheit gibst, Stärke und eine klare Vision, of this nation. um diese Nation zu führen. And continue to protect him from his enemies. Bitte beschütze ihn, Surround him with men and women who will give him beschütze ihn vor seinen Feinden guidance. und umgebe ihn mit Leuten, die ihm viel Weisung geben. Tanya, for Barron, Für Melania, für Barron, children and grandchildren. für alle Kinder und We Enkel. pray for Senator J.D. Vance. His Wir rules. beten für Senator J.D. Vance. We're thankful for his strong stand Wir for danken defending life. wir danken für seine starke Standhaftigkeit für das Leben. Also er ist ein ganz krasser gegen Abtreibung zum Beispiel. Da ist er richtig radikal, weil er auch sagt, Abtreibung ist Mord. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. As your word instructs, we also Und wie dein Wort uns instruiert, wir beten auch of our nation, whether für, they're Republican, für alle Leiter, independent, auch für die demokratischen Leiter, weil das Wort das sagt, wir beten für sie, ob das für die unabhängigen Leiter, we know that all authority comes from you. denn alle Autorität kommt von dir, You are a great God. denn du bist ein großer Gott. Be thy will that you will make America great once again. Und wir beten, dein Wille ist, dass du Amerika nochmal groß machst. And we ask that you'll unite our hearts, Und wir bring us beten together, und one bitten, nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. dass du uns nochmal vereinst als ein Volk unter einem Gott. And we pray this in the mighty name of my Lord and Savior, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Und wir beten das nochmal, ich bete das im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Die beten alle mit, ihr Lieben. Das ist Jesus. Bitte lass es in Deutschland passieren. Bitte. Amen. Ach du meine Güte, ey. Ach, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ladies and gentlemen, please welcome businessman and executive vice president of the Trump Organization, Eric Trump. Eric Trump, ich glaube, das ist der vorletzte und dann kommt Trump, ihr Lieben. Ach du meine Güte. Echt richtig krass. Eric Trump ist übrigens der Sohn von Trump. Das wird dem Trump sowieso angerechnet, dass seine Familie, er hat einfach einen sehr starken Familienzusammenhalt und die haben auch ein Familienbusiness. Also die Kinder arbeiten bei ihm mit, was ich schon finde aus eigenen Erfahrungen, das zeigt, dass irgendwas am Trump auf jeden Fall gut ist. Also irgendwie hat er echt eine Charakterstärke, dass das möglich ist. Good evening, America. Eight years ago, Die Kinder. Ach, das sind die Enkelkinder von Trump. Auch der Hammer, oder? Also da sieht man wieder, wie Familie wichtig ist. Also ich habe noch nie Kinder bei einer deutschen politischen Veranstaltung gesehen. my father sat our family down. He spoke of a nation in decline, of
dreams slipping away, of a future endangered by failed leadership and broken promises. It was in that moment I knew my father had made a decision that would forever change our lives. We realized he had chosen to step into the arena, to fight for the soul of America. He decided to leave behind the comforts of an unbelievable business empire. Er beschreibt, dass Trump halt ein wirtschaftliches Unternehmen hinter sich gelassen hat, um nach vorne zu treten, und beschreibt das jetzt mal kurz, dass Trump einfach deswegen Präsident geworden ist, nicht um Macht zu kriegen und mehr Geld, das hatte er vorher, sondern weil er gesehen hat, das Land ist in Nöten und jetzt muss ich muss jetzt was verändern. Ich trete raus, um das Land wieder auf den richtigen Weg zu bringen. To leave behind everything he had ever built. To answer the call to serve our nation. Unlike his predecessor, it was not a decision born out of necessity. Unlike the current president, it was not a decision that would enrich his family. Rather, it was a decision made out of love for this country and a deep concern for America's future. Dieser Schritt war nicht dafür da, noch reicher zu werden, eine Familie noch machtvoller zu machen, sondern das war eine Entscheidung, um der Not eines Landes zu begegnen. Wow. Wow. Also das ist echt eine Atmosphäre, das ist jetzt nicht gespielt. Das ist... That there would be a huge price to pay, and that the attacks would be vicious. Looking back, that was an understatement. The made-up Russia hoax, the sham impeachment, the efforts to destroy an unbelievable company, a company that I run today, the efforts to cancel us, to silence him, to gag his free speech, and to drag him through every radical left courthouse in America, to take his life. Yet Und er hat gesagt am Anfang, ihm war klar, was auf ihn zukommt. Ihm war klar, dass es ein harter Kampf war. Und er sagt, das war eine Untertreibung. Die Schwierigkeiten, die Probleme, die Gerichtsverhandlungen, die Angriffe und so weiter, die er bekommen hat bis am Ende, dass man ihm sein Leben nehmen wollte, ist unglaublich. Through it all, he's shown unwavering courage and determination, not just in public, but in every private conversation with me and our family. He stood tall, fueled not by personal ambition, but by a profound love for this country and a love for all of you, the American people. That man is my father. That man is the 45th president and soon to be 47th president of the United States. Und er sagt, das ist halt mein Vater, er hat alles gegeben für dieses Land und er war der 45. Präsident, er wird auch der 47. werden. Und dieser Mann ist Donald J. Trump. Wow. Each time I've stood on this stage, America has been at a dire crossroads. In 2016, many people began to doubt the promise of America. Our economy was struggling, jobs were scarce, our standing on the world stage was weak at best. 2016 war wirklich vielen ist klar geworden, was gerade abgeht, dass das Land wirklich in großen Schwierigkeiten steckt, wirtschaftlich, sozial und so weiter. Veterans were forgotten, our military was in shambles. Die Militär war kaputt, das Ausbildungssystem war marode. He could no longer tolerate an inept administration that handed $150 billion to Iran, a country that chants death to America. Und mein Vater konnte nicht mehr aushalten, dass die Regierung 150 Millionen Dollar nach Iran geschickt hat und das eigene Land liegt in Schutt und Asche. Or witness the continued attacks
on our Constitution and our religious liberty. Or see the Und die kontinuierliche Attacke auf unsere Constitution disrespect shown to our unbelievable law enforcement officers. und dieser Respektlosigkeit unserer Polizei gegenüber war unerträglich. Defunded and persecuted each and every day. Und die werden entwaffnet und unterdrückt jeden Tag. He could no longer stand to see words like Christmas stripped from public use. Und er konnte nicht mehr aushalten, dass das Wort Weihnachten von den öffentlichen Nachrichten gestrichen war. For the Pledge of Allegiance removed from our schools. Und dass die Pledge of the States, also die Pledge ist, jetzt wird es langsam spät, also ist nicht Pledge, Versprechen an das Land, dass das aus den Schulen genommen werden soll. Das wird immer in der Schule morgens gesagt, dieses Versprechen an das Land, und das sollte rausgenommen werden, wie das Gebet. But my father saw potential where others saw despair. Aber mein Vater sah Potenzial, wo andere eigentlich Hoffnungslosigkeit sahen. Trump built the New York City skyline. He did so during a time when businesses were turning away from the city he loved. Crime was rampant. The streets were dirty. But he had the Midas touch, and he turned those streets and neighborhoods into gold. Und Trump hat halt in New York ganz, ganz viel verbessert. Also er beschreibt das jetzt, ich überspringe mal, weil jetzt gleich kommt nämlich das andere. Ja, also er lobt auf jeden Fall mal seinen Vater. Ja. To commuters often petrified to take a bus, take a train, or walk the streets in cities across our nation, I'm sorry, that man right there will fix this. Also hier der Mann hat es repariert und er wird es jetzt auch nochmal reparieren. Das neben dem Trump übrigens ist seine Schwiegertochter, also die Frau von Eric Trump, ja, und die Kinder sind die Enkel. To the construction workers, to the middle class families, to the families with children with disabilities, families who can no longer afford medical benefits or to take a vacation, I'm sorry, we will make America great again. Auch interessant, mal ein ganz neues Thema. Er sagte, für die vielen Familien mit behinderten Kindern oder Familien, die einfach Schwierigkeiten haben, die ihre, jetzt kommt's, ja, die ihre Krankenversicherung nicht mehr zahlen können, auch ihre Healthcare, also die ihre medizinische Versorgung nicht mehr zahlen kann. Es tut mir leid, aber wir werden Amerika wieder groß machen. Und hier kommt etwas, die wollten ja das gleiche Krankensystem einführen wie in Deutschland. Und in Deutschland, die preisen das ja immer alle. Oh, in Deutschland gibt es umsonst Ausbildung, in Deutschland gibt es umsonst, ja, also es gibt durch Pflicht Krankenkasse, aber deswegen kannst du auch so oft und so viel du willst zum Arzt gehen, ja. Das viel gepriesene, das wollten die unter Obamacare, haben die auch in Amerika eingeführt. Und das hat wirklich dem Land total geschadet. Viele können sich das nicht mehr leisten. Also da könnte man mal auch ein Video machen, weil da habe ich mich richtig recherchiert, dass dieses System in Deutschland, dass das ganz viele Nachteile hat. Und jetzt wird es natürlich auch offensichtlich, weil das Krankensystem, gerade heute mit meiner Freundin gesprochen, also das bricht einfach zusammen. Das funktioniert hinten und vorne nicht mehr. Es klappt nicht mehr. Dieses ständige umsonst, aber dann hintenrum mit Steuern wieder reinziehen, das macht Menschen verantwortungslos. Das ist das. Es gibt eine andere Art, wie gesagt, da kann man mal ein Video drüber machen, eine andere Art und viel bessere Art, sich um Kranke zu kümmern und Menschen Gesundheitsversorgung zu bieten, ohne dieses, was ich denke, wirklich ein zerstörerisches Krankensystem wie in Deutschland. Da gibt es bessere Sachen. Ja, da können wir mal drüber reden, aber darauf spricht er an und das ist auf jeden Fall so, das versuchen die auch wieder abzuschaffen und ein besseres System zu schaffen. As his son, I've never been more proud of a person in my life. A man who has defied all odds more than once. A man who believed in the promise of America when others turned away.
A man who saw a nation in need of a champion and answered that call with unwavering determination and courage. A man who survived a bullet that was intended to eliminate him permanently from our future and from our family. Und ein Mann, er sagte mal so, der halt dafür kämpft und der das verbessern wird und der eine Kugel überlebt hat, um dann weiter für das Land zu kämpfen. Never have I been more proud to be a Trump. Ich war niemals stolzer, ein Trump zu sein. Eine Trompete übrigens. Trompete. Never have I been more proud to stand by my father's side. Ich war niemals stolzer, an der Seite meines Vaters zu I stehen. remain incredibly honored to be part of this journey. Ich bin extrem A journey to save the greatest geehrt, country on earth. auf dieser Reise zu sein. Incredible people. Eine Reise mit den unglaublichsten, tollsten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Richtig krass, oder? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die meisten, wie zum Beispiel er, die gucken gar nicht aufs Blatt. Die lesen nicht ab. Die haben sicherlich ein Konzept, aber die sprechen echt aus dem Herzen. Dad, Papa, 5 days ago, 5 Tage zuvor, Laura, Luke, Carolina and I Laura, Luke, Carolina und ich held our breath as we saw blood pour across your face. hatten unseren Atem angehalten, als wir das Blut an deinem Gesicht sahen. By the grace of God, Bei der Gnade Gottes aber, divine intervention, einem göttlichen Eingreifen and your guardian angels above, und den beschützenden Engeln oben drüber, you survived. du hast überlebt. Vielleicht stimmt die Prophetie wirklich und die haben sich alle richtig krass bekehrt, oder? Alter, richtig krass. Also, echt krass. Müssen die ja nicht so. Also der muss ja jetzt nicht das so ausführlich sagen mit Gott. Macht er aber. Wir wählen Trump. Wir wählen Trump. You are the greatest fighter I have ever seen. Du bist der größte Kämpfer, ich habe dich je gesehen. Also sowas aus dem Mund von seinen Kindern zu hören, ist schon eine Nummer. You are full Ach of du light meine and you Güte. are unapologetic. Your optimism is contagious. Your Dein Optimismus ist unvergleichbar. bone is unbreakable. Dein Rückgrat ist nicht zu brechen. Your conviction to fight for what is right Deine Überzeugung für das Richtige zu kämpfen and against all that is wrong und gegen alles, was falsch ist, next level. ist wirklich das nächste Level. The whole world saw your strength as you stood up. You wiped the blood off your face. Die ganze Welt hat gesehen, wie du aufgestanden bist und das Blut aus deinem Gesicht gestrichen hast. And you put your fist in the air in a Und du hast deine Faust in die Luft gehalten that will be remembered as one of the most courageous acts in the history of American politics. You shouted. und dieser Moment, der als größter Moment in der amerikanischen Geschichte hängen bleiben wird, hast du gerufen, Fight! 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 du hast gerufen, kämpft, kämpft, kämpft. Fight, kämpft, kämpft, kämpft. Also das ist wirklich wahr, es ist wirklich ikonisch. Also es ist wirklich echt krass. I'm honored to be your son. Ich bin geehrt, dein Sohn zu sein. Great nation tonight. Ich bin geehrt, True leader. vor dieser Nation zu sprechen. Our country loves you. Du bist ein echter Leiter und unser Land liebt dich. Our country appreciates you. Unser Land ist dankbar für dich. Our country misses you. And on November 5th, our country will re-elect you as the 47th president Unser Land vermisst dich und am 5. November werden wir dich wieder wählen. Unser Land. of the United States of America.
Good night, Milwaukee. God bless you all. Gott segne euch alle. Ich glaube, jetzt kommt Donald Trump. Ich glaube, ihr Lieben, wir haben es gleich geschafft. Also jetzt bin ich wirklich froh, wenn er gleich dran ist. Also es ist wirklich lang heute. Er kommt. Leute. Also kurz noch für alle, die... Das ist übrigens Ivanka Trump mit ihrem Mann, der ist Jude. Und das ist die Tochter vom Trump. Die macht auch immer komplett mit. Übrigens, wo Milwaukee ist in Wisconsin. Das ist also so, wenn du auf Amerika guckst, oben sind ja diese großen Seen, wo auch Chicago ist. Da ist dann Milwaukee, also da, wo das jetzt stattfindet. Nur nebenbei. Auch die Tochter, die eine ist auch seine Tochter. Also schon krass, die ganze Familie ist da. Hammer. Wieder ein bisschen Pause. Die Stimmung ist definitiv gut. Das ist der J.D. Vance, der zukünftige Vice President mit seiner Frau. Ladies and gentlemen, the next First Lady of the United States, Mrs. Melania Trump. Oh, mal ganz ehrlich, die mag ich richtig gern. Das ist so eine Vollblutmutter und die lässt sich gar nicht erschüttern durch das, was sie so an Angriffen hat. Das ist echt auch eine krasse Frau. Bin ich mal richtig, richtig gespannt hier, was da, ja. Und dann kommt Donald Trump. Jemand sagt ja, die haben Emotionen, die uns Deutschen fehlt. Das stimmt nicht ganz. Die Deutschen auf dem Fußballfeld haben große Emotionen. Die Deutschen sind nur verführt. Sie investieren ihre Emotionen oder geben ihr Herz in die falschen Götter rein. Wow, klassische Musik. Oh, das passt sehr. Wow. Also ich weiß nicht. Ich finde das alles emotional, Leute. Ja, also leidenschaftlich. Es ist ergreifend. Es ist schon dolle. Ist schon dolle. Allein, dass es überhaupt First Lady gibt, das gibt es ja in Deutschland gar nicht. Das ist einfach, weil Familie und Ehe einen riesig hohen Stellenwert in Amerika hat. Alles eine schöne Frau, muss man sagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin sehr gespannt.
This is a story as uniquely American as the ideals and freedoms we all cherish. A story of a life dedicated to dreaming big. Das ist die Geschichte, eine amerikanische Geschichte über einen großen Traum mit einem Leben, was damit beginnt, groß zu träumen. A story about giving back to the people in his Der sieht dem Barron total ähnlich, sage ich gerade. love city. But most of all, this is a story about putting his country first. Das ist eine Geschichte über einen Mann, der sein Land an erste Stelle stellt. It's a story best told in pictures. Das ist ein Young and confident, Donald Trump wasn't afraid jung und selbstbewusst. Donald Trump war nicht, to think big and build hat sich nicht gescheut, groß zu denken. even bigger. Noch größer. His mark on the New York skyline that greeted Und er hat sein Zeichen in der New Yorker Skyline hinterlassen, Trump Tower. visitors from around the world. Und er empfängt An American entrepreneur, Besucher von der ganzen Welt. Er ist nicht nur ein amerikanischer Entrepreneur, he became a folk hero. er wurde ein Volksheld. Celebrities and sports stars wanted to be seen with him. Stars und Sporthelden wollten mit ihm gesehen werden. Hier Michael Jackson. Politicians sought his approval. Politiker haben seinen Einfluss gesehen. And he loved them back. Und er hat sie zurückgelebt. Just one example, saving the Woolman skating rink. The Woolman Skating Rink in Central Park is open again. Und er hat viele Sachen gesponsert, unter anderem den Frauen Eis, ich habe ja gerade eben gesehen, ja, Schlittschuhbahn. The city spent nearly 6 years and $12 million trying to fix it, and then to the rescue, developer Donald Trump. As Tracy Egan tells us now, he accomplished in 3.5 months what the city couldn't do in 6 years. Und er hat etwas in 3 Monaten zustande gebracht, was die Stadt nicht in 6 Jahren geschafft hat. Donald, you perform a great public service. Donald Trump, du hast einen ganz großen öffentlichen Dienst getan. There was no denying that Donald Trump was the toast of the town, but he was also something even more important. Und jeder hat gesehen, dass er natürlich etwas Großes für diese Stadt ist, aber er ist noch mehr. Patriotic American. Er ist ein Patriot, ein patriotischer Amerikaner, jemand, der sein Land liebt. He was becoming increasingly troubled by the direction of our country. Und er hat sich immer mehr, kam in große Schwierigkeiten und Sorgen über die Richtung unseres Landes. Of seeing what's happening with this country, how we're really making other people live like kings and we're not. You've said though that Interessant, er ist noch ganz jung. Er sagte, dass er sich Sorgen macht über die Richtung des Landes. run for president, you believe you'd win. Und wenn du jetzt als Präsident dich anmeldest, denkst du, du gewinnst. No, I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. And if I did. Und ja, ich würde gewinnen, weil ich will nicht verlieren. Ich werde nicht verlieren, weil ich nicht verliere in meinem Leben. Decide to do it, I think I'd be inclined. I would say that I would have a hell of a chance of winning because I think people. I don't know how your audience feels, but I think people are tired of seeing the United States ripped off. Und wenn ich als Präsident Anlauf nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich gewinnen, würde ich es machen, würde ich so kämpfen, dass ich siege. Denn ich glaube, dass die Menschen müde sind, zu sehen, wie unser Land in 2 gerissen wird. But who would ever run for president and leave such a glamorous life? Appearances in movies, best-selling books, a widely popular TV show. Und er war halt in verschiedenen Filmen drin und auch an Fernsehserien, Fernsehshows. Trump, the calling to save his country was even stronger. The mission more important. The number of Americans being left behind too large. And so, in Donald Trump. Und er sagte, die Menge der Menschen, die einfach hinten dran fallen, ist zu groß. Fashion. He announced he was running for president. Und irgendwann mal hat er gesagt, ich werde jetzt mich als Präsident aufstellen lassen. And he did. Und er tat es. Mach Amerika wieder groß. From his first day in office, Von dem ersten Tag
vom ersten Tag im Büro. Thing about President Trump. He's not afraid to fight for what he believes in. Er hat keine Angst zu kämpfen für das, was er glaubt und wovon er überzeugt ist. Und das Erste, was er gemacht hat, ist der größte Steuercut, also Steuersenkung in der amerikanischen Geschichte. Und viele haben mehr Geld mit nach Hause genommen für ihre Familien. Leider heute ist es umgekehrt. Die Steuern sind hoch und das Einkommen ist runtergefallen. Und hier der Biden, der immer von der Bühne fällt, weil er halt dement ist. Next for President Trump, secure our border. Check. Das nächste, er hat unsere Grenzen wieder sicher gemacht. Er hat eine Mauer gebaut. Aber jetzt haben wir ganz schlechte... Jetzt haben wir wieder die offenen Grenzen unter Biden und da haben wir ganz, ganz viele Menschen, die an Fentanyl gestorben sind, was richtig schlimm, ganz schlimme Droge in Amerika, die durch Ausländer, die reingekommen sind. Das ist richtig, richtig, richtig schlimm. Richtig schlimm. Kriminalität steigt. Und ISIS ist auch im Land. Präsident Trump hat versprochen, dass er Amerika aus endlosen Kriegen herausholen wird. Er hat unser Militär gestärkt, hat mit den Alliierten sich getroffen, auch mit Nordkorea, was wirklich krass war. Und er hatte sich mit Putin hat mit Putin ein gutes Verhältnis gehabt. Das, was ein starker Leiter tun sollte. Er steht für Frieden und sichert unsere Armee. Heute ist eine ganz andere Situation. Unsere Feinde riechen die Schwachheit von Biden. Putin hat es gesehen und ist in die Ukraine rein. Und Krieg ist im Mittelosten entstanden. Lass uns weiter kämpfen. Ich will noch mal eine Sache sagen, also das ist die ganze Zeit die guten Sachen, er kommt ja jetzt gleich, aber eine Sache will ich noch mal sagen. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Damit meinte er aber nicht, dass sein Reich nichts mit dieser Welt zu tun hat, sondern mit dieser Welt meinte er, mein Reich, das sagte er über Pilatus, ja, der ein Heide war, mein Reich ist nicht von einer heidnischen Welt, einer bösen, gottlosen Welt, sondern mein Reich ist von Gott und mein Reich ist mit Liebe gegründet, mein Reich ist dienend, da wo Könige dienen und so weiter. Weil sonst würde er sich bei anderen Stellen widersprechen, wenn er sagt, eine ganze Nation zu Jüngern machen. Er sagt nie, dass sein Reich nichts mit einem König zu tun haben soll. Sondern Könige sollen sich genauso bekehren und Regierungen wie alle anderen. Ist sogar wichtig, wie gesagt. Also von daher ist das immer so ein bisschen missverstanden, dass mein Reich ist nicht von dieser Welt einfach nur heißt, oh, mein Reich ist nur geistlich und alles Physische hier von dieser Welt ist nicht von Gott. Aber Gott hat das alles geschaffen. Oh. Erstmal wieder Musik. Ah. Riesenkreuz, rieses fettiges Kreuz.
Wow, Leute. Okay. Mal ganz kurz. Leute, es ist schon 10:30. Ihr Lieben, wie spät ist es jetzt in Deutschland? Wie viele sind hier noch mit mir, ey? Sowas habe ich ja noch nie gemacht. Ich würde mal sagen, das ist auch ein historisches Video, was ich hier mache. Also, dass das so lange dauert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin jetzt mal echt gespannt. Ich bin einfach so gespannt. Wenn diese Rede kommt und wir dieses Video abschließen, dann habe ich ein historisches Video hinter mir. Also noch einmal, waren dann nur 12. Na, das mit den 100 Jahren hatten wir schon mal. Gefallener Engel. Okay, das ist ein... 4:22 Uhr. 4:22 Uhr. Wie viel sind jetzt noch im Chat drin? Für alle, die das Video danach angucken, ihr könnt ja immer beliebig weiterspulen, und ganz am Ende wird auf jeden Fall die Rede sein und dann mache ich Schluss. Aber 4:22 Uhr, alle sind Helden in Deutschland, die jetzt noch bei mir sind. Danke, dass ihr mich nicht im Stich lasst. Gott segne Amerika, wie oft die das sagen. Echt krass. $143? Nein. Haben wir wirklich 143? Nein. 140 gucken hier zu. Ihr seid auch Helden. Ihr seid auch Helden, ehrlich. Noch mehr wie eben. Wie geht das? Ihr macht alle eine Nacht durch, oder was? Danke, dass ihr mich nicht alleine lasst. Ich bin selber, ich warte jetzt wirklich, ich möchte jetzt endlich den Donald Trump hören. Mal ganz ehrlich. Die Melania. Meine Herren. Ob die auch was sagt? Habe Werbung gemacht. Dankeschön. Super Mystik. So, jetzt aber. Wer ist jetzt dran? Wer ist dran? Kommt er jetzt? Kommt er jetzt? Nein. Leute. Ich halte durch. Ich muss durchhalten. Es gibt keine Chance. Es gibt kein Zurück mehr. Oh, ich glaube, das ist der letzte vor Trump. So 2 weeks ago, I got a call from President Trump asking me if I'd be willing to speak tonight. As usual, there was no pressure, no demands. He asked me as a friend, and of course I said yes. 2 Wochen vorher hat Trump mich angerufen, ob ich eine Rede halten würde. Then, after I accepted his offer, he sent me a text message, and I just want to read to you a little piece of what President Trump wrote to me. Leute, ganz kurz, ja. Danach kommt Donald Trump. Also, wenn ihr jetzt nochmal alle auf Toilette müsst, geht alle auf Toilette. Diana hat mich gefragt, wenn ich auf Toilette gehe. Ich muss aber nicht auf Toilette. Ich kann jetzt nicht auf Toilette. Wir halten das hier durch. Aber geh jetzt auf Toilette, hol dir nochmal einen Kaffee oder einen Sekt, egal was, ja. Danach kommt Donald Trump. Da kommt die Rede. Also was lange wird endlich gut. Ich finde, jetzt ist die Spannung auch wirklich mit 140. Ich bin komplett fertig, dass jetzt noch mehr da sind inmitten der Nacht Deutschlands, wie eben noch. Also wir hören uns das jetzt an. Dann kommt Donald Trump. Und ich will jetzt noch mal was sagen. Jeder soll doch mal bitte nach dem Ganzen, wir haben jetzt so viel gehört. Ich möchte eine Bitte. Schreib doch mal hier rein, was denkst du sind zentrale Aussagen aus Donald Trumps Rede? Was wird uns überraschen? Was erwartest du? Was wünschst du dir? Schreib das doch mal alle hier rein, ja. Ich will auch mal sagen, was ich wünsche. Also, ich sage dir direkt, was ich wünsche, ja. Ich wünsche mir, dass Donald Trump Gott die Ehre gibt. Das wünsche ich mir. Und wenn er das tut, dann ist für mich das ein Riesenschritt und eine Prophetie, ein prophetischer Akt für die Jesus-Nation, die kommen werden. Also
Das heißt nicht, also was danach kommt, lass ich mal dahingestellt sein, ja. Menschen können sich immer ändern. Aber wenn Donald Trump Jesus die Ehre gibt, dann, ja, also da bin ich echt beflügelt. Dann weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schlafen werde heute Nacht, weil dann finde ich das richtig krass. Richtig krass. So, ihr könnt es auch mal reinschreiben hier. Ich finde, der ist jetzt nicht so ganz so wichtig. Gut, Kaffee machen, wir schaffen das, haben wir heute einen Kaffee gemacht. Der Himmel auf Erden wird es auch mit Trump nicht werden. Das ist richtig, das sehe ich 100%. Aber mit Trump kann das Himmelreich mehr und mehr auf die Erde kommen. Und lieber Thomas, das ist unser Auftrag als Christen. Jeder in seiner Rolle. Der Präsident als Präsident, ich als Mutter und Ehefrau, ja, mein Mann als Leiter von Unique und so weiter. Unser Auftrag ist, Himmelreich auf Erden zu bringen. Und wenn du sagst, der Himmel auf Erden wird es auch mit Trump nicht werden, dann hast du auf der einen Seite recht, der Himmel, der komplette Himmel, das tausendjährige Reich und dann das neue Jerusalem kommt nur, wenn Jesus wieder persona zurückkommt. Aber die Vorbereitung, nicht die Erde in ein Himmelreich zu verwandeln, sondern das Himmelreich auf die Erde zu holen und die Erde zu transformieren in das Himmelreich, ist unser Auftrag. Und wenn Trump das macht, Halleluja, Halleluja, ganz ehrlich. Ja, es ist echt interessant. Frieden auf Erden mit unserem lieben Schöpfer. Bin gespannt auf seine Worte. Ich auch. So, jetzt hören wir uns das mal weiter an. Dann werde ich gleich mal ein bisschen vorlesen, was jeder schreibt. Dana, I'm so honored that you will be doing the introduction at the national. I'm going to choose opportunity and prosperity. I know I'm going to choose real American leadership and a real American badass. And I'm not telling you what choice to make, and I'm not telling you what to think. I'm telling you what I know. I know America needs a strong leader, and the world needs a strong America. Also, Amerika braucht einen starken Leiter und die Welt braucht ein starkes Amerika. Was man auch wirklich mal so sagen muss, Amerika hat einfach über sehr, sehr lange Zeit die Welt geprägt. Und zwar auf eine christliche Art und Weise. Also hat das Christentum definitiv sehr stark auch durch Missionare in die Welt gebracht. Ich weiß, dass Donald Trump die beste Wahl ist für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten. My fellow Americans, it is my honor to introduce the 45th and soon to be 47th President of the United States, Donald J. Trump. Es ist mir eine Ehre, euch jetzt Donald J. Trump, den 45. und bald den 47. Präsidenten vorzustellen. Jetzt kommt er. Okay, Leute, tief durchatmen. Jesus, ich bin total gespannt. Das ist live, Leute. Also das ist jetzt, geschieht das gerade in Amerika. Ich will es nur ganz kurz bemerken. Er kommt. Kommt er jetzt wirklich? Kommt er jetzt wirklich? Ah, okay. Our flag still stands for freedom, and they can't take that away. And I'm proud to be an American, where at least I know I'm free. And I won't forget the men who died, who gave that right to me. And I gladly stand up next to you. Das ist ein christliches Lied, ne? Jetzt singen sie gerade für die Menschen, für die Männer, die gestorben sind, damit Amerika frei wird. Aber da sind ganz viele christliche Elemente drin.
Gott segne Amerika. Ist das Phil Collins? From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit to Houston, and New York to LA. There's pride in every American heart, and it's time we stand and say that I'm proud to be an American, where at least I know I'm free, and I won't forget the men who died, who gave that right to me, and I gladly stand up next to you. Nicht Phil Collins. Ich weiß es nicht, wer es ist. Wer es weiß, kann es mal kurz reinschreiben. Es ist soweit, Leute. Endlich. Wir haben es geschafft. Leute, wir haben es geschafft. Danke, dass ihr mit mir durchgehalten habt. Danke an mein Team auch. Die sind draußen und halten auch mit mir durch. Thank you very much. Thank you very, very much. Wow. And thank you, Dana. Thank you, Kid Rock, sometimes referred to as Bob. And thank you, Lee, right from the beginning. Thank you very much. What a talent. What a Danke, 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 sagt er. An alle Leute. Friends, delegates, and fellow citizens, I stand before you this evening with a message of confidence, strength, and hope. Ich stehe vor euch mit einer Botschaft von Selbstbewusstsein, Hoffnung. Ja. 4 months from now, we will have an incredible victory, and we will begin the 4 greatest years in the In 4 Monaten haben wir einen großen Sieg vor uns. history of our country. Und wir werden 4 Jahre von einem großen 4 Jahren in unserem Land träumen. Eine Zeit von Sicherheit, Wohlstand und Freiheit. Für alle Citizen, also alle Bürger in allen Religionen, Rassen, also Hautfarben. Die ganze Trennung in unserer Gesellschaft muss heilen. Schnell. As Americans, we are bound together by a single fate and a shared destiny. Wir werden zusammengehalten mit einem Glauben und einer einheitlichen Bestimmung. We rise together or we fall apart. Wir sind zusammen aufgestiegen und wir sind zusammen in Stücke gefallen. I am running to be president for all of America. Ich werde ein Präsident sein für ganz Amerika, nicht nur für die Hälfte. Victory in winning for half
Denn der ist kein Sieg nur für eine Hälfte Amerikas zu gewinnen. So tonight, Heute Abend I proudly accept im Glauben und in Hingabe your nomination for President of the United States. werde ich eure Benennung als Präsident für Amerika annehmen. Also er ist für die Republikaner ist er jetzt Präsident, also der Präsidentschaftskandidat. Thank you. Vielen Dank. Ja, die Amerikaner flippen komplett aus. Thank you very much. Danke. Trump, Trump, Trump. Thank you very much. Oh, der weint. And we will Krass. do it right. Und wir werden es richtig machen. Let me begin this evening by expressing my gratitude to the American people for your outpouring of love and support following the assassination attempt at my rally on Saturday. Am Anfang möchte ich mit einem Dank an alle Bürger richten, mit wie viel Liebe und Fürsorge ihr mich begleitet habt seit dem Anschlag auf mich am Samstag. Vielen Dank. As you already know, the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. Und wie ihr alle wisst, diese die Kugel kam ein Inch weit weg, um mein Leben zu nehmen. Das ist wirklich krass, wenn man sich das überlegt. Also wirklich, es geht um Zentimeter und er wäre tot. So many people have asked me what happened. Tell us what happened, please. And therefore I will tell you exactly what happened. Viele haben gefragt, was ist passiert, deswegen werde ich euch sagen, genau was passiert And ist. you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. Und ich werde es nur einmal sagen, ich werde es nicht mehr sagen, weil es ist zu schmerzhaft zu erzählen. It was a warm, beautiful day Es war ein in the early warmer, evening schöner Tag, in Butler frühen, Township in the great Commonwealth. am frühen Abend in Pennsylvania. Music Schöne was Musik, loudly playing. hat gespielt. The campaign was doing really well. Die Kampagne ist richtig gut gelaufen. The stage and the crowd Ich bin cheering wildly. Everybody was und ich bin auf die Bühne gegangen und alle haben ganz wild gerufen und applaudiert. happy. Alle waren glücklich. Began speaking Ich habe geredet, strongly, powerfully, and happily. ich habe sehr stark geredet und auch fröhlich, Because I was discussing the great job my administration did on immigration at the southern border. und ich habe gerade erklärt, was für einen großartigen Job die derzeitige Administration oder die Administration an der Grenze gemacht hat. We were very proud of it. Von was wir gemacht haben. Wir waren sehr, sehr stolz darauf, die Grenzen zu sichern. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. Hinter mir und neben mir war ein großes Bildschirm. Da habe ich gezeigt, was unter meiner Leiterschaft an der Grenze passiert ist, Gutes passiert ist. The numbers were absolutely amazing. Die Zahl war unglaublich, also wenig illegale Einwanderung. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right. Und um den Bildschirm zu sehen, habe ich mich nach rechts gedreht. And was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do.
when I heard a loud whizzing. Und dann wollte ich mich gerade wieder drehen, aber habe ich nicht, also ein Segen habe ich das nicht gemacht. Also es ging wirklich um eine ganz kleine Bewegung, als er plötzlich laute Schüsse hörte. Sound and felt something hit me really, really hard. Und dann habe ich gefühlt, wie jemand etwas mich getroffen hat, sehr, sehr, sehr hart. On my right ear. Auf meinem rechten Ohr. I said to myself, wow, what was that? Ich habe zu mir selbst gesagt, was war das? It can only be a bullet. Das kann nur eine Kugel sein. Moved my right hand to my ear, brought it down. Ich habe meine rechte Hand hochgebracht und habe gesehen, dass es voller Blut war. Blood all over the place. Blut überall. I immediately knew it was very serious that we were under attack. Und ich habe sofort gemerkt, registriert, wir sind unter Attacke, wir sind angegriffen. One movement proceeded to drop to the ground. Und ich habe mich bewegt Were continuing to fly. und ich bin zum Boden, ich habe mich zu Boden bewegt und einige neue Kugeln kamen. As very brave Secret Service agents rushed to the stage. Sehr mutige Secret Service Mitglieder sind zur Bühne gekommen. Vielen Dank, die waren sehr, sehr mutig, haben einen mutigen Einsatz gezeigt. These are great people. Großartige Leute. Great risk, I will tell you. Also großes Risiko. On top of me. Stimmt. So that I would be protected. Sie haben ein Menschenschild über mich gemacht, also auf mich, damit ich geschützt bin. Das ist auch krass, stimmt. Die geben eigentlich ihr Leben für den Trump dann. There was blood pouring everywhere, and yet Und in a Blut certain way I felt very war- safe because I had God on my side. Das ist es, Leute. Okay, sorry. Also überall war Blut, aber ich habe mich irgendwie ganz sicher gefühlt, weil ich habe gemerkt, Gott ist auf meiner Seite. I felt that. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. Und das Krasse ist, wenn ich mein Gesicht nicht ein bisschen gedreht hätte, hätte die Kugel sofort ins Ziel getroffen und ich wäre heute Abend nicht hier. We would not be together. Wir wären nicht hier The zusammen. most incredible aspect of what took place on that terrible evening in the fading sun Und der krasseste Aspekt an diesem Abend, als die Sonne unterging, was actually seen later. ist später gesehen worden. All cases, as you probably know, and when even a single bullet is fired, just a single bullet, and we had many bullets that were being fired, crowds run for the exits or stampede, but not in this case. It's very unusual. Und das richtig Krasse ist, es sind mehrere Kugeln ja gekommen. Die Menge ist nicht weggelaufen. Nicht zu den Ausgängen. Und das ist ganz komisch. Was stimmt? Die Menge ist da geblieben. This massive crowd of tens of thousands of people stood by and didn't move an inch. Und diese Zehntausende von Menschen haben sich nicht bewegt. Sie sind da geblieben. In fact, many of them bravely but automatically stood up looking for where the sniper would be. They knew immediately it was. Und manche waren sehr mutig und haben umhergeschaut und wo kommt dieser Sniper her? Also wo kommt dieses Gewehr her? A sniper, and then began pointing at him. You can see that if you look at the group behind me. That was just Und dann haben sie alle nach ihm gezeigt, haben auf ihn a gezeigt. small group compared to what was in front. Nobody ran, and by not stampeding, many lives were saved. But that isn't the reason. Und dadurch, dass nicht alle wild in Panik weggelaufen sind, was ja normalerweise der Fall ist, sind auch viele Leben gerettet worden, weil ihr wisst das alle, solche massenhaften Bewegungen in Panik, da werden viele zu Tode getrampelt.
that they didn't move. The reason is that they knew I was in very serious trouble. They saw it. They saw me go down. Und der Grund, warum sie sich nicht bewegt haben, sie haben gesehen, dass ich in einer großen Schwierigkeit bin. Sie haben gesehen, dass ich am Boden war. They saw the blood Sie haben das Blut gesehen. and thought, actually most did, that I was dead. Und manche haben wirklich gedacht, ich bin tot. They knew it was a shot to the head. They saw the blood. Sie haben gesehen, es ist ein Schuss auf meinen Kopf und sie haben das Blut gesehen. Statistic: the ears are the bloodiest part. If something happens with the ears, they bleed more than any other part of the body. Und es ist so, dass wenn das Ohr richtig blutet, dann kann das mehr bluten als jeder andere Teil am Körper. For whatever reason, the doctors told me that. I said, "Why is there so much blood?" He said, "It's the ears. They bleed more." Und er sagt, warum ist hier so viel Blut? Und dann haben die Mediziner gesagt, das ist, weil es am Ohr blutet. Das hat mehr Blut. We learned something, but Wir haben was gelernt. just Wir haben was gelernt. this beautiful crowd, they didn't want to leave me. They knew I was in trouble. They didn't Und es war so eine wundervolle Menge an Menschen, weil sie mich nicht verlassen haben. want to leave me. And Die wollten mich nicht you can alleine see lassen. that love written all over their faces. Also du hast diese Liebe auf all ihren Gesichtern gesehen. Incredible people. Wundervolle Leute. They're incredible people. Unglaublich. Flying over us, yet I felt serene. But now the Secret Service agents were putting themselves in peril. They were in very dangerous territory. Bullets were flying right over them, missing them. Und die Schutzpersonal hat sich über mich gebeugt, um mich zu schützen. Das war eine sehr gefährliche Position, weil es sind ja mehrere Kugeln noch geflogen. By a very small amount of inches. Und ja. And then it all stopped. Und plötzlich ist alles gestoppt. Service sniper from a much greater distance and with only one bullet used took the assassin's life. Took him. Und da war alles still, weil Schutzpersonal mit einer einzigen Kugel den Attentäter das Leben genommen hat. Ein 20-jähriger junger Mann. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be. Ich sollte heute Abend nicht hier sein. Ja, du bist. Thank you. But Danke. I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. Das, was ich mir gewünscht hatte. Und ich sage euch eins, also ich sollte eigentlich nicht hier sein, ich bin nur hier aus Gnade Gottes. In watching the reports over the last few days, many people say it was a providential moment. Und die ganzen Berichte zu lesen in den letzten Tagen, dass viele Menschen gemerkt haben, das ist ein ganz besonderer Moment. It was when I rose surrounded by Secret Service. The crowd was confused because they thought I was dead. Die Menge war ein bisschen verwirrt, weil sie dachten, ich bin tot. Sorrow, I could see that on their faces. As I Und ich konnte sehen, da war ganz viel Trauer und Schmerz in den Gesichtern. They didn't know I was looking out. They thought it was over. Die wussten nicht, dass ich lebe. Wanted to do something to let them know I was okay. Und ich habe gesehen, dass sie alle traurig waren, weil sie dachten, ich bin tot. Und ich wollte irgendwie jetzt zeigen, ich wollte etwas zeigen. I raised my right arm, looked at the thousands and thousands of people that were breathlessly waiting, and started shouting, "Fight, fight, fight." Und dann habe ich meine Faust einfach hochgehalten, um ihnen zu zeigen, hey, ihr braucht nicht traurig sein. Und habe einfach gerufen, kämpft, kämpft, kämpft. Unfassbar schon richtig krass. Thank you. Once my clenched
fist went up, and it was high into the air. You've all seen that. The crowd realized I was okay and roared with pride for our country like no crowd I have ever heard before. Und in dem Moment, wo meine Faust ganz oben in der Luft war, habe ich gesehen, wie die Menge plötzlich ruft mit einem Stolz für dieses Land, was ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört habe. Never heard anything like it. Ich habe noch nie sowas gehört. For the rest of my life, I will be grateful for the love shown by that giant audience of patriots. Und ich werde mein Leben lang nie vergessen, diese Menge vergessen, was sie da getan hat. That stood bravely on that Die fateful mutig evening in Pennsylvania. und glaubensvoll an diesem Abend mit mir standen in Pennsylvania. Tragically, the shooter claimed the life of one of our fellow Americans. Tragischerweise hat dieser Attentäter das Leben eines Teilnehmers genommen. Corey, comparator, unbelievable person, everybody tells me. Also ein unglaublicher Mensch. Unbelievable. Leute haben mir das gesagt. Der hat wohl seine Familie beschützt. Wounded. Two other great warriors. Und dieser Attentäter hat noch 2 andere verwundet, mit denen habe ich heute gesprochen. David Dutch und James Copenhaver. Great people. Großartige Leute. I also spoke to all 3 families of these tremendous people. Ich habe zu allen 3 Familien von diesen 3 Leuten gesprochen. Our love and prayers are with them. Unsere Liebe und unsere Gebete sind mit ihnen. And always will be. We're never going to forget them. Und wir werden sie nie vergessen. Nie vergessen. Serious Trumpsters, I want to tell you. They were serious Trumpsters and still are. Und es sind richtige Trumpsties. But Corey, unfortunately, we have to use the past tense. He was incredible. He was a highly respected former fire chief, respected by everybody. Was accompanied by his wife, Helen, incredible woman. I spoke to her today, devastated. And 2 precious daughters. He lost his life. Derjenige, der sein Leben verloren hat, war ein Feuerwehrmann. Und ich habe heute mit der Frau gesprochen und den 2 Kindern. Ganz natürlich am Boden zerstört, aber krasse. Also tatsächlich, es war. Also er hat sich tatsächlich vor seine Familie gestellt als menschliches Schutzschild, um seine Familie zu beschützen. Krass. Oh, und dann ist er über seine Familie gegangen und wurde getroffen und umgebracht. Ach du meine Güte. Also es war ein starker Mann. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ach, das ist, glaube ich, die... Oh. Ach, das ist der Anzug von dem, der umgekommen ist, weil er seine Familie beschützt hat. Uff, das ist krass. I want to thank the fire department and the family for sending his helmet, his outfit. Also danke an Familie und an die Feuerwehrmänner, die da seinen Anzug hier geschickt hat. And it was just something, and they're going to do something very special when they get it. But we did something which cannot match what happened, not even close. But I am very proud to say that over the past few days, we've raised $6.3 million. Also ich kann nicht beschreiben, was das alles war. Es ist ganz furchtbar. Aber in den letzten Tagen haben wir 6,3 Millionen Dollar gesammelt. For the families of David, James, and Corey,
including from a friend of mine just called up. He sent me a check right here. I just got it. $1 million. Und da habe ich hier einen Scheck, den ich gerade bekommen habe, $1 Million für diese Familie. Amerika. From Dan Newland. Thank you, Dan. And again, when speaking to the family, I told them, I said, well, we'll be sending you a lot of money, but it can't compensate. Wir werden euch viel, viel Geld schicken. Es wird aber natürlich nicht das kompensieren, was ihr an Verlust hattet. The same thing. You're right, sir. We appreciate so much what you're doing, but nothing can take the place in the case of Corey and the other two. By the way. Und sie sagen, ja, nichts kann den Platz von Corey wieder ausfüllen. They were very, very seriously injured, but now they're doing very well. They're going to be. Und die anderen beiden, sie waren sehr ernst verletzt, aber ihnen geht's gut. They're going to be doing very well. The Warriors. So now I ask that we observe a moment of silence in honor of our friend Corey. Ich möchte, dass wir jetzt eine Schweigeminute einrichten für unseren Freund Corey, der gestorben ist. There is no greater love than to lay down one's life for others. This is the spirit that Es ist keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für andere. forged America in her darkest hours, and this is the love that will lead America back to the summit of human achievement and greatness. This is what we need. Und diese Liebe wird Amerika wieder an den Höhepunkt bringen, wo es mal war, oder also an einen ganz großen Höhepunkt, an einen neuen Höhepunkt bringen. Despite such a heinous attack, we unite this evening more determined than ever. I am more determined than ever, and so are you. So is Und obwohl also wieder diesen Attacke bin ich heute Abend hier und wir alle zusammen hier und wir sind mehr hingegeben denn je zuvor. everybody. Und ich bin mehr hingegeben denn je zuvor. Das glaube ich. Thank you very much. Danke. Our resolve is unbroken and our purpose is unchanged to deliver a government that serves the American people better than ever before. Und wir sind bereit, eine Regierung zu sein, die dem amerikanischen Volk noch mehr dient als je zuvor. Nothing will stop me in this mission because our vision is righteous and Nichts wird mich stoppen, denn unsere Vision ist Gerechtigkeit. ours is pure. No matter what obstacle comes our way, Egal we will welches, not break, we will not bend. egal welches Hindernis kommt, wir werden nicht brechen und wir werden nicht aufgeben. We will not back down. Wir werden I nicht will never stop fighting for you and zurückweichen. your family, Und ich werde niemals aufhören, für dich und deine Familie zu our kämpfen. magnificent country. Und unser großartiges Land. And everything I have to give with all of the energy and fight in my heart and soul, I pledge to our nation tonight. Thank you very much. I pledge that to our nation. Und ich habe das unserer Nation versprochen. We're going to turn our nation around and we're going to do it very quickly. Thank you. Und wir werden unsere Nation wieder umdrehen und ich werde das sehr schnell tun. This election should be about the issues facing our country and how to make America successful, safe, free and great again. Und diese Wahl soll unser Land wieder erfolgreich und frei und schön machen. In an age when our politics too often divide us,
Now is the time to remember that we are all fellow citizens. We are one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Und in einer Zeit, wo versucht wird, dieses Land zu entzweien, wird es endlich Zeit, dieses Land wieder zu vereinen, denn wir sind ein Land und ein Volk unter einem Gott. Unter einem Gott. And we must not criminalize dissent or demonize political disagreement, which is what's been happening. Und wir brauchen nicht mehr politische also jemand, der anderer Meinung ist, zu dämonisieren, was momentan gemacht wird. Es wird dämonisiert, wer gegen die Richtung der Politik ist. Und das ist ein Level, was man bisher noch nie so gesehen hat, wie man so dämonisiert wird. In that spirit, the Democrat Party should immediately stop weaponizing the justice system and labeling their political. Und die Demokratische Partei sollte sofort gestoppt werden. Das Justice System, also Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, zu instrumentalisieren für ihre Agenda. As an enemy of democracy. Und das ist ein Feind der Demokratie. Especially since that is not true. In fact, I am the one saving democracy for the people of our country. Aber ich habe die Demokratie nochmal gerettet für unser Land, damals. And very big news, as you probably just read, on Monday a major ruling was handed down from a highly respected federal judge in Florida, Eileen Cannon, finding that the prosecutor and the fake documents case against me were totally unconstitutional, and the entire case was thrown out of court. Wow, und Montag ist rausgekommen, dass diese ganze Attacke gegen ihn, also er sollte ins Gefängnis kommen, wurde angeklagt, dass es nicht rechtens war. Also das ist jetzt alles vom Tisch, ist jetzt ja richtig krass, wusste ich auch noch nicht. With all of that publicity thrown out of court. Also alles hinüber, es ist alles fake, alles falsch. If Democrats want to unify our country, they should drop these partisan witch hunts, which I have been going through for approximately 8 years. Wenn die Demokraten wirklich dieses Land vereinen wollten, dann sollten sie aufhören, das zu machen, was sie die letzten 8 Jahre gemacht haben, mich zu verfolgen. And they should do that without delay and allow an election to proceed that is worthy of our people. We're going to win it anyway. Und sie sollten jetzt möglichst schleunigst dafür sorgen, dass die Wahlen ganz normal ablaufen und nicht mehr die Wahlen manipulieren. Wir werden sowieso gewinnen. But worthy of our people. On this journey, I am deeply honored to be joined by my amazing wife, Melania. Und auf dieser verrückten Reise werde ich begleitet von meiner wundervollen Frau Melania. And Melania, thank you very much. You also did something really beautiful, a letter to America calling for national unity, and it really took the Republican Party by surprise. Und Melania, ich danke dir sehr für etwas, was du ganz faszinierend gemacht hast. Du hast einen Brief geschrieben, um wieder das Land zu vereinen. Das war sehr, sehr schön von dir. Sehr schön. In fact, some very serious people said that we should take that letter and put it as part of the Republican platform. That would be an honor, wouldn't it? Einige machten den Vorschlag, dass wir diesen Brief nehmen und auf die Plattform der Republikaner legen. Right? Mr. Congressman? Na, Mr. Congressman? It captivated so many, so I also want to thank my entire family. Also das hat so viele begeistert und ich will meine ganze Familie
being here. Don, danken, dass die ganze Familie da ist. Ivanka, and Lara, er zählt alle auf. Michael, Baron, we love our Baron. Baron. And of course, my 10 wonderful grandchildren. You saw a few of them up there on my lap before. Und meine wundervollen 10 Enkelkinder. 10 Enkelkinder hat er. And how good was Dana? Was Dana good? Und wie gut war Dana? Vielen Dank. You know, he was on probably the only vacation he's had in about, maybe ever, because he works, but about 10 years with his wife, very far away. I won't tell you where, but very, very far away. Beautiful place. And my people called, and he said, "Yeah, I won't be able to do it. This is many, many years. I promised my wife I can't do it." And they came in, they said, "Dana won't be able to do it," because he was my first, second, and third choice. I said, "Well, Und ich danke Dana, der vorher geredet hat. Der war das erste Mal in seinem Leben wahrscheinlich im Urlaub. Und meine Leute haben ihn angerufen. Und da hat er gesagt, ich kann das gar nicht machen. Aber Dana war mein erster, zweiter und dritte Wahl. you know, that's too bad, but I understand he's away, and it's good. It's good for him." Und ich habe gesagt, na, schade, ich verstehe das, aber er ist weit weg, es ist gut für ihn. And that was it. About 30 minutes later, she came back in, "Sir, Dana just called. He's going to do it." Oh. And his wife, she said, "You can't turn him down. You just can't do it. You have Und 30 Minuten später hat Dana angerufen und hat gesagt, ich mache es. Und meine Frau hat gesagt, du kannst den Trump jetzt hier nicht to absagen. go." That's a good wife. Das ist eine gute Ehefrau. So he got on a plane. He got here a little while ago. Now he's going to get on the plane in a little while, and he's going to go back home to his Und er ist auf dem Flugzeug gekommen und hierher gekommen und gleich fliegt er wieder zurück. wife. But they're great, and I just Sie sind thank wundervoll. her and him and Vielen the whole Dank. family, 'cause that's not easy. Vielen Dank. And Kid Rock, same thing. Called, he said, Kid Rock auch. Also er dankt allen "Be a Leuten. part of it. I want to be a part, because you know, Kid does his great song, big, big monster song. I had no idea. You know, he became a friend of mine over the last 10 years, and he's amazing. Everyone loves him. I didn't even know how big he was. You know, he has rallies, 35, 40,000 people he gets every time he goes out. I think he's making so much money. He doesn't. Und er spricht jetzt über einen Musiker, dass er eigentlich über so 35.000 Menschen singt und so weiter. Also er wusste gar nicht, wie groß er ist. Also er redet jetzt über die. Finde ich ganz toll. What the hell to do with it, you know? And then we have my other friend, and I've known him so long, and we took that song, and it was a big success, but we made that. I saw a chart of great songs to America. That was #1 on the chart recently, #1. So Und dann ein anderer Freund, der jetzt auch das Lied mit Amerika gesungen hat, das war auf Platz 1. that's Lee Greenwood, very special. Lee beautiful Greenwood, person. He's a ein beautiful sehr, man. sehr toller Mann. Ganz toller Mann. But they all wanted to be here. They called, and how Und- about the Hulkster? How good was he? You see? Alle wollten herkommen und Hockstar hier, wo ist er eigentlich? Wo ist er? Boy, oh boy. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. You know, they may call that entertainment. I know about entertainment, but when he used to lift a 350-pound man over his shoulders and then bench press him 2 rows into the audience. Viele nennen das Unterhaltung, aber wenn der so einen 350 Pfund Mann nimmt, wie so eine so ein Gewicht hochhebt und abhebt, I say maybe entertainment, but he is one strong son of a gun. I will tell you, I watched. das kann unterhaltsam sein, aber er ist wirklich ein starker Mann. There aren't a lot of entertainers that can do that, right? Es sind nicht viele Unterhalter, die das tun können. Du bist fantastisch. Vielen Dank. Followed by Eric. What was that all about? Boy, that was good. Und didn't dann really come up here. kam Erik nach vorne. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich dachte, ich brauche jetzt gar nicht nach vorne gehen. But he was so great, and he's such Er a war good young großartig. man. He went through a lot of
trouble. And Don Und es ist ein wundervoller junger Mann, er ist durch viele Schwierigkeiten durch. was incredible. They went through so much trouble. They got subpoenaed more than any people probably in the history of the United States. Every week they get another subpoena from the Und also er wird sehr viel beschossen, jede Woche kommt irgendwas. Democrats, crazy Nancy Pelosi. Die Demokraten versuchen also auch die Kinder von Trump halt anzugreifen und sein Business. The Krass. whole thing just boom, boom, boom. Die ganze Zeit geht's bum, bum, bum. Also immer diese Angriffe. Stop that because they're destroying our country. We have to work on making Die werden das nicht stoppen, denn sie wollen unser Land zerstören. America great again, not on beating people. And we won. We beat them in all. We beat them on the impeachments. We beat them on indictments. We beat them. But the time that you have to spend, if they would devote that genius to helping our country, we'd have a much stronger and better country. Und wenn sie diese Kraft, die sie dazu investieren, mich und meine Familie und die Republikaner anzugreifen, benutzen würden, um ihr Land zu helfen, wir wären in einer viel besseren Situation. Das stimmt. And Jason, the biggest star in country music, Jason, thank you for Jason, being here. Country-Musik, hier, vielen Dank, dass du da warst. Jason. Bist. Thank you very much. Jason Aldean, he's good. Er ist sehr I like gut. his wife even better, by the way. She's here. Aber ich mag seine Frau fast noch mehr. Sie ist auch hier. Thank you, Jason. Danke, Jason. But I'm thrilled to have a new friend and partner fighting by my side. Aber ich The bin next Vice President of the United States, the current Senator from Ohio, J.D. Vance, and his incredible wife, Usha. so froh, dass ich einen Mann zur Seite habe, einen nächsten Vizepräsidenten J.D. Vance, der momentan der Bürgermeister von Ohio ist. He's going to be a great Er wird ein großartiger Vizepräsident werden. this country and with this movement, greatest movement in the history of our country, make America great again. When they criticize Ist interessant, auch so die Ehepartner so zu sehen. Ne? Also das ist, wie gesagt, sowas kennen wir in Deutschland null. Ja, wie die auch hier miteinander umgehen. Ja? Die Ehepaare und Familien werden gezeigt und nicht Einzelpersonen. Das sagt auch viel über Deutschland. America great again, what are you going to stop? There's nothing to stop. Then they say, oh, that's right. It's very tough to fight it. Also es ist sehr schwer, die Bewegung zu stoppen. Du kannst nicht He's going stoppen. to be with us for a long time, and it was an honor to select him. Great student at Yale. His wife was a great student at Yale. They met at Yale. These are two smart people. Also es sind zwei sehr schlaue Leute, großartige Studenten. So JD, you're going to be doing this for a long time. Enjoy the ride. Also JD, du wirst das für eine lange Zeit machen. Genieße den Ritt. Ist irgendwie so ein bisschen familiär, oder? Es ist schon interessant. And a very special thank you to the extraordinary people of Milwaukee and the great Danke city of- an die Leute in Milwaukee. Oh, there they are. Großartige Leute. There they are. You are so easy to spot. Die halten ihren Käse hoch, Green Zeichen. Bay's going to have a good team this year. Wahrzeichen. They're going to have a good team. They're going to have a good team. Most of the audience doesn't like it, but it's true. You're going to have a very good team this year. And by the way, Wisconsin, we are spending over $250 million here creating jobs and other. Und Wisconsin, wir haben 240 Millionen Dollar werden wir geben, um hier neue Jobs zu kriegen. Um wirtschaftlich eine Entwicklung zu geben. Remember this in November and give us your vote. I am trying to buy your vote. So, Leute, ich versuche gerade hier eure Wahl zu kaufen, sagt er so. I'll be honest about that. Ich bin ganz ehrlich damit. Ich versuche gerade euch zu kaufen.
promise we will make Wisconsin great again. Und ich werde Wisconsin wieder groß machen. Thank you, Mr. Governor. Thank you very much. Thank you. I'm here tonight to lay out a vision for the whole nation, to every citizen, whether you're a young or old man or woman, Democrat, Republican or Independent, black or white, Asian or Hispanic. Also ich will heute Abend meine Vision sagen, egal ob du Demokrat bist, ob du weiß, braun, was weiß ich bist. I extend to you a hand of loyalty and of friendship. Ich werde eine Hand ausstrecken von Loyalität und Freundschaft. Together we will lead America to new Zusammen heights of greatness like the wollen world wir has never seen before. Amerika zu einem neuen Höhe hinaufführen, wie es die Welt vorher noch nicht gesehen hat. The first term, we got hit with COVID. We did a great job. Nobody knew what it was, but nobody's ever seen an economy pre-COVID, and then we handed over a stock market that was substantially higher than just prior to COVID. Coming in, did a great job. Never got Und trotz Covid haben wir eine ganz großartige Wirtschaft ins Land geschaffen und haben das übergeben auf die andere, in die andere Präsidentschaft. credit for that. We got credit for the war and defeating ISIS and so many things. The great economy, the biggest tax cuts ever, the biggest regulation cuts ever, the creation of Space Force, the rebuilding of our military. We did so much. Also wir haben ganz viel gemacht, Militär, dann Space Shuttle, Wirtschaft. Got right to try. They were trying to get that for 52 years. Somebody's terminally ill, and hopefully there's nobody in this audience, but it does happen a lot. They're terminally ill and they can't use our new space age drugs and other things that we are way ahead. We're the greatest doctors in the world, the greatest. Wir haben großartige Labore, Medizin, Doktoren, die helfen können. They didn't want the risk. The labs didn't want to do it because if it didn't work, people are pretty far down the line toward death. They didn't want to do it. The doctors didn't want to have it on their records, so I got everybody into an office. 52 years they tried. Sounds simple, but it's not. And I got them to agree that somebody that needs it will, instead of going to Asia, Europe, or someplace, or if you have no money going home and dying, just die. We got them to sign an agreement, agree to. Und jetzt erklärt er hat ein Gesundheitssystem eingeführt, so dass Leute, die vorher irgendwo anders hingegangen sind oder sie konnten sich leisten, sind nach Hause gegangen, um zu sterben sozusagen. Und da hat er welche zusammengebracht, um ein Abkommen zu machen, um Medikamente, die lebensnotwendig sind, für jeden zu bekommen, dass jedem das gegeben werden kann. Und es hat Tausende und Tausende und Tausende Leben gerettet, dieses medizinische Abkommen. Es ist super. Unter unserer Leiterschaft wird unser Land wieder respektiert werden und niemand wird wieder unsere Kraft anzweifeln. Unsere Grenzen werden wieder sehr sicher sein. Unsere Wirtschaft wird wieder aufblühen und wir werden wieder Gesetz und Ordnung in unsere Straßen bringen. Und wir werden wieder Harmonie und Frieden in die ganze Welt hineinbringen. Aber um das zu erreichen, müssen wir erstmal unser Land befreien von inkompetenter Leitung. Ganz unkompetente Leitung. Das wird die wichtigste Wahl in der Geschichte des Landes sein. Wir haben Inflation, dass manche Niedrigverdiener kaum mehr das Leben finanzieren können. Und unsere Leute werden einfach zerschmettert, wie nie zuvor. Wir haben illegale Einwanderer. Wir haben eine Krise.
arena. Wir It's a sitzen hier, massive invasion at our southern border that is spread während wir hier immediately in dieser wunderschönen Arena sitzen, ist eine Rieseninvasion an der Grenze, die unser Land überwältigt. poverty, disease, and destruction to Bringt communities Armut, Krankheit und Zerstörung in unser all Land. across our land. Nobody's ever Überall. seen anything like it. Wir haben es noch nie sowas There's gesehen. an international crisis, the likes of which Und the es gibt world eine has seldom been part of. Nobody Und wir haben eine internationale Krise, die die Welt nicht oft hatte. can believe what's happening. War is Viele now können raging nicht- in Europe, in the Middle East. Wir können nicht glauben, was da passiert. Der Krieg da im Mitteleuropa und Mittelosten und in Europa, also Growing specter of Ukraine, conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines. über Taiwan, Philippinen, Korea, überall brodelt's. World War III. Wir sind an der Ecke des dritten, also am Rand des dritten Weltkriegs. No other war because of weaponry. The weapons are Und der more Grund army ist, tanks going back and und der Grund sind die Waffen, die Waffenlieferung. at each other. These weapons are obliteration. Diese Waffen sind, It's time for a change. es ist, Administration can't es wird jetzt echt Zeit, das zu ändern. Diese Waffen machen alles schlimmer. come close to solving the problems. We're dealing with very tough, very fierce people. They're fierce people. And we don't have fierce people. We have people that are a lot less than fierce, except when it comes to cheating on elections and a couple of other. Es sind ängstliche Menschen und wir haben solche bei uns nicht, ja. Und sie manipulieren die Wahlen. Then they're fierce. Then they're fierce. So tonight, I make this pledge to the Heute mache ich great das people of Versprechen America. zu den großartigen Leuten in Amerika. Ich werde sofort die Inflation beenden. Ich werde die Kosten für Energie senken. Baby, drill. Can you believe what they're doing? But by doing that, we will lead a large-scale decline in prices. Prices will start to come down. Energy raised it. They took our energy policies and destroyed them. Then they immediately went back to them, but by that time, so much Also is lost. er spricht jetzt über die Energiekrise, dass die Energiekosten viel zu hoch sind. But we will do it at levels that nobody's ever seen before. Aber wir werden es auf ein Level bringen, wie es noch nicht mehr zuvor gesehen wurde. Things will start paying off debt and start lowering taxes. Und wir werden Schulden wieder abschaffen. Even further. We gave you the largest tax cut. Und, We'll do it more. und wir werden einen ganz großen Steuersenkung machen. Taxes way down, way down, and yet we took in more revenues the following year than we did when the tax rate was much higher. Most people said, "How did you do that?" Because it was incentive. Everybody. Und als wir die Steuern gesenkt haben, ging es der Wirtschaft dann trotzdem besser. Die meisten Leute, wie machst du das? Normalerweise zahlt man von den Steuern alles. Billions and billions of dollars into our country. Aber wir brachten ganz viele Millionen von Euro wieder zurück in unser Land, weil durch die Steuersenkung die ganzen Geschäfte wieder zurückgekommen sind ins Land. Made it impossible to Interessant. bring it back. The tax rate was too high, and the legal complications were far too great. I changed both of them. Und die ganzen Auflagen waren viel zu hoch und das habe ich alles verändert und die Leute kamen zurück, deswegen ging es der Wirtschaft besser. Apple and so many other companies were brought back into our nation, and we had Und so habe ich das alles wieder zurückgebracht. of which no nation had ever seen. China, we were beating them. Und wir werden, That were incredible. und China haben wir auch geschlagen. And they know it. Und die wissen das. China. Do it again, but we'll do it Und wir even werden das better. nochmal machen. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall. Wir werden die Which- Mauer beenden und die Grenze schließen. On the wall, we were dealing with a very difficult Congress. And I said, oh, that's okay. We won't go to Congress. I call it an invasion.
we gave our military almost $800 billion. I said, I'm going to take a little of that money because this is an invasion, and we built, most of the wall is already built, and we built it through using the funds because what's better than that? We have to stop the invasion. Also wir müssen unbedingt diese Invasion, diese Einwanderer, genau wie in Deutschland und Europa, die ganz viele Menschen umbringen durch diese ganzen Drogen. Deswegen müssen wir unbedingt diese Grenzen schließen. Wir werden Geld dafür investieren. Und die jetzige Administration, also die jetzige Präsidentschaft, war der Grund, warum der Krieg in Ukraine und Russland so eskaliert ist. Das werden wir beenden. And the war caused by the attack on Israel, which would have never happened if I was president. Und auch der Krieg, der entstanden ist durch die Attacke auf Israel, das wäre unter mir nicht passiert. Iran had no money. Now Iran has $250 billion. They made it all over the last 2.5 years. Und Iran hat so viel Geld, dass sie jetzt halt aufmupfen. Has anyone seen it? Ja. And they had a congressman who was a Democrat say, well, whether you like him or not, Iran was broke dealing with Trump. I told China and other countries, if you buy from Iran, we will not let you do any business in this country, and we will put tariffs on every product you do send in of one. Und was er sagt, er würde sagen, wenn China Iran unterstützt, dann werden wir nichts mehr mit euch wirtschaftlich zu tun haben und sie daran hindern, dann den Iran zu unterstützen. And they said to me, well, I think that's about it. They weren't going to buy any oil. And they were ready to make a deal. Iran was going to make a deal with us. And then we had that horrible, horrible result that we'll never let happen again. The election result, we're never going to let that happen again. They used COVID to cheat. Und also damals haben wir da beim Iran und China, das hatten wir sozusagen unter Kontrolle, aber dann ist das mit der schrecklichen Wahlmanipulation passiert. Das wird nie mehr wieder passieren. And they took off all the sanctions and they did everything possible for Iran. And now Iran is very close to having a nuclear weapon, which would have. Und jetzt ist Iran ganz nah dran, eine Atomwaffe zu haben. Das ist wirklich furchtbar. Also diese Zerstörung ist schlimm. Worst presidents in the history of the United States. Think of it. The 10 worst. Added them up. They will not have done the damage that Biden has done. Only going to use the term once. Biden. I'm not going to use the name anymore, just one time. Ich werde Biden nur noch einmal sagen. Jetzt. Aber die Zerstörung ist unfassbar. Unfassbar. Zusammen werden wir Visionen und Stärke wieder zurückkommen. Und wir werden wieder einen ganz normalen Menschenverstand in unsere Entscheidung einbringen. Just a few short years ago, under my presidency, we had the most secure border and best economy in the history of our country, in the history of the world. We had the greatest economy. Wir hatten so eine schöne große Wirtschaft, sichere Grenzen. Wir hätten die schlagen können, aber gut. Wir hatten keine Inflation. Ich kann es nicht glauben. 4 Jahre vor 4 Jahren. Aber jetzt. Also die Inflation ist die Zerstörung für unser Land. They were making great wages, the highest they've ever made, but they were putting away a lot of money. Now they are just being destroyed. Vorher haben sie Geld noch zurücklegen können, jetzt können sie das nicht mehr machen. Diese Inflation ist furchtbar. Du kannst nach Deutschland gehen, 100 Jahre. Inflation macht ein Land kaputt. Und wir haben jetzt die größte Inflation. But in less than 4 years, our opponents have turned incredible success into unparalleled tragedy. Also diese letzten 4 Jahre ist halt ein Erfolg umgekehrt worden in eine Zerstörung. Americans are being squeezed out of the labor force and their jobs are taken. By the way, you know who's taking the jobs that are created? Die Arbeitsplätze sind weg. Jobs are
taken by illegal aliens. Weil die ganzen Arbeitsplätze jetzt von illegalen Immigranten sind, eingenommen werden. Und wer darunter leidet, sind die Schwarzen und die Südamerikanischen. Die haben jetzt keine Arbeit mehr, weil die illegalen Immigranten die Arbeit übernehmen. Thank you. Thank you. I like you too. I like you. Very much. Inflation has wiped out the life savings of our citizens and forced the middle class into a state of depression and despair. That's what it is. It's despair and depression. We cannot Es ist Depression. let this continue. Less than Und wir können das 4 nicht years weiter ago, zulassen. we were a great nation, and we Wir will waren still eine be a großartige great nation again. We're Nation, going to aber be wir werden wieder eine großartige Nation werden. Thank you. With proper leadership, every disaster we are now enduring will be fixed, and it will be fixed very, very quickly. Und wir werden das sehr schnell wieder herstellen. And next we will end the ridiculous and actually incredible waste of taxpayer dollars that is fueling the inflation crisis. Und Trillions of dollars. wir werden diese ganzen Steuergelder, die da verprasst werden, werden das rückgängig machen. Inflationary pressures in addition to the cost of energy. Include something else that's turned out to be very popular actually. Here it's very popular in this building and all those hotels that I saw that are so nice. I'm staying in a nice one. It's called No Tax on Tips. No tax. Also er will keine Steuern auf Trinkgeld machen. Also dass keine Steuern dafür gezahlt werden müssen. Das ist so, dass in Amerika jetzt überall Steuern wie in Deutschland, ja. Und er erklärt das gerade und er will das wieder zurückgängig machen. Ich hatte letztens Abendessen. Hello. I'll see you there very soon, everybody. And we're having dinner at a beautiful restaurant In einem schönen Restaurant. the Trump building on the Im street. Trump It's a great building. Gebäude. Waitress comes over. How's everything going? Und Really nice person. How's everything? Oh, sir, it's so tough. die Bedienung kam. Government's after me all the time on tips, tips, tips. I said, well, they give you cash. Would they be able to find them? She said, actually, and I didn't know this. She said, very little cash is given. It's all put right on the check. Und er sagt, ja, was ist, und die hat geklagt, ja, ich muss immer für mein Trinkgeld Steuern bezahlen. Und da sagt er, ja, warum bezahlen die nicht Cash? Die machen das alles mit Karte. Und die haben die nehmen so viel Geld weg. They've just hired, as you know, 88,000 agents to go after him even more. Oh. Also, ja, jetzt sagt er, This shows the level of my, Das- people go out, they hire consultants, they pay millions of dollars. But I said to her, let me just ask you a question. Would you be happy if you had no tax on tips? She said, what a great idea. und dann sagte er, und wärst du glücklich, wenn du auf dein Trinkgeld keine Steuern mehr bezahlst? Da wäre sie, ja, super. Information from a very smart waitress. That's better than spending millions of dollars. Und dann sagt er, also besser als Millionen von Dollar auszugeben, um zu recherchieren, was ist das Problem? Er kriegt ja die Information von der Bedienung und ist jetzt schlauer und weiß, was man machen muss. And everybody loves it. Waitresses and Und caddies and drivers. alle mögen sie. Die Bedienung und die Fahrer, die sind eine große Gruppe. Und die müssen so viel Steuern bezahlen. I'm going to protect Social Security and Medicare. Democrats are going to destroy Social Security. Und ich werde soziale Sicherheit wiederherstellen, was die Demokraten zerstört haben. And other things, and you're not able to afford it. They are destroying your Social Security and your Medicare. Und sie zerstören deine medizinische Versorgung. Es ist und die Mittelklasse wird wieder, und das wird ganz, ganz schnell passieren, werde ich hochbringen.
Jetzt zeigt er das nochmal, also illegale Immigration unter seiner Regierung war die niedrigste Rate jemals. Und das war die letzte Woche, als er Präsident war. Und jetzt sieht man, wie das alles wieder hochgegangen ist. Ich muss ins Bett, ich gleich auch. The invasion began. We had the opposite. We stopped the invasion, but the invasion that we stopped was peanuts by comparison to what happened after I left. Look at what happened after I left. They took over our country. Also da sieht man, dass eben die Immigranten das Land eingenommen hat. Was wir auch stoppen werden, ist der Menschenhandel. On foreign soil, we want them to stay on their soil. Under the Trump administration, if you came in illegally, you were apprehended immediately and you were deported. Und du wirst wieder zurückgeschickt, wenn du illegal reinkommst. Ganz simpel. Illegal geht nicht. Every single one of those great Trump policies, I would be worse than any of them. I would have had the place totally emptied out already. Ich habe ganz bisschen vorgespult, weil er erklärt jetzt, was er alles machen will. Das ist, glaube ich, jetzt für uns Deutsche. And they can't believe that they're getting away with what they're getting away with, but they're not going to be getting away with it for long. That's Und sie werden nicht einfach davon wegkommen, was sie da gemacht haben. Die haben echt Durchhaltevermögen. Caracas, high crime, high crime. Caracas, Venezuela. Really a dangerous place, but not anymore. Because in Venezuela, crime is down 72%. In fact, if they would ever win this election, I hate to even say that, we will have our next Republican convention in Venezuela because it will be safe. Und Venezuela spricht er, wenn wir rankommen, werden wir dort eine republikanische Abgesandtschaft geben, um Venezuela wieder sicher zu machen. El Salvador ist 70% runter mit der Kriminalität. They're down because they're sending their murderers to the United States of America. Die sind deswegen unten in El Salvador, weil sie die Mörder nach Amerika schicken, weil sie ins Gefängnis gebracht werden und beziehungsweise jetzt geflohen sind und dann nach Amerika sind, weil dort können alle rein. Even larger than that of President Dwight D. Eisenhower from many years ago. You know, he was a moderate, but he believed very strongly in borders. He had the largest deportation operation we've ever had. Just recently I spoke to the grieving mother of Jocelyn Nungary, a wonderful woman. A precious 12-year-old girl from Houston who Ich habe letztens mit einer was tied up, assaulted and strangled to death after walking to the convenience store just a block away from her house. Mit einer gesprochen, die sehr gelitten hat, weil sie, ich glaube, zusammengeschlagen worden ist. Ja, und die ist zusammengeschlagen worden, weil die Straßen so gefährlich sind. Und das alles durch illegale Immigranten. Weil einfach so viele wirklich schwierige Immigranten illegal ins Land kommen. Rachel was a 37-year-old mom of 5 beautiful children who was brutally raped and murdered while out on a run. She wanted to keep herself in good shape. It was very important to her. She was murdered. Und jetzt erzählt er von einer anderen, die umgebracht worden ist, obwohl sie richtig fit war und so weiter, auch durch ein illegales Monster. Illegal reingekommen. Und ein anderer Mörder, der aus El Salvador geflohen ist, ist hier nach Amerika gekommen und hat auch ein 9-jähriges Mädchen angegriffen. Und hat Rahel und Marilyn umgebracht.
never be the same. I spent time with her. Ich habe mit Rahels Mutter Zeit verbracht. Sie wird nie mehr wieder dieselbe sein. Ist schlimm. Megan Riley, the brilliant 22-year-old nursing student. She was so proud of being first in her class. Who was out for a jog on the campus. Und eine andere Krankenschwester, Auszubildende. Und sie ist zusammengeschlagen worden und ganz schrecklich umgebracht. Und das ist alles passiert durch diese Präsidentschaft. Das waren wundervolle Menschen, die alle gestorben sind aufgrund von diesen Attacken. Und heute ist das mein Schwur, ich werde das stoppen. Das wird unter meiner Präsidentschaft nicht geschehen. Ich werde unsere Söhne und Töchter sicher halten, weil ich unsere Straßen sicher mache und Stabilität in die Welt bringe. Nicht noch mehr Krieg. Halleluja. Ich bin gespannt, wie er das machen wird. And he came out recently. They were asking him at an interview, the whole world is exploding. What's happening? What's going on? Die ganze Welt ist explodiert. Viktor Orban, ein richtig toller Mann. Der sagte, ich möchte nicht, dass die Leute reinkommen und Shoppingcenter in die Luft springen. Was ist hier los? Und es ist nur ein Weg, das wieder zu lösen. Der Trump muss wieder Präsident werden. He used a word I wouldn't use because I can't use that word. Because you'd say it was braggadocious. The press would say he was a braggart. I'm not a braggart. Die Presse sagt jetzt wieder, ich bin ein Prahler. Ja? He said Russia was afraid of him. Aber Viktor Orban hat es gesagt. China war ängstlich auf. Jeder hatte Angst vor Trump und alle haben gespurt. Alle waren in Frieden, aber jetzt bricht die Welt in zwei. Unter Präsident Bush, Russia invaded Georgia. Unter Präsident Bush hat Russland Georgien angegriffen. Unter Obama er hat Russland den Krim wieder zurückgeholt. Unter der jetzigen Präsidentschaft hat Russland ganz Ukraine genommen. Und als ich Präsident war, hat Russland nichts eingenommen. Interessanter Gedanke. We defeated 100% of ISIS in Syria and Iraq, something that was said to take 5 years. In Syrien und Irak haben wir ganz schnell Frieden geschaffen, in einigen Monaten, wo andere gesagt haben, das dauert 5 Jahre. Aber wir haben das hingekriegt. Und ich bin mit dem Kim aus dem Nordkorea ganz gut zurechtgekommen. Und viele haben gesagt, oh, er kommt mit Kim gut zurecht. Ja. Er hat ganz viele Nuklearwaffen. Und früher haben sie gesagt, der kommt mit dem gut klar. Ich sagte, ja klar, ich muss klarkommen. Und sagte, kann er das? Ja, ich komme klar. Ja, jetzt ist Nordkorea gerade wieder am Vibrieren sozusagen. Aber wenn er wieder kommt, wird schon wieder mit denen hinkommen. Wir hatten eine Welt von Frieden, jetzt haben wir eine Welt von Krieg. Was ist los? Was ist mit der Ukraine? Die Städte sind alle zerbombt. Das ist unfassbar.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. Und in Afghanistan ist diese ganze auch ein Riesendesaster. Also keiner spricht davon, aber wir hatten ganz schlimme Morde dort und keiner spricht davon, aber es ist schrecklich, was jetzt gerade passiert in der ganzen Welt. Und wir haben einen Mann, der für den US-Senat angetreten ist. Nevada. Sam Brown, der den ultimativen Preis bezahlt hat. Danke, Sam. Danke, Sam. Danke. Er hat einen großen Preis, den größten Preis bezahlt und er macht das gut. Er ist gegen eine andere Person angetreten. Er hat einen großen Preis bezahlt, den größten. Er ist echt ein Held. Und ich hoffe, dass er gewinnt, also wählt alle Sam Brown. Republikaner. 85 Millionen Militär. Wir haben ganz viel Militär, Waffen und so weiter und hinter uns gelassen jetzt. Also ist viel einfach in die Ukraine geflossen. Inkompetente Leute waren das, die das gemacht haben. Und wenn die jetzt den Plan verfolgt hätten, das hätte gut funktioniert, aber sie haben alles über den Haufen geschmissen. Ich habe mit dem Kopf vom Taliban gesprochen. Das hat uns 18 Monate gekostet. Ich habe mit dem gesprochen. Aber warum sprichst du mit dem? Also die anderen machen immer so, da ist ein Dämon, mit dem darf man nicht sprechen wie mit dem Putin. Und er spricht da mit den Leuten, weil er sagte, dort ist der Tod, dort ist die Gefahr. Und ich habe ihm gesagt, mach das nicht nochmal, mach das nicht nochmal. Und unter Obama sind ganz viele Soldaten und Offiziere gestorben. Und wenn du das nochmal tust, habe ich diesem Taliban-Führer gesagt, du wirst härter getroffen denn jemals zuvor. Auch interessant, ne? Er geht hin und sagt, hör auf, statt zu dämonisieren und das Ganze hochzupuschen. Und er hat mich, die Exzellenz. Und jetzt ist Afghanistan einer der größten Verkäufer von Waffen. Dolle Waffen, die wir ihnen gegeben haben. Zeig mir das Bild von deiner Heimat. Von deinen. Und vor 18 Monaten haben wir keine einzige Attacke auf einen amerikanischen Soldaten gehabt, weil er das so gemacht hat. 18 Monate. And then we had that horrible day where soldiers were killed. I was not there because of a Und dann ridiculous election.
But we had that horrible attack. Und dann hatten wir diese ganz schreckliche We also Attacke. gave up Bagram, one of the biggest bases anywhere in the world, air bases anywhere in the world, the longest runways, most powerful. Also dann hatten wir diese... Second runways. We gave it up. And I Und liked dann... it not because of Afghanistan. I liked it because it Er spricht einfach darüber, dass Afghanistan wurde ja dann übernommen von den Taliban und da hat Amerika ganz viel verloren. Ganz, ganz, ganz viel wurde da zurückgelassen. 1 hour away from where China makes their nuclear weapons. And you know who has it now? China has it now. Und wer hat's jetzt? China hat es. China hat es. And now China is likewise circling Taiwan and Und China umkreiselt und umzingelt Taiwan. 60 miles off the coast in Cuba. Do you know that? No, the press refuses to. 60 Meilen neben Kuba We had nuclear submarines in. war da das Unterwasserboot von Russland mit Nuklearwaffen. Keiner berichtet darauf, aber das ist jetzt so. Every day would be, what's wrong with our president? You don't even hear this. You're not hearing about this. Russia has nuclear submarines and warships 60 miles away, Mr. Congressman, from Miami. By the Also way. Russland hat Nuklear Unterwasserboote 60 Meilen von Miami, Florida. Er sagt, was ist da los? Warum sagen die nichts? Sie wollen es nicht sagen, sie wollen es nicht erwähnen. I tell you this, we want our hostages back. And they better Und an alle before Welt, I assume office. wir wollen alle Geiseln zurückhaben. Wir wollen alle Geiseln zurück. With our victory in November, the years of war, weakness and chaos Mit unserem Sieg im November, have wars. I had no wars. die Zeit von Chaos und Krieg wird beendet sein. Ich werde den Krieg mit einem Anruf beenden. Bin ich gespannt, wie er das macht. It would never start. We will replenish our military and build an Iron Dome missile defense system to ensure that Wir werden unser Militär wieder aufrüsten. Wir werden wieder alles wieder herrichten und wieder aufbauen. USA, we're going to build it. Wir werden es aufbauen. USA. And Wisconsin, In Wisconsin. just like I Wisconsin. gave you that massive ship contract, and you're doing a very nice job, Governor, right? Ihr habt einen Schiffauftrag, also ihr habt einen guten Auftrag gemacht, guten Job gemacht. Design change, we gave them a tremendous for essentially what we used to call destroyers. These are now most beautiful. They look like yachts. They said we have to take the bow and we have to make it a little nicer and a little point at the top. Und die haben das richtig schön, wir müssen da schöne Bögen drum machen und so weiter und so fort. Oh, diese Leute wissen genau, was sie tun. Everybody sitting over there. Richtig gut. Big contract that everybody Also wir haben einen wanted. I gave it to Wisconsin. großen Auftrag gegeben an Wisconsin, aber die haben es da gebaut und toll, richtig klasse gemacht. Iron Dome. They have a missile defense system. 342 missiles were shot into Israel. And only one got Viele, to viele us. tausend, 3000 noch was. And Ronald Reagan Raketen haben wir. years ago, but we really didn't have the technology many years ago. Remember they called it Starship. Wir hatten bisher keine Technologie dafür. But he was a very good president. Very, very good. Reagan war ein sehr guter, toller Präsident. Damals war die Technologie noch nicht so weit. Aber heute haben wir, und wir werden als technologisch halt weiterkommen. Warum sollen das andere Länder haben? Nein, wir werden das machen. Und wir werden sicherstellen, dass nichts von außen kommen wird und unser Volk irgendwie schaden. Amerika zuallererst. Wir werden Amerika wieder stark machen. And as we do, we will soon be on the verge of finding the cures to cancer, Alzheimer's disease and many other Wir werden die Medizin und die Forschung wieder ankurbeln. Wir werden für Alzheimer was, für Krebs werden was entwickeln. Ich werde das wieder fördern. Ich werde das tun. Ich muss das machen.
But this man said, we're going to find a cure to cancer. Nothing happened. We're going to get to the cure for cancer and Alzheimer's and so many Und wir werden eine Behandlung für Krebs und Alzheimer gegen haben. close to doing something great. Und wir sind so nah dran, etwas richtig Großes zu machen. That will let it be done. Aber We wir will not brauchen einen Leiter. have men playing in women's sports. That will end immediately. Wir werden einen Leiter brauchen, der sowas fördert und nicht einen Leiter, der Männer in den Frauensport schickt. And we will restore and renovate our nation's once great cities, making them safe, clean and beautiful again. Wir werden die And that includes Städte wieder our sauber national machen capital, which is und sie a werden wieder erneuern. field. So many things. They leave from Wisconsin, they go to look at the Washington Monument, they end up getting stabbed, killed or shot. Und so viele kommen in die Innenstädte, wollen irgendwas angucken und dann werden sie zusammengestochen, werden zusammengeschlagen. Washington DC, diese Innenstädte, wir werden es wieder sauber machen, schön und sicher. America is on the cusp of a new golden age, but we will have the courage to seize it. We're going to take it. We're going to make it a current. Amerika, wir werden es sehen, dass es ein goldenes Zeitalter kommen wird. China will es tun, Japan will es tun und wir müssen jetzt wieder viel Energie machen. Wir brauchen Energie, wir müssen wieder neue Energie schaffen, damit wir weiterkommen. AI, künstliche Intelligenz, braucht ungefähr doppelt so viel der Energie, was wir momentan haben. Und wir brauchen diese Energie. Also sie haben 8 für 9 Millionen Dollar haben die 8 Recharger für Elektroautos gemacht. Wie soll denn das wirken? 8, das reicht nicht. Also diese ganz verrückte Energie- und Elektrik-Regelung ist total verrückt. Also die Energie wird sozusagen gedeckelt. If somebody wants to buy a gas-powered car, gasoline-powered car, or a hybrid, they're going to be able to do it. Nicht falsch verstehen, ich bin gegen Umweltschutz und so weiter, aber wenn jemand ein Gasauto, ein Benziner holen will, soll er sich einen Benziner holen. Also da soll diese Freiheit bleiben. So to conclude, just a few short days ago, my journey with you nearly ended. We know that. So, jetzt einige Zeit, jetzt bald wird unsere Reise beendet werden. Und ich habe jetzt über die Versprechen der Zukunft geredet. Wir lieben Amerika. Wir leben in einer Zeit von Wundern. Keiner weiß wirklich Gottes Plan. Ich will Franklin Graham danken, dass er heute Abend da war. Er hat mir eine geschrieben. Ich finde die Geschichten, die erzählen, ganz toll, Mr. Donald Trump. Please do me one favor. It won't make any difference. Please don't use any foul language. Und er sagt, aber tun Sie mir einen Gefallen, gebrauchen Sie keine blöde Sprache. Ich war so ein bisschen beschämt. Und er sagte, aber es ist doch kein Problem, mach das doch. Und er sagte, naja, es ist schon ein Problem. Es ist nicht ganz so gut, wenn ich diese Sprache nicht benutzen darf. Aber er ist super. Ich werde mit ihm reden. Billy Graham ist super. Vielen Dank, vielen Dank. Mein Vater war mit Billy Graham im Yankee Stadion.
Mein Vater hat Billy Graham geliebt. Franklin Graham. I think Franklin's been fantastic. Ich liebe Franklin Graham. So hard to adhere to his note to me. Also, vielen Dank. Ich arbeite daran, an meiner Sprache. It is that every single moment we have on earth is a gift from God. Aber ich mache das hier mal ganz klar, jeder Moment, den wir hier auf dieser Erde haben, ist ein Geschenk Gottes. Wir müssen das Beste aus jedem Tag machen, für die Länder, für das Land und die Menschen, die wir lieben. Und da gibt es eine Bewegung, die gegen mich ist, aber die sind nicht gegen mich, lass es mir sagen, die sind eigentlich gegen dich. Und diese Bewegung, diese gute Bewegung, das ist es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Und diese Bewegung wird nicht mehr beendet werden. Keiner kann uns stoppen. Die hart arbeitenden Patrioten, wir haben so viel jetzt zu anderen Nationen gegeben, zu anderen Menschen. So viel für andere und so wenig für deine Familie. Ich bin hier. Deine Erwartungen sind nicht groß genug. Ich möchte es zurückholen für deine Familie. Es ist Zeit, die größte Erwartung an eine Leiterschaft zu haben. Wir sind furchtlos. Wir sind ambitioniert. Aber solange wir unsere Energie investieren, um uns gegenseitig zu zerfleischen und zu kämpfen, werden wir nicht gewinnen. Wir müssen diese Energie nehmen, um unser Land zu vereinen und unsere Ressourcen zu nutzen. Wir können es zusammen tun. Heute werden wir zusammenkommen und Erfolg wird uns zusammenbringen. Es ist eine Geschichte von Liebe, von Opfer und so viel anderen Dingen. Und erinnere das Wort Hingabe. Unsere amerikanischen Vorfahren haben überlebt. Und sie haben unsere Republik verteidigt. Und sie sind viele, viele Meilen sehr, sehr gefährliche Wildernis überkommen, um wunderschöne Heimat zu schaffen. Sie haben ihre Familien in Kutschen gebracht, zusammengepackt, um dieses Land urbar zu machen. Und sie sind große Berge und Täler und Flüsse überquert, um ein offenes Land und um ein Land zu erobern. Und dann haben sie ein Kriegsfeld überwunden, um Unabhängigkeit zu bringen. Sie haben feindliche Übergriffe abgewehrt und Tod überwunden, um die Flamme der Freiheit hochzuhalten und am Leben zu halten. So viele Helden, so viele Helden. Und wir müssen sie pflegen, wir müssen sie ehren, dieses Erbe. Wir müssen sie ehren. Und wir brauchen Monumente, wir brauchen Denkmäler für diese Helden. Das ist ein gutes Ding, kein schlechtes. Sie haben unser Land gerettet. Keine Herausforderung war zu groß.
No enemy was too Kein Herzschmerz war zu viel Together these patriots soldiered on für diese Patrioten, die für unser Land gekämpft haben. because they had faith in each other, faith in their country, and above all, they had faith in their God. Sie hatten sie hatten Glaube aneinander, sie hatten Glaube an das Land und über allem, sie hatten Glaube in Gott. Just like our ancestors, we must now Genauso wie unsere Vorfahren past differences. Any disagreements have to be put aside and go forward. müssen wir jetzt zusammenkommen, auch diese Uneinigkeit, wir müssen sie zur Seite legen. United as one people. Wir müssen vereint sein als ein Volk, eine Nation. To one great, beautiful, I think it's so beautiful, American flag. Und zu unserer amerikanischen Flagge dieses Versprechen zu machen, unsere wunderschöne amerikanische Flagge. Heute bitte ich um eure Partnerschaft und eure Unterstützung. Ich öffentlich bitte und frage nach eurer Wahl. I will strive to honor the trust you have placed in me. Und ich werde, euren Vertrauen werde ich ehren. Und ich verspreche, ich werde euch nicht im Stich lassen. Ich verspreche. Und an alle diese vergessenen Menschen, die vergessen worden sind, die hinten runtergefallen sind. Und wir werden zusammen, gewinnen, 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 gewinnen. Win, 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 win. Gewinn, gewinn, gewinn. Gewinn, gewinn, gewinn. Nothing will sway us. Nichts wird uns behindern, nichts wird uns stoppen, nichts wird uns aufhalten. Egal welche Gefahr kommt, egal welches Hindernis. Wir werden vorangehen. Und unsere Bestimmung, wir werden unsere Bestimmung erfüllen und wir werden nicht versagen. Zusammen werden wir das Land retten. Wir werden die Republik wieder aufrichten und wir werden ergreifen diese wundervolle Zukunft, diese reiche Zukunft. Und es wird größer, reicher, toller, schöner, besser und mehr vereint denn jemals zuvor. And quite simply put, we will very quickly make America great again. Um es ganz einfach zu sagen, wir werden sehr schnell Amerika wieder groß machen. Vielen Dank. Wisconsin, Gott segne dich. Gott segne dich, Wisconsin. Gott segne Amerika. Vielen Dank. Vielen Dank zusammen. Vielen Dank. Wow, wow, okay, Leute, es ist 10:10 hier, bei euch ist es gleich morgen. Jetzt kommt Melania, eine wunderschöne Frau, muss man einfach mal so sagen, oder? Also ich meine, das ist eine sehr weibliche, sehr schöne, elegante, starke Frau. Kann man nicht anders sagen. Oh. Stellt euch mal das in Deutschland vor. Oh. Toll. Er hat wirklich ist schon eine tolle Frau. Wow. Die Gesten sind aber cool. Muss ich mir aber irgendeine Geste aneignen, oder? Meine Geste ist so. Wow.
Also Amerikaner können feiern. Also sie können einfach ein Happening machen, ein Event. Das ist unfassbar. Familie Trump. Mit der ganzen Familie. Das ist schon echte Nummer, oder? Mit der ganzen Familie sowas zu machen, ist richtig krass. Oh, Enkel. Wow, was für eine große Familie, oder? Okay, Leute. Ich würde mal so sagen, Musik ist gut. Ihr könnt jetzt alle langsam ins Bett gehen. Wir können jetzt alle mal gespannt sein. Wird Trump gewinnen? Glaub schon. Oder? Oh, wie schön, süß. Ah, schon eine riesige Familie. Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leute. Das war die Rede. Ich bin nicht enttäuscht. Ich finde cool, dass er Gott geehrt hat. Immer noch wünsche ich mir noch mehr Gott im Zentrum. Das wird kommen. Früher oder später. Ihr Lieben, ich glaube, dass Trump gewinnen wird. Ich bin gespannt, wie er diese Versprechen einhalten wird, wie er Frieden stiften wird, was sich in der Welt damit tun wird. Ihr könnt mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so erwartet. Schreibt bitte eure Fragen rein für den nächsten Livestream, ihr Lieben. Lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da und wir wollen wirklich Deutschland aufwecken, denn ich wünsche mir als allererstes, als allernächstes, dass so eine Ehrung Gottes, ein Integrieren Gottes, ein Schauen auf den Glauben in Deutschland, in die Politik wieder einzieht. Okay, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du Deutschland segnest, dass Leiter aufstehen, die dich lieben von ganzem Herzen, die dich ehren und zu dir öffentlich stehen, statt dich zu verleugnen. Dafür bete ich von ganzem Herzen. Segne Amerika, segne jetzt die Wahlen, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen, ihr Lieben. Gute Nacht. Ich werde jetzt ins Bett fallen. Es war wunderschön. Die längste Livestream-Nacht, die ich jemals